Oh, here we are. Today we can have quite a gentle approach. It fits the topic, and we also should be kind to ourselves. Hallo, guten Morgen, hier sind wir nun. Heute werden wir einen sanften Zugang zu unserem Thema wählen. Das passt auch ganz gut zu der generellen Thematik unseres heutigen Tages, und zwar, dass wir gut zu uns selbst sein sollen. Although there are many things that we can study in Dharma, we have to be careful that it doesn't become too dense and serious. Auch wenn es da sehr viele Dinge gibt, die wir im Dharma studieren können, müssen wir aufpassen, dass wir nicht allzu ernst an die Sache herangehen. Samsara is like a vast theater within which many soap operas are occurring. Samsara ist wie so eine ganz große Theaterbühne, auf der sehr viele Tragödien und Opern und Seifenopern aufgeführt werden können. And when we're born in a family, we find ourselves woven into a drama. Und wenn wir in eine Familie hineingeboren werden, bemerken wir, dass wir in eine Art Drama oder Dramaturgie hineingeboren worden sind. Then we have the drama of school. Dann haben wir das Drama der Schule. And then, of course, you have the drama of Dharma centers. Dann natürlich auch das Drama von Dharma-Zentren. In which you have friends and enemies and happy times and sad times. Und darin hat man Freunde und Feinde und schöne Zeiten und schlechte Zeiten. And these variations of mood and feeling give rise to small subgroups. Und diese Variationen von Gefühlen, Gefühlslagen, Gemütern geben auch wieder eine Art Bühne zu verschiedenen Untergruppen. Which is not so helpful. Die wiederum gar nicht hilfreich sind. Or if we can start to see our life as a drama, it helps. Und wenn wir damit beginnen, unser Leben als Drama zu sehen, hilft das. In the theater, the actors arrive, they come on the bus or they walk and they come into the theater, and gradually they change their costume, put on makeup and so on. Im Theater ist es so, dass die Schauspieler mit dem Bus kommen oder zu Fuß. Nach und nach trudeln sie ein, beginnen damit, sich umzuziehen und sich zu schminken. They're easing themselves into the role that they're going to play. Und sie lassen sich nach und nach ein in die Rolle, die sie dann spielen werden. We want them to be committed to that role. Wir möchten, dass die Schauspieler hingebungsvoll sind ihrer Rolle gegenüber. Because when they're on stage, they're convincing for us. We can believe in them. Denn wenn sie dann auf der Bühne sind, dann sollen sie ja auch überzeugend sein. Wir wollen es ihnen glauben. Similarly for us, when we were small babies, we were in the dressing room of our life, the changing room of our life. Ganz genauso ist es mit uns, als wir noch Babys waren. Da waren wir in der Umkleidekabine unseres Lebens. We were gradually being inducted into the role identity that we would take on in this life. Nach und nach wurden wir dann eingeführt in diese Rolle, diese Identität, die wir in diesem Leben einnehmen werden. And roles are very interesting because they face in two directions. Rollen sind sehr interessant, denn sie schauen in jeweils zwei Richtungen. When I'm in role, I'm confirming to myself that I have an identity, that I can rest inside this way of being, that it is indeed my life, how I am. Wenn ich eine Rolle annehme, dann ist es so, dass sie mir bestätigt, dass ich eine Identität habe, die ich nun angenommen habe und die mir sagt, wer ich bin in diesem Leben. But I also have to be aware that my presence is performative, that how I am is an offering to other people who will interpret it
according to their own role identities. Es muss einem jedoch bewusst sein, dass die eigene Präsenz performativ ist. Das heißt, sie wirkt auf andere, man spielt diese Rolle für andere und diese wiederum werden diese Rolle je nach ihrer eigenen Identität beurteilen oder aufnehmen oder interpretieren. Just as in the theater, where each performance is unique, although the actors and the script is the same. Ganz genauso wie im Theater, wo jede Aufführung einzigartig ist, selbst wenn die Schauspieler und das Spiel immer gleich bleiben. But each evening they are interpreting the text in a different way according to their mood, their fellow members in the cast mood and the audience mood. Aber jeden Abend aufs Neue wird das Stück neu interpretiert, je nachdem, wie die eigene Gemütslage ist oder die Stimmung der Kollegen, der Schauspieler oder des Publikums. So, day by day, moment by moment, we are giving a new interpretation of our identity, both for ourselves and for other people. Deswegen Tag für Tag und Moment für Moment interpretieren wir unsere Rolle neu, für uns selbst, aber auch für andere. When we have this sense of our existence, we see that we are activity. Wenn wir diese Art von Gefühl über unsere Identität haben, dann merken wir, es ist eine Art Aktivität. As we disclose ourselves to other people, we simultaneously disclose ourselves to ourselves. Wenn wir uns anderen Menschen darstellen, stellen wir uns gleichzeitig auch uns selbst dar. Für uns we find out how we are by how we show ourselves. Wir finden das heraus dadurch, wie wir uns selbst zeigen. We reveal ourselves to ourselves through revealing ourselves to others. Wir eröffnen uns selbst dadurch, wie wir uns anderen eröffnen oder zeigen. This is a way of approaching the sense of the co-emergence of self and other. Das zeigt uns dieses gleichzeitige Auftreten von selbst und anderen. When we look to find our individual self, our absolute separation, we don't find it. Wenn wir versuchen, unser individuelles Selbst, unser absolutes, abgetrenntes Selbst zu finden, können wir es nicht finden. Because how we are is impermanent. Denn wie wir sind, ist vergänglich. It changes according to circumstances. Es ändert sich je nach Umständen. And so, although we might want to have a fixed notion of who we are, auch wenn wir vielleicht ein fixiertes Verständnis von uns selbst haben möchten, the actuality that we find is that we alter with circumstances. Die Aktualität, die wir finden, ist, dass wir tatsächlich mit den Umständen uns verändern. Sometimes this seems to be serial, as in terms of cause and effect. Manchmal scheint das in einer Art Abfolge zu sein, so wie Ursache und Effekt, Wirkung. If you say something sweet to me, then I feel happy. Wenn du etwas Nettes, Süßes zu mir sagst, dann werde ich mich glücklich fühlen. Your words cause this feeling to arise in me. Deine Worte haben diese Gefühle in mir selbst verursacht. Sometimes we see more directly that the field of what we take to be the outer object and the field of our embodiment are emerging together. Manchmal sehen wir etwas direkter, dass das Feld von den äußeren Objekten und das Feld, das wir für uns selbst wahrnehmen, dass diese beiden Felder gleichzeitig aufscheinen. If you're walking in the hills and the surfaces scree small bits of stone which can slide, then as you move, the hill is moving.
Wenn man in den Bergen umherwandert und man auf so einer Oberfläche wandert von so kleinen Steinchen, die sich bewegen bei jedem Auftritt, dann merkt man, dass die Berge sich auch bewegen. Then we're more directly aware of the interactive nature of our participation. Und dann wird uns noch mehr bewusst diese Gleichzeitigkeit, dieser Interaktion von uns selbst und dem anderen. That connectivity requires us to be present. Diese Verbundenheit erfordert, dass wir präsent sind. The more we receive the minute movement of the small stones on the hillside, the more able we are to quickly respond by accelerating our speed or tilting our body and so on. Je offener wir dafür sind und bewusster wir dafür für diese kleinen Bewegungen der Steinchen auf dem Grund sind, desto schneller und flexibler können wir auch darauf reagieren, indem wir unseren Körper bewegen oder den Schritt verändern. We are collaborating with our environment. Wir arbeiten mit unserer Umwelt zusammen. And this is how we live the middle way. Und das ist, wie wir den mittleren Weg leben. We can see now with this climate catastrophe which is approaching. Wir können sehr gut sehen mit dieser Klimakatastrophe, die immer näher kommt, that in the past we have behaved like the master, dominating the earth. dass wir in der Vergangenheit so gelebt haben, als wären wir der Meister. Wir haben die Erde dominiert. Changing everything according to our idea. Wir haben alles nach unseren eigenen Ideen verändert. But now it looks that we are the victim, that the earth is doing things to us we don't like. Aber jetzt sieht es so aus, dass wir die Opfer sind, dass die Erde uns Dinge antut, die wir nicht gerne haben. And this master-slave movement or dominant-submissive movement is very common in our ways of dealing with ourselves, those around us, and the environment. Und diese Bewegung von Herr und Sklave, von dominant und unterwürfig, kommt auch sehr oft vor in der Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen und denen um uns herum. So from Dharma, we have the encouragement to collaborate with everything and with everyone. Der Dharma ermutigt uns, mit jedem und mit allem zusammenzuarbeiten. And this wishing goodwill in all directions is the basis of our open-heartedness to the world. Und dieser wunschvolle, gute Wille gegenüber allem ist genau die Grundlage für unsere Offenherzigkeit gegenüber der Welt. So I think you all got a copy of these 4 immeasurables. Ich denke, ihr alle habt so eine Kopie der 4 Unermesslichen vor euch. With this we say, may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. Darin sagen wir, mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen von Glück erfahren oder haben. This is a very big welcome. Das ist ein sehr großes Willkommenheißen. When you go to school, maybe in the first 2 years, it's all very happy and easy. Wenn man zur Schule geht, dann ist es vielleicht so, dass in den ersten 2 Jahren alles noch einfach und schön ist. Then you start to get tests in the class. Dann bekommt man nach und nach Prüfungen in der Klasse. And as you get older, you get more national exams. Und je älter du wirst, desto größere nationale Prüfungen musst du ablegen. And if you go to university, you're always under examination. Und wenn man dann zur Universität geht, ist man irgendwie ständig unter Prüfung, steht man ständig unter Prüfung. Are you good enough? Bist du gut genug? Do you belong here? Gehörst du hierher? If you go for a job, you get an interview. Wenn du nach einer Arbeitsstelle suchst, bekommst du ein Vorstellungsgespräch.
Then often you're on a probation period for 3 or 6 months where the manager is checking your performance. Dann befindet man sich meistens für 3 bis 6 Monate auf Probezeit, wo der Manager dich beobachtet, wie gut du dich anstellst. So we're very familiar with conditional welcome. Wir sind also sehr vertraut mit bedingten Willkommen heißen. Your welcome is determined by the qualities you manifest and whether they fit what we are looking for. Dieses Willkommen heißen wird dadurch bedingt, wie deine Qualitäten aussehen und ob du tatsächlich derjenige bist, den wir suchen. Tests and interviews remind us that we can very easily be placed on the outside, waiting for other people to decide whether we can come in or not. Derartige Prüfungen oder Vorstellungsgespräche zeigen uns sehr deutlich, dass sie lassen uns fühlen, dass wir im Äußeren sitzen und wir warten darauf, dass jemand sich dazu entscheidet, uns hineinzulassen. We see this now with the crisis of immigration. Das sehen wir genauso jetzt mit der Krise der Immigration. Do we want to have these people in our country? Möchten wir diese Art von Menschen in unserem Land haben? What will they bring? Was werden sie uns bringen? Some people think they bring crime and disease. Manche Menschen glauben, dass diese Menschen Verbrechen und Krankheiten bringen werden. Some people think they bring cultural variety and new possibilities of developing the society. Andere Menschen glauben wiederum, dass diese Menschen kulturelle Diversität bringen werden und auch eine Möglichkeit, die Gesellschaft auszuweiten. If we welcome them, they will change our culture. Wenn wir sie hineinlassen, willkommen heißen, dann werden sie unsere Kultur verändern. I'm happy to give something if they stay in their country. Ich bin damit zufrieden, was zu geben, wenn sie in ihrem Land bleiben. But if they come here, how they are will change my life. Aber wenn sie hierher kommen werden, dann wird ihre Art zu sein mich verändern. And this is true. Und das stimmt. So when we say, may all beings be happy, Wenn wir also sagen, mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein, we're saying, may they be happy as they are. sagen wir, mögen sie glücklich sein, so wie sie sind. Not as they are according to our interpretation, Nicht so wie sie sind unserer Interpretation nach, but as they are. sondern so wie sie sind. So if the women are walking in our local town wearing a burqa, they are walking in our local town wearing a burqa. Wenn also Frauen eine Burka tragen in unserem kleinen Städtchen, dann sind sie Frauen, die Burka tragen in unserem kleinen Städtchen. This is not right. This is not how we are. Das ist nicht richtig, das ist nicht so, wie wir sind. But actually, this is how we are now. Aber tatsächlich, das ist so, wie wir jetzt sind. Now we have a new color or a new flavor, a new variety of the possibilities of dressing and believing and cooking and so on. Jetzt haben wir neue Farbgebungen von all diesen Möglichkeiten, wie man kocht, sich anzieht, ausschaut und so weiter. The vital point here is to see how we bring conditionality into our welcome. Der wichtige Punkt hier ist zu erkennen, wie wir Bedingtheit oder Bedingungen in unser Willkommenheißen hineinbringen. The more I open to you, the more I am going to change. Je mehr ich mich dir öffne, desto mehr werde ich mich verändern. If I take up the place of the boss, Wenn ich die Position des Chefs einnehme, then you will have to watch me and fit in with me. dann musst du nach mir schauen und dich mir anpassen. But that's not a very warm welcome. Das ist kein sehr warmes Willkommenheißen. If I say, you are welcome here,
wenn ich sage, du bist hier willkommen, then your being here will impact me. dann wird dass du da bist, ein Eindruck, einen Einfluss auf mich haben. And now my world is changed. Und jetzt hat sich meine Welt verändert. That is to say, we have to combine generosity and plasticity. Das soll heißen, wir müssen Großzügigkeit und Plastizität verbinden. So, in Buddhism, we look again and again at the absence of inherent existence. Im Buddhismus schauen wir uns immer wieder an die Abwesenheit inhärenter Existenz. That is to say, there is no unchanging personal essence to me. Das soll heißen, es gibt hier keine unveränderbare persönliche Essenz in mir. I have my sense of self, of course, through which I can evaluate the shifting patterns of how I am and give me a sense of, is this normal, is this unusual? Natürlich hat man selbst ein Gefühl von selbst, der einen erlaubt, bestimmte Veränderungen und Bewegungen zu evaluieren, damit wir irgendwie beurteilen können, ist das normal oder ist das gerade ungewöhnlich. But this is a process. Aber das ist ein Prozess. Because the factors that I am looking at to see how I am doing are changing factors. Denn die Faktoren, die ich ansehe, um zu schauen, wie es mir geht, sind veränderliche Faktoren. If you tell me a joke and I laugh, Wenn du mir einen Witz erzählst und ich lache, and you think, oh, James really likes that joke, I'm going to tell him the same joke 100 times. und dann denkt man sich, James scheint diesen Witz wirklich sehr gern zu mögen. Ich werde ihm den Witz jetzt 100 Mal erzählen. It's not going to work. Das wird nicht funktionieren. Once was enough. Einmal war genug. I liked the joke Ich mochte den Witz under these particular circumstances. unter diesen bestimmten Umständen. It's quite difficult to make predictions about other people and also about ourselves. Es ist sehr schwierig, irgendwelche Vorhersehungen über andere Menschen zu machen. Genauso schwer ist es, diese über sich selbst zu machen. As perhaps we know, there are recommended 3 stages in our practice of Dharma. Im Dharma werden 3 Phasen von Praxis empfohlen. First, there is hearing or studying the Dharma, listening to teachings, reading books. Zuerst ist dieses Hören und Lernen des Dharma. Man geht zu Teachings, man liest Bücher. Then, at that stage, Dharma can seem quite straightforward. An dieser Stelle scheint der Dharma sehr gerade heraus zu sein. But the second stage is to reflect on it, to take the Dharma teaching and apply it to our own life and think, oh, does this illuminate my own experience? Aber die zweite Phase ist mehr, dass wir darüber reflektieren. Man nimmt den Dharma und wendet ihn an im Alltag und schaut, reflektiert das, zeigt das, wie ich mich gerade fühle. I'm forming a living relationship with the teachings. Man formt dadurch eine lebendige Beziehung zu den Lernen. Through this, the Dharma reveals some of its nuance and complexity. Und dadurch zeigt der Dharma seine Nuancen und seine Komplexität. The Dharma reveals more as we give more of ourselves to the Dharma. Der Dharma offenbart mehr und mehr, je mehr wir uns dem Dharma öffnen. In that way, we start to see that Dharma is not a thing. An dieser Stelle bemerken wir, dass Dharma kein Ding ist. It's a potential. Es ist ein Potenzial. It's like if somebody gives you a bulb. Es ist so, als würde jemand einem eine Glühbirne gegeben werden.
then you have to plant it and water it and get it the right amount of sunshine or shade. Keine Glühbirne, eine Knolle. Und die kann man dann in der Erde pflanzen und bewässern und schauen, dass sie genügend Schatten und Sonnenlicht bekommt. You nurture the Dharma that you learn. Wir nähren den Dharma, den man lernt. And then it starts to blossom. Und dann beginnt er zu blühen. It blossoms for you. Er blüht für dich. You have your experience of Dharma. Du hast deine Erfahrung des Dharma. On one level, this is the same Dharma as everyone else who studies. Auf der einen Seite ist es derselbe Dharma, den jeder andere auch studiert, lernt. As if everybody was to eat a slice of this from the same big cheese. Es ist so, als würde jeder ein Stück vom selben Käse essen. But when the cheese goes into your mouth, the taste which is revealed is determined by your taste buds and your habit of liking sweet or sharp and so on. Aber sobald dieses Stück Käse dann in deinen Mund gelangt, verändert sich der Geschmack je nach deinen Geschmacksknospen, nach deinen Gewohnheiten oder die Dinge, die du magst, süß oder sauer oder salzig. So, Dharma is relational. Dharma steht also in Beziehung, in Relation. Everything is relational. Alles steht in Beziehung, in Relation. When we come to fixed conclusions about people or places, cultures and so on, this is simply an opinion. Wenn wir so ganz fixierte Urteile fällen über andere Menschen, über ein Selbst, über Plätze, dann ist es lediglich Meinung. Our judgment is probably telling us more about our criteria than about the actual qualities of what we are making judgments about. Unser Beurteilen zeigt uns tatsächlich mehr über unsere eigenen Kriterien als über die Qualitäten und Eigenschaften, die wir beurteilen. This is why engaging in life, being in relationships, having hopes and fears, good days and bad days is very helpful for practice. Deshalb ist sich in das Leben zu begeben, Beziehungen zu haben, Hoffnungen und Ängste zu hegen, sehr hilfreich für die Praxis. We see that, oh, I am labile, I am changing, I am responsive, I'm not fixed. Man sieht dabei, ich bin veränderbar, ich reagiere, ich bin nicht fixiert. And therefore, perhaps I should be more cautious when I make judgments about other people. Und demnach sollte ich vielleicht etwas aufmerksamer sein, oder vorsichtiger sein, wenn ich Urteile über andere Menschen fälle. Perhaps the only thing we can say about other people is, oh, they're quite changeable. Vermutlich das Einzige, was wir tatsächlich über andere Menschen sagen können, ist, oh, die verändern sich ziemlich oft. They are changeable, I am changeable, we have the possibility of changing together. Sie sind veränderbar, ich bin veränderbar, wir haben zusammen diese Möglichkeit des sich gemeinsam Veränderns. So when we say, may all beings be happy and have the cause of happiness, wenn wir also sagen, mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich und die Ursachen des Glücks haben, we can have some general idea of what it means to be happy. Wir können so ganz grundlegende Gedanken dazu haben, was es heißen könnte, glücklich zu sein. When we're happy, we tend to be more relaxed in our body. We loosen the tension in the muscles and so on. Wenn wir glücklich sind, dann sind wir meistens entspannter. Wir verlieren diese Anspannung unserer Muskeln. We're open to what's around us. Wir öffnen uns zu dem, was um uns herum ist. More able to enjoy experiences. Es ist uns mehr möglich, die allerlei Erfahrungen zu genießen. We're less self-protective. Wir sind weniger selbstbeschützend. More optimistic. Optimistischer. But when we look at the second part of this first line and it's saying, and have the cause of happiness. Wenn wir uns aber
das Ende, also die zweite Zeile ansehen, wo es eben steht, mögen alle fühlenden Lebewesen die Ursache des Glücks besitzen, then on a relative level you have a lot of differentiation. dann hat man auf einer relativen Ebene ganz sehr viel Unterscheidungen zu treffen. Your main cause of happiness is chocolate ice cream, but mine is strawberry ice cream. Deine Hauptursache für Glück ist Schokoladeneiscreme, aber meine Hauptursache für Glück ist Erdbeereiscreme. I don't know how you can eat that. It's so sweet. Ich weiß gar nicht, wie du das essen kannst. Das ist so süß. So you are choosing the wrong path to happiness. Change your ice cream. Du suchst dir also den falschen Weg zum Glück aus. Such dir ein anderes Eis aus. Oh, we often surprised at how other people live their lives. Wir sind oft sehr verblüfft darüber, wie andere Menschen ihr Leben leben. Why would they want to live that way? Warum würden sie so leben wollen? It makes sense to them. Für sie macht es Sinn. So on the level in which we take ourselves to be truly existing, Auf der Ebene, wo wir uns selbst für wahrhaftig existierend wahrnehmen, to have a personality, a character, dass wir eine Persönlichkeit, einen Charakter haben, then the particularization of myself leads me to make specific choices from the repertoire of the potential of the environment that I live in. dann führt diese Besonderheit oder dieses Besondersmachen meiner selbst dazu, dass ich bestimmte Dinge auswähle in diesem Potenzial, in dieser breiten Bandbreite meiner Umgebung. And you, with your character and personality, make very different choices. Und du mit deinem Charakter und deiner Persönlichkeit triffst ganz andere Entscheidungen. When we like people or love them and we want to increase their happiness, we have to find out what are the factors that make them happy. Wenn wir Menschen mögen und lieben und wir gerne ihr Glück vergrößern möchten, dann müssen wir herausfinden, was für sie die Faktoren des Glücks sind, beziehungsweise was für sie das Glück vergrößern könnte. If we take ourselves to be normal and their difference for us to be a sign of their abnormality, we may try to impose our interpretation and selection of the world onto them. Wenn wir uns selbst für normal halten und dann ihre Unterschiede zu uns als Abnormalität messen, dann führt das dazu, dass wir selbst unsere eigene Interpretation der Welt auf sie draufstülpen. This kind of abusive attitude happens in families, in couples, between groups in society, between one society and another, between racial groups and so on. Diese Art von missbrauchendem Verhalten geschieht sehr oft in Familien oder in Beziehungen oder in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen oder verschiedenen menschlichen Rassen. And this is because we tend to generalize from the individual out into everything else. We think that I am the reliable one. What is good for me should be good for you. Und das kommt daher, dass wir einen generalisieren und von diesem einen auf andere schließen und uns denken, wir sind die Verlässlichen. Das heißt, das, was ich empfinde, muss wahr sein. Many countries now we have a tilt towards dictatorship. In vielen Ländern heutzutage ist es so, dass es eine Art Tendenz zu Diktatur gibt. Even in so-called democracies, the presidents and leaders can act in a very top-down dominating way. Selbst in sogenannten Demokratien heutzutage können sich die herrschenden Politiker sehr oft auf eine sehr dominante, unterwerfende Art und Weise verhalten.
But if we want to relate to other people, we have to go back to this capacity for plasticity, for molding ourselves into the shape that will give us optimal contact with the other. Aber wenn wir uns auf andere beziehen möchten, dann müssen wir zurück zu dieser Wandelbarkeit gehen, dass wir uns selbst in eine Form hineinverwandeln oder wandeln können, die uns so viel Kontaktfläche wie möglich gibt. We have to have an empathic attunement. Wir müssen uns empathisch einstimmen. For example, if you like cats, Beispielsweise, wenn du Katzen magst, you find that some cats are very friendly and sociable and they're always happy to come and rub against you. dann merkst du, da gibt es die einen Katzen, die sehr freundlich sind und sehr sozial sind und gerne kommen und sich an deinen Beinen reiben. And for other cats, the fact that you regularly supply food is enough. Und für andere Katzen hingegen ist es so, dass die Tatsache, dass du sie regelmäßig fütterst, das reicht schon für sie. They sit apart and look at you Die setzen sich weiter weg und schauen dich an, as if they're somewhat surprised that you're there at all. als wären sie irgendwie überrascht, dass du überhaupt hier rumhängst. And so if you're going to relate to these cats, you have to find out their own structure and respond as they are. Das heißt, wenn man sich auf diese Katzen also beziehen möchte, dann muss man herausfinden, wie sie sind. So on the relative level, that is to say the interactive level, where we are responding to the manifest patternings of each individual as they come, as they show themselves moment by moment. Auf relativer Ebene, also wenn wir uns auf andere beziehen, die Art und Weise, wie ihre Muster sich manifestieren, Then from the Bodhisattva point of view, from the point of view of wanting enlightenment for all beings, dann ist es so, dass aus der Sichtweise des Bodhisattva, nämlich der Sichtweise, dass man sich Erleuchtung für alle fühlenden Wesen wünscht, then we take the position of the servant. nehmen wir die Position des Dienenden ein. We say, you first. Wir sagen, du zuerst. You show yourself. Du zeigst dich zuerst. How are you? Wie geht's dir? Wie bist du? When I see how you are, I will find a way to meet you. Wenn ich sehe, wie du bist, wie es dir geht, dann werde ich einen Weg finden, dich auf dieser Ebene zu treffen. Which is a very, very beautiful and fascinating approach. Das ist ein sehr schöner und sehr faszinierender Zugang. I will take on plasticity and not enforce on you any change to your rigidity. Ich werde diese Wandelbarkeit annehmen und werde dich nicht werde dir keine Starrheit aufzwingen. Now, I use the term servant. James hat den Begriff Diener verwendet. Which might seem like an inferior position. Und das hört sich so an, als wäre das wie so eine niedrigere Position. But from the point of view of Dharma, the more plastic, the more pliable, the more you can be like clay as a potential to mold into many different shapes, the better it is. Aber aus der Sicht des Dharma ist es so, dass je wandelbarer man ist, und zwar je mehr man sich wie Lehm verhält, der sich in jedwede Form verwandeln oder verformen lässt, desto besser ist es. But there is one very key principle here we have to visit again and again. Es gibt ja ein grundlegendes Prinzip, das wir immer und immer wieder aufsuchen müssen.
when we take the Bodhisattva vow, we say, I will work for the benefit of others. Wenn man das Bodhisattva-Gelübde annimmt, sagt man, ich werde zum Nutzen anderer arbeiten. We make this very big. In this and all my future lives, I will work for the benefit of others. Wir machen das auf sehr große Art und Weise. Wir sagen, in diesem und in allen zukünftigen Leben werde ich zum Nutzen aller anderen arbeiten. Whoever they are, however they are. Wer auch immer sie sind, wie auch immer sie sind. So you can see these Tanka paintings of the Buddhas going into the 6 realms. Es gibt da diese Tanka-Gemälde, wo man sieht, wie die Buddhas in die 6 Daseinsbereiche gehen. When the Buddha goes to the hot hells, he takes cooling water. Wenn der Buddha zu den heißen Höllenbereichen geht, nimmt er kühlendes Wasser. And when she goes to this cold hells, she takes blankets. Und wenn sie zu diesen kühlen Höllen geht, nimmt sie Decken mit. This is quite intelligent. Das ist ziemlich intelligent. Give the people what they need. Gib den Leuten das, was sie brauchen. That is to say, the situation of the other determines the behavior of the Buddha. Das soll heißen, die Situation der anderen bedingt das Verhalten des Buddha. To become enlightened is not to arrive in a place where work is finished, job's over, I don't need to do anything. Erleuchtung zu erlangen bedeutet nicht so, die Arbeit ist getan, jetzt muss ich nichts mehr tun. Rather, on the path to awakening, we develop more skills of how to be adaptable and available. Es ist vielmehr so, dass auf dem Weg zur Erleuchtung erlangen wir immer mehr Fähigkeiten, wie man immer mehr adaptierbar ist und auch zugänglich, verfügbar. So this first verse in these 4 immeasurables is under the title of Chamba, love. Der erste Vers der 4 Unvergleichlichen läuft unter dem Titel Chamba, das Liebe bedeutet. Love means may all beings be happy. Liebe bedeutet, mögen alle Lebewesen glücklich sein. In our culture, we are under the power of the myth of romantic love. In unserer Kultur sind wir unter der Macht oder dem Zwang von romantischer Liebe. I love you. Ich liebe dich. I give you all my love. Ich gebe dir all meine Liebe. So there's no love left for anyone else. Also ist da keine Liebe für irgendjemand anderen übrig. And because of that, you have no need for any jealousy. Und deshalb gibt es da auch gar keinen Grund für dich, eifersüchtig zu sein. You've got it all. Du hast alles. There's no more available. Da gibt es nicht mehr, was noch verfügbar wäre. You are special. Du bist besonders. This feels from a heart level something very wonderful. Auf der Ebene des Herzens fühlt sich das sehr wunderbar an. But it's quite narrow. Aber es ist sehr eng. And essentially, it's an exchange. Und ganz essentiell gesehen ist es ein Austausch. Because if I give you all my love and you only give me half your love, that's no good. Denn wenn ich dir jetzt all meine Liebe gebe und du mir aber nur die Hälfte deiner Liebe gibst, dann ist das nicht ganz gut. I gave you all my chocolate and now you only give me half of yours. Ich habe dir all meine ganze Schokolade gegeben und du gibst mir aber nur die Hälfte deiner Schokolade. I don't know if I want to be your friend anymore. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich überhaupt noch dein Freund sein will. Now, I give you all, you give me all, and we form a little love bubble. Nein, es ist so, ich gebe dir alles, du gibst mir alles und wir formen so eine Liebesblase zusammen. Unfortunately, after some time, little holes appear in the bubble. Unglücklicherweise ist es so, dass nach und nach kleine Löcher in dieser Blase auftauchen werden. And love starts to leak out. Und Liebe wird
ganz leise sich also ausrinnen davon. Jealousy is like the security guard of the love bubble. Eifersucht ist so wie der Wächter dieser Blase. We all know the hopes and fears that are linked with romantic love. Wir alle kennen die Hoffnungen und Ängste, die mit romantischer Liebe verbunden sind. In this first line, the notion of love is completely different. In dieser ersten Zeile ist der Gedanke, das Verständnis von Liebe ganz anders. I wish you well without any limit at all. Ich wünsche dir das Beste ohne Begrenzung. Implied is this, and I will do my best to make you happy. Und darin impliziert ist, und ich werde mein Bestes tun, dich glücklich zu machen. I don't just want you to have happiness, but the cause of happiness. Ich möchte nicht nur, dass du Glück hast, glücklich bist, sondern ich möchte auch, dass du die Ursache des Glücks hast. The cause of happiness is to be at home in yourself. Die Ursache des Glücks ist es, in dir selbst zu Hause zu sein. To awaken to your Buddha nature. Zu deiner Buddha-Natur zu erwachen. To awaken to the truth of who you are. Zur Wahrheit, wer du bist, zu erwachen. This means that you are able to leave the theater. Das bedeutet, dass es dir möglich ist, das Theater zu verlassen. You don't have to be playing these karmic roles of fabricated identity anymore. Du musst diese Rollen von, diese karmischen Rollen von fabrizierter Identität nicht weiter spielen. You don't have to construct your sense of self. Und du musst dein Gefühl von Selbst nicht konstruieren. But you find yourself at peace in the open awareness which shines from the ground or the source, which is emptiness. Aber du findest dich selbst in dem offenen Gewahrsein des Urgrundes, der Quelle, das Leerheit ist. Oh, may all beings find the actual ground or source of who they are. Mögen alle fühlenden Lebewesen den tatsächlichen Urgrund, die tatsächliche Quelle von dem, wer sie sind, finden. At the moment we take ourselves to be certain formations. Momentan halten wir uns für bestimmte Formationen. You have the formation of your body. Man hat die Formation unseres Körpers. Some people have healthy bodies, others not so healthy bodies. Manche Menschen haben gesunde Körper, andere haben nicht so gesunde Körper. Young bodies, old bodies. Junge Körper, alte Körper. However the body is today, gradually it will change. Wie auch immer der Körper heute ist, nach und nach wird er sich ändern. When we were children, we had a certain tone of voice and vocabulary. Now we speak with different tones through the voice box, using different vocabularies. Als wir Kinder waren, hatten wir eine bestimmte Stimmlage und haben auch mit einem bestimmten Vokabular gesprochen. Jetzt, wo wir älter sind, hat sich unsere Stimme verändert und wir sprechen mit einer anderen Stimmlage und verwenden auch ein anderes Vokabular. And our voice changes according to situation. Unsere Stimmlage ändert sich auch je nach Situation. It is again relational rather than internally defined. Und auch hier steht sie in Beziehung, als dass sie inhärent irgendwie definiert wäre. The same with our mind. Sometimes we are full of emotion, sometimes we are thinking, maybe we have some paper to write, document to write for work or university or whatever, and you have to focus your mind in a very clear cognitive way. Das Gleiche ist auch mit unserem Geist. Manchmal ist er voll von Emotionen, manchmal ist er aber auch eher
Also manchmal denkt unser Geist auch mehr. Vielleicht muss man da gerade eine Arbeit schreiben für die Universität oder etwas anderes und er ist viel mehr fokussiert und klar und kognitiv ausgerichtet. These are the ways in which we formulate, which is active, we formulate our identity. Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Identität gestalten und das ist eine Aktivität. It's an activity of bringing myself into being, of making sense of what is going on. Es ist eine Aktivität, mich ins Sein zu bringen, mich zu formen. When we see this, we say, oh, because I'm having to make it, it's clearly not intrinsic, otherwise it would just be there. Wenn wir das bemerken, dann sehen wir, wenn ich das erst tun muss, dann kann das nicht intrinsisch sein, denn sonst wäre es ja schon da. So when we want all beings, including ourselves, to have the cause of happiness, it's to release ourselves from the burden of self-creation and other creation. Wenn wir also sagen, dass wir möchten, dass alle fühlenden Lebewesen glücklich sind, dann heißt das, dass wir uns selbst loslassen und uns selbst davon wegnehmen, von dieser Art von Selbstkreation und auch Kreation von anderen Dingen. So by being released from this busy preoccupation, we become available for awakening to how it is, which is how it has been from the very beginning. Wenn wir also davon loslassen mit dieser beschäftigten Aktivität, dann werden wir zugänglich und verfügbar dahin zu erwachen, wie wir tatsächlich sind und wie wir immer schon gewesen sind. The intrinsic never changes. Das Innewohnende ändert sich nie. The form, the compounded, the artificial is always changing. It's always vulnerable to the impact of other factors. Die Form hingegen, das Zusammengesetzte, das Künstliche, das ist immer veränderbar. Das ist auch immer verletzlich den ganzen Einflüssen von außen hingegen. This cause of happiness, this is Ye Sangye, this is primordial Buddhahood, which is present in the heart of all beings. Die Ursache des Glücks, dieses Ye Sangye, das ist die primordiale, ursprüngliche Buddhaschaft, die in jedem Wesen da ist. All compounded things are impermanent. Alle zusammengesetzten Dinge sind vergänglich. And whatever we try to construct will have necessarily some happy moments and some sad moments. Was auch immer wir versuchen zu konstruieren, ganz notwendigerweise werden wir glückliche Momente haben, aber auch unglückliche Momente. No matter how hard you work in this world, how much money you get, how much power you get, you are still vulnerable to the opinions of others, to the arrival of diseases and so on. Ganz egal, wie hart man in dieser Welt arbeitet, wie viel Geld man verdient oder wie mächtig man wird wird immer sehr zerbrechlich und verletzlich gegenüber den Meinungen anderer bleiben oder vielleicht auch, dass Krankheiten auftauchen werden. The relative is relative. Das Relative ist relativ. That is to say, it's relational. It arises in dependent origination. Das soll heißen, es steht in Beziehung, in Bezug, es entsteht in gegenseitiger Abhängigkeit. If you're in a relationship with someone else, you know that their moods have a strong influence on you. Wenn du dich in einer Beziehung befindest, dann weißt du ganz genau, dass die Stimmung der anderen Person einen sehr großen Einfluss auf dich selbst hat. On the basis of how you are, I become.
auf der Grundlage, wie du bist, werde ich. It's very difficult to be relaxed and happy if your partner is depressed and anxious. Es ist sehr schwierig, entspannt und glücklich zu sein, wenn dein Partner ängstlich und depressiv ist. They get to you. Sie kommen an dich heran. Their mood flows into you. Ihre Stimmung fließt in dich hinein. Not just something out there. Oh, I can see that you are unhappy. Es ist nicht einfach nur etwas da draußen. Ich sehe gerade, dass du nicht glücklich bist. Because the fact that you're unhappy is influencing me, flowing into me. Denn die Tatsache, dass du unglücklich bist, beeinflusst mich, wie es mir geht. So that's why this first verse is so important for us. Deswegen ist dieser erste Vers so bedeutsam für uns. On the level of formation of the organizing of the potential of the ground into patterns. Auf dieser Ebene der Gestaltung, dass der Urgrund in Muster organisiert wird. We have to see these patterns are all vulnerable. They are all likely to change quite rapidly. Da müssen wir erkennen, dass all diese Muster sehr verletzlich sind. Sie werden sich sehr schnell verändern. But we also have the cause of happiness. Wir haben aber auch die Ursache des Glücks, which is awareness. die Gewahrsein ist. Awareness is inseparable from emptiness. Gewahrsein ist untrennbar von Leerheit. It's not a thing. Es ist kein Ding. In the world of things, we know that some things, some entities, some objects in the world make us more happy than other things. In der Welt der Dinge wissen wir, dass manche Dinge, also manche Entitäten, uns glücklicher machen als andere. And we have all lived the truth of what the Buddha says. Und wir alle haben die Wahrheit von dem, was Buddha sagt, gelebt und erlebt. That there are two main modes of suffering, getting what you don't want and not getting what you do want. Dass es da zweierlei Arten des Leidens gibt. Das zu bekommen, was man nicht möchte und nicht das zu bekommen, was man möchte. The world of formation, of manifestation is unstable. Die Welt der Gestaltung, der Manifestationen ist veränderlich, ist instabil. And in fact, the cause of our difficulty is that we try to stabilize the unstabilizable. Und die Ursache dieser Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir versuchen, dieses Instabile zu stabilisieren. So that's why we have to attend to the cause of happiness. Deswegen müssen wir an dieser Ursache des Glücks teilhaben, beiwohnen. Which is the ground or source of how we are. Und das ist der Urgrund, die Quelle von dem, wie wir sind. So we'll look at that in more detail later. Wir schauen uns das in noch genauer ein bisschen später an. So now we have a break for 20 minutes and then we meet together and go through the rest of these 4 immeasurables and then take this further into the view of Dzogchen. Wir haben jetzt eine Pause von 20 Minuten und danach werden wir uns die weiteren Verse der vier Unermesslichen anschauen. Genau. Good. So have a good break. Habt eine schöne Pause. Okay, let's continue. Wir setzen fort. So when we adopt this view of the first line of the 4 immeasurables, Wenn wir die Sichtweise der ersten Zeile der 4 Unvergleichlichen annehmen, we're engaging in the process of de-rolling from the roles of samsara. dann begeben wir uns in einen Prozess, uns aus den Rollen von Samsara herauszurollen, entrollen. Samsara arises on the basis of the polarities.
Samsara entsteht auf der Basis von Polarisation. Good, bad, right, wrong, Gut, schlecht, richtig, falsch. friend, enemy, Freund, Feind. special, ordinary. Besonders, gewöhnlich. These polarities create a fundamental difference, or they provide the basis and support for our perceiving phenomena as inherently different. Diese Polaritäten erlauben diese Basis unserer Wahrnehmung, dass Phänomene intrinsisch unterschiedlich wären. So if you fall in love with someone, you might say, you're so special. Wenn man sich in jemanden verliebt, sagt man vielleicht, du bist so besonders. What we mean is, you're so special to me. Was wir sagen wollen ist, du bist so besonders für mich. I know your brother hates you. Ich weiß, dass dein Bruder dich hasst. I know that your brother knows you better than me. Ich weiß, dass dein Bruder dich besser kennt als ich dich. But I think you're special. Aber ich denke, du bist besonders. This is relational. Das ist in Beziehung stehend. But when we separate out the fact that this is my opinion, Aber wenn wir davon das heraustrennen, dass dies lediglich unsere Meinung ist, an opinion arising on the basis of the particularities of my personality, my impulses, and so on, eine Meinung, die daraus entsteht durch meine eigene Besonderhaftigkeit, meine eigenen Gedanken und so weiter, then I speak the truth. dann sage ich die Wahrheit. You are special. Du bist besonders. In that way, I lie to you. Auf diese Art und Weise lüge ich dich an. You're not objectively special at all. Du bist objektiv gesehen nicht besonders, überhaupt nicht besonders. You are relationally special. In Relation stehend bist du besonders. But when I turn your qualities into something self-existing, better than anyone else's, aber wenn ich deine Qualität des Selbst in etwas verwandle, das besser wäre als von jemand anderen, I confirm the integrity of your identity, that you are a true individual, dann bestätige ich die Integrität deiner Identität, dass du wahrhaftig ein Individuum bist. and that I perceive these qualities. Und dass ich diese Qualitäten und Eigenschaften wahrnehme. I believe that I see the real truth about you. Ich glaube, dass ich die wahrhaftige Wahrheit über dich sehe, erkenne. Of course, we have all heard that love is blind. Natürlich haben wir alle schon davon gehört, dass Liebe blind macht. But it feels, no. Love sees very clearly. Aber es fühlt sich an wie nein. Liebe sieht sehr klar. So in that way, I go into a particular karmic formation. Auf diese Art und Weise gehe ich in eine bestimmte karmische Formation hinein. But when we say, may all sentient beings be happy, Wenn wir aber sagen, mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein, may the special and the ordinary be happy. Sorry, could you repeat it again? May the special and the ordinary be happy. Mögen die Besonderen und die Gewöhnlichen glücklich sein. May the good and the bad be happy. Mögen die Guten und die Schlechten glücklich sein. Then we are expansive. Dann sind wir ausweitend. So it's very nice when you have a moment, especially if you can do it outside, you just say, may all sentient beings be happy. And really open your chest and open your arms in the most inclusive and expansive way. And then you really feel what that does to your shoulders and your heart.
Es ist sehr schön, das zu tun, vor allem wenn man vielleicht draußen steht und sagt, mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein. Und wenn man das sagt, dann öffnet man seine Brust und seine Arme und man fühlt dieses Gefühl, wie sich die Schultern aufrichten und sich das Herz öffnet. Because when we are open in this way, we are not defending ourselves. Denn wenn wir auf diese Art und Weise offen sind, dann verteidigen wir uns selbst nicht. There is space for everyone. Es gibt Raum für jeden. Romantic love is exclusive. Romantische Liebe ist ausschließend. But this love is inclusive. Aber diese Art von Liebe ist einschließend. In the main orientation of Dharma is inclusivity. Und die Hauptausrichtung des Dharma besteht darin, inklusiv zu sein, einschließend, mit hereinnehmend. And we find this in every aspect, in Tantra, Mahamudra, and so on. Wir können das in jedem Aspekt finden, in Tantra, in Mahamudra und so weiter. Because non-duality is always inclusive. Denn Nicht-Dualität ist immer einschließend, inklusiv. Duality, setting this against that, self against other, this is exclusive. Dualität, das eine in Gegenüberstellung zum anderen zu stellen, das Selbst zu anderen, das ist ausschließend. So in the second line is saying, may all sentient beings be free from suffering and the root of suffering. In der zweiten Zeile heißt es, mögen alle fühlenden Lebewesen frei von Leid und den Ursachen von Leid sein. There are, of course, many, many kinds of suffering. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Arten von Leiden. There's the suffering from events. You might be in a car crash and lose the capacity to walk. Da gibt es das Leiden, das durch bestimmte Ereignisse passiert. Vielleicht ist man in einem Autounfall und verliert die Fähigkeit zu gehen. Due to this virus, many people have died. Aufgrund des Virus sind sehr viele Menschen gestorben. But certainly in Britain, the economy is not doing well. Und in England ist es ganz bestimmt so, dass es der Wirtschaft nicht sehr gut geht. And many people are starting to lose their jobs. Und sehr viele Menschen beginnen damit, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. There are people living in islands in the Pacific where the level of the sea as it rises endangers their very residence in their home. Es gibt Menschen, die leben auf Inseln im Pazifik, wo dadurch, dass die Seehöhe immer mehr ansteigt, dass ihr Zuhause gefährdet wird. Well, it's very important to, if you listen to the news or if you just keep your eyes and ears open, to see the suffering in the world. Es ist sehr wichtig, dass man seine Augen und seine Ohren offen behält und wenn man beispielsweise in den Nachrichten hört, wie viele Menschen tatsächlich leiden. And to see how much conflict there is in the world. Und man sieht auch, wie viel an Konflikt es in der Welt gibt. You look in the garden and you see the blackbird pecking away in the ground. Man schaut in den Garten und sieht, wie die Amsel am Boden herumpickt. Now it's pulling out a worm. Jetzt zieht die Amsel einen Wurm heraus. Happiness for the blackbird, suffering for the worm. Glück für die Amsel, aber Leid für den Wurm. This polarity of experience in what you could take is the same situation occurs again and again. Diese Polarität von was wirkt wie die gleiche Situation geschieht immer und immer wieder. Life is difficult. Das Leben ist schwierig. We know that the bird population, certainly in Europe, is changing a lot. Many, many birds are dying out, certainly from Britain. Wir wissen, dass der Vogelbestand in Europa immer kleiner wird, dass vor allem auch in Großbritannien sehr viele Vögelarten aussterben. As the sea warms up, the production of krill, these tiny creatures you get in the North Atlantic, in the Arctic,
goes down. So this affects whales, this affects many kinds of fish, and it affects the birds that eat the fish. Wir wissen auch zum Beispiel, dass ich glaube, es ist Plankton, das im Nordatlantik immer weniger wird oder sich verändert, und das wiederum hat einen Einfluss auf Wale und Fische und auch Vögel, die diese Fische essen. So it's not just that we are affected by climate change, but so many creatures, insects, reptiles, are all finding shifts in their environment. Es ist nicht so, dass nur wir Menschen vom Klimawandel betroffen sind. Auch alle Arten von Reptilien oder anderen Tieren gehen diese Veränderung mit durch. When we take up this Mahayana reflection that all beings have been our mother in a previous life, Wenn wir diese Mahayana-Sichtweise aufnehmen, dass alle fühlenden Lebewesen unsere Mütter waren in früheren Leben. and you see the huge fires that were burning in Australia. Und wenn wir uns daran erinnern, an diese großen Buschfeuer, die in Australien gebrannt haben, So many insects and reptiles and animals were killed. so viele Insekten und Reptilien und Tiere wurden dadurch getötet. Same with the fires in Siberia and in North America and in Brazil in the forests. Ganz genauso mit den Feuer in Sibirien oder Nordamerika und Brasilien. It's not just that the impact on humans. When we see all these other forms of life, each of which is not essentially different from us, we see how much suffering is arising. Und da sehen wir, dass all das nicht nur einen Einfluss auf Menschen hat, sondern auf alle Arten von Lebensformen, die eigentlich essentiell gesehen gar nicht sehr stark unterschiedlich von uns sind. As the coral reefs start to die through the warming of the water, the fish which live around them don't have a shifted environment, and then they start to die off also. Genauso wie als die Korallenriffe immer mehr sterben, verändert das auch die Lebensgrundlage für all die Fische, die rundherum leben, und sie sterben ganz genauso. Suffering arises when we are born in a specific form and we take this to be the totality of our experience. Leiden entsteht, wenn wir in einer bestimmten Form geboren werden und das dann als die Totalität unserer Erfahrung nehmen. If we feel pain, this is happening to me. I am suffering. Wenn wir Schmerz verspüren, dann ist es so, dass das uns passiert. Ich verspüre gerade Schmerz. Pain is arising. Schmerz taucht auf. That is to say, a sensation is arising, Das soll heißen, eine Empfindung taucht auf, which I identify as painful. die ich als schmerzhaft einkategorisiere. Now, we know with humans, they have different pain thresholds. Wir wissen ganz genau, wir Menschen haben unterschiedliche Schmerzensgrenzen. Some people don't want any injection if they go to the dentist. Other people want 4 or 5 to make sure they feel nothing. Manche möchten überhaupt keine Betäubungsspritze, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Andere möchten am liebsten 4 oder 5, damit wirklich alles betäubt ist. So again, we see pain is relational. Auch hier sehen wir wieder, Schmerz ist relativ, steht in Beziehung. It depends on how we relate to it, how we interpret it. Es hängt davon ab, wie wir uns darauf beziehen, wie wir diesen Schmerz interpretieren. If you go out climbing in the mountains, Wenn man rausgeht und in den Bergen herumklettert and it's starting to rain and you get cold, und plötzlich beginnt es zu regnen und es wird dir kalt, some people will think, oh, this is the real life. This is the real adventure. dann werden manche denken, das ist so wirklich das richtige Leben. Hier beginnt erst das Abenteuer. A proper challenge. Das ist jetzt mal eine richtige Herausforderung. And other people are thinking, why am I here? Und andere wiederum denken sich, was mache ich hier überhaupt? Because we can open to situations or close to them. Denn wir können uns Situationen öffnen oder uns ihnen verschließen.
So again and again, we have to see, don't take words like happiness or suffering or misery as pointing to something precise objectively there. Und so sehen wir immer und immer wieder, dass wenn wir Wörter haben wie Glück oder glücklich sein oder Leiden oder Elend, dann deuten sie nicht auf etwas ganz Präzises hin. These are relational. Sie sind relational, sie stehen in Zusammenhang. Suffering arises when we experience that the stasis, the stability of our sense of who we are is being altered by the impact of events which could arise from within the body or outside the body. Leiden entsteht dadurch, wenn wir bemerken, dass diese Stabilität von dem, was wir halten, wer wir sind, wenn diese Stabilität plötzlich verändert wird durch Ereignisse, die auftreten. What is arising? Was taucht auf? Different kinds of sensation. Es tauchen unterschiedliche Arten von Empfindungen auf. Who is it arising for? Für wen tauchen diese Empfindungen auf? Me. Für mich. So this centralized organizational nexus that I call me, what is its true status? Dieser Nexus, den ich so für das wahrhaftige Ich halte, was ist sein tatsächlicher Zustand? When we start to do some meditation and we sit and we observe the nature of the subject, I, me, myself, we find that it has no fixed content. Wenn wir uns in die Meditation begeben und meditieren und die Natur des Subjektes, also ich, mein, mich untersuchen, beginnen wir zu sehen, dass es keinen fixen Inhalt hat. I am happy. Ich bin glücklich. Now, excuse me, I start to experience a toothache. Jetzt spüre ich plötzlich Zahnschmerzen. I am in pain. Jetzt habe ich Leiden, Schmerz. The happiness seems to vanish. Dieses Glück, das ich verspürt habe, scheint sich plötzlich aufzulösen. Now I'm filled with this sense of pain. Jetzt werde ich aufgefüllt von dieser Empfindung des Schmerzes. Oh, so I am like a vessel, like a pot or a container. One moment is full of happiness, next moment is full of pain. Oh, ich scheine also wie so eine Art Gefäß zu sein, das aufgefüllt werden kann. In einem Moment ist dieses Gefäß noch aufgefüllt voll von Freude und Glück und im anderen Moment ist es aufgefüllt mit Leiden und Schmerz. Someone says, hey, we're going out for a walk in the hills. Come, you enjoy it. Jemand sagt vielleicht, komm doch mit uns mit, wir gehen in den Bergen spazieren, das wird dir sicher gefallen. I'm in pain, go away, leave me alone. Und sagt, ich habe gerade totale Schmerzen, lasst mich einfach in Ruhe, geht's alleine. When I'm full of the pain, there is no space for happiness. Wenn ich voll von Schmerz bin, dann ist da kein Raum für Glück. This is real. Das ist real. And then, after some time, maybe put some clove oil, or you take some medication, or you go to the dentist, and it's not hurting. Und dann nach einer Weile, vielleicht schmiert man sich so mit Nelkenöl ein oder man nimmt Medikamente oder geht dann zum Zahnarzt und es ist vorbei. And now I am available for a different range of experiences. Und jetzt bin ich wieder verfügbar für eine unterschiedliche Bandbreite an Erfahrungen. So often our focus of attention is on, as it were, the object side, on what is happening to me, for me, but as something. Sehr oft liegt unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus auf das Objekt, das da draußen ist, also dieses Objekt oder das Ding, was mir passiert, für mich.
But who is the one who experiences this? Aber wer ist derjenige, der all das erfährt? If this pot is able to fill with happiness and then fill with suffering, Wenn dieser Topf zum einen mit Glück gefüllt werden kann und dann aber wieder mit Leid gefüllt werden kann, then basically it's an empty pot. dann ist es tatsächlich ein leerer Topf. It doesn't have a content of its own. Dieser Topf hat keinen eigenen Inhalt. But when it fills with something, it claims that content as I, me, myself. Aber wenn es dann mit irgendeinem Inhalt aufgefüllt ist, dann beansprucht dieser Topf diesen Inhalt für ich, mein, mich. So then we start to see, oh, what we call my ego self is a modality of identification. Und dann sehen wir, dass das, was wir als Ego selbst sehen oder benennen, das ist eine Art Modalität der Identifizierung, der Identität. By identifying with the object side, the subject side is filled. Indem man sich mit der Seite des Objekts identifiziert, wird die Seite des Subjekts aufgefüllt. This points to the non-duality, the lack of true separation between what we take to be self and what we take to be other. Und das deutet auf die Nicht-Dualität hin, nämlich diese Abwesenheit einer tatsächlichen Trennung von das, was wir selbst nennen und das, was wir anderes nennen. I am empty of self-content. Ich bin leer von diesen Art Selbstinhalt. I fill and empty all day long. Ich fülle dieses Leersein den ganzen Tag. I feel thirsty. Ich fühle mich durstig. Now I fill with the sensation of having a drink. Und jetzt fülle ich mich mit dieser Empfindung, zu trinken. As the drink is going into my mouth, the thirst is vanishing away. Und sobald ich das Trinken zu meinem Mund führe, verschwindet dieses Gefühl, diese Empfindung des Durstigseins nach und nach. Without any sense of error or hypocrisy, I say truly from my heart, I'm so thirsty. Ohne ein Gefühl der Fehlerhaftigkeit oder der Scheinheiligkeit zu verspüren, sage ich bin durstig. Now, one glass of water and I'm transformed. Ein Glas Wasser und schon bin ich transformiert. I am returned to myself in another mode. Ich bin zu mir selbst zurückgekommen in einem anderen Modus. This is amazing. Das ist ja Wahnsinn. One glass of water transforms how I feel in my body, my muscular tension, my mood, my availability to look at the things around me. Allein ein Glas Wasser kann schon verändern, wie ich mich selbst fühle, wie meine Muskeln verkrampft sind, wie ich verfügbar bin für alles, was um mich herum passiert. The reason for reflecting in this way is to see that when I'm full of pain, this is relational. It is not a definition of the truth of my being. Wohin das alles hinläuft, ist zu erkennen, dass wenn ich mit Schmerz erfüllt bin, dann steht das immer in Beziehung. Es ist relational und nicht definitiv, wie ich selbst bin. By reflecting in this way, we are gradually softening this mental, this ideational barrier between what we take to be self and what we take to be the rest. Wenn wir auf diese Art und Weise reflektieren, dann geschieht eine Art Weichwerden von diesen mentalen Barrieren, die wir erschaffen, von dem, was wir als Selbst und als andere aufbauen oder sehen. When we suffer, we tend to be self-preoccupied. Wenn wir leiden, dann sind wir sehr mit uns selbst beschäftigt.
This can be linked with self-pity, with depression and so on. Das kann dann mit Selbstmitleid oder Depression verbunden sein. May all beings be free of suffering. Mögen alle fühlenden Lebewesen frei von Leid sein. It means may they live in harmony, may they have balance, the balance of the 5 elements in the body and with the environment. Das soll heißen, mögen sie in Harmonie leben, in Balance mit den 5 Elementen. If I observe the passage of the moon in 1 month, Wenn ich mir die Mondwandlung in einem Monat anschaue, she seems to grow and to shrink. der Mond scheint sich zu vergrößern und wieder kleiner zu werden. The seasons of the years go round. Die Jahreszeiten vergehen und kommen. Life fades away, late autumn and winter. Das Leben nimmt seinen Lauf, so wie Herbst zu Winter wird. I also am going towards winter. Auch ich begebe mich langsam in den Winter meines Lebens. This body starts to fade. Dieser Körper beginnt immer mehr zu verschwinden. This is not the cause of suffering. It's just the seasons of life. Das ist kein Grund für Leid, das ist einfach die Jahreszeiten des Lebens. It comes as it comes. Es kommt so, wie es kommt. When I was young, I had a lot of energy. Now I have less energy. Als ich jung war, hatte ich ganz viel Energie. Jetzt habe ich weniger Energie. I could, and sometimes I do, feel a bit persecuted by not being as active as I was. Ich könnte und manchmal fühle ich mich tatsächlich ein bisschen verfolgt oder verurteilt, dass ich mich nicht mehr so fühle und nicht mehr so viel Energie habe, wie ich damals hatte. I used to be able to do that. Life was easier then. Früher war ich fähig, das zu tun. Früher war das Leben einfacher. But whose life was easier then? Aber wessen Leben war früher einfacher? The pot was filled with that life. Now it's filled with this life. Der Topf war damals von diesem Leben gefüllt, jetzt ist er mit diesem Leben gefüllt. I can go to the doctor, I can go to the supermarket, but nobody can fill my pot with the energy of being 21. Ich kann zum Supermarkt gehen oder zum Arzt gehen, aber niemand ist dazu imstande, meinen Topf jetzt mit diesem Gefühl aufzufüllen, wie es war, 21 zu sein. I am experiencing my seasonal pot filler. Ich erfahre gerade meinen jahreszeitenbedingten Topfauffüller. It is this. Es ist das. If I'm with this, Und then I'm living. Und wenn ich damit bin, dann lebe ich es auch. If I relativize it, if I think about it in terms of how I used to be and feel a sad loss, or I think about the future, oh my God, it will get worse, and I have some fearful trepidation. Wenn ich das hier aber relativiere und darüber nachdenke, ja, aber früher war es so und dann verspürt man eine Art von Verlust oder man macht sich Sorgen über die Zukunft, vielleicht wird es immer schlimmer und man ist dann in so einem ängstlichen Zittern. Then I am increasing my suffering. Dann werde ich mein Leiden vergrößern. So this brings us to, well, what is the cause of suffering? Und das führt uns dazu hin, was ist die Ursache des Leidens? Believing that the impermanent is permanent is a big cause of suffering. Zu glauben, dass das Vergängliche beständig ist eine sehr große Ursache für Leid. Believing that we have a true personal existence rather than that we are co-emergent with circumstances, this also is a big cause of suffering. Zu glauben, dass man eine persönliche Existenz hätte, anstatt zu sehen, dass man mit den Umständen gleichzeitig in Erscheinung, in Bewegung tritt, ist auch eine große Ursache für Leid. The cause of suffering is misperception.
Die Ursache für Leid ist ein Missverstehen, eine falsche Wahrnehmung. That is to say, I develop an idea of how I would like to be, Das soll heißen, ich entwickle eine Idee, eine Vorstellung davon, wie ich gerne wäre. and then I impose it on other people. Und dann stülpe ich es so über andere Menschen drüber And on myself. und auch über mich selbst. I want you to be like this. I want me to be like this. Ich möchte, dass du genau so bist und ich möchte, dass ich genau so bin. This is mental activity. Das ist mentale Aktivität. How am I? Wie bin ich? Oh, it's like this. Es ist so. Nothing more to think about. Da gibt es nicht noch viel mehr drüber nachzudenken. Like the Buddha said, 4 main forms of suffering for the human being: birth, old age, sickness, death. Genauso wie der Buddha sagte, die 4 grundlegenden Leiden für Menschen sind die Geburt, das Älterwerden, Leid und der Tod, Alter, und der Tod. So that's life. Das ist das Leben. Nothing to do. Da gibt es nichts zu tun. Be with how it is. Sei damit, wie es ist. And you are present in the moment of the emergence of your experience. Und dann bist du ganz präsent im Moment des Aufscheinens, Erscheinens deiner Erfahrung. Then it is just like this. Und dann ist es einfach so. What is it? Was ist es? We can't say. Können wir nicht sagen. Sensation in its immediacy, feeling in its immediacy, thought in its immediacy is ungraspable. Empfindung in seiner Unmittelbarkeit, Gefühl in seiner Unmittelbarkeit, Gedanke in seiner Unmittelbarkeit ist ungreifbar, unergreifbar. But when you conceptualize sensation, you say, this is pain, this is a terrible pain, it's been there for 2 weeks, it's like this. Aber sobald man Empfindungen konzeptualisiert und sagt, das ist Schmerz, das ist sogar schlimmer Schmerz, ich habe diesen Schmerz jetzt schon seit 2 Wochen. You are relating to a construct of the pain, but the pain itself is not the same as the construct. Dann bezieht man sich auf so ein Konstrukt des Schmerzes, aber der Schmerz selbst ist nicht das gleiche wie dieses Konstruieren, dieses Konstrukt des Schmerzes. When we read the life of Shakyamuni Buddha, clearly he had some physical difficulties from time to time. Wenn wir vom Leben des Shakyamuni Buddha lesen, dann wird ganz offenbar, dass er immer wieder körperliche Leiden hatte. Certainly among Tibetan Lamas, they often have sicknesses, they have cancers, all kinds of things. They experience pain. Auch bei tibetischen Lamas, das ist ganz sicher so, dass sie immer wieder körperliche Gebrechen haben, Schmerzen oder Krebs oder ja, so etwas in der Art. But they do, as far as I can tell, and from my knowledge of different Lamas, they don't increase the difficulty by developing a big narrative about what is happening. Aber soweit ich weiß, sobald ich das Wissen und die Erfahrung dazu habe, ist es so, dass diese Lamas aber nicht noch diese Schwierigkeiten vergrößern, indem sie einen großen Narrativ dazu erstellen, was gerade passiert über ihren Schmerz. The Buddha's basic teaching is impermanent. Die grundlegende Lehre des Buddha ist Vergänglichkeit. All created things will vanish. Alle kreierten Dinge werden vergehen. This pattern of sensation arises and fades, arises and fades. Diese Muster an Empfindungen tauchen auf und vergehen, tauchen auf und vergehen. But the narrative you develop about it gives you something to hold on to, as if there was an enduring truth to it.
Aber diesen Narrativ, den man dazu entwickelt, gaukelt einem vor, als gäbe da erst etwas, was man tatsächlich greifen könnte. So, the cause of suffering, the basic cause, is not to be aware of your own unborn open ground. Und ich habe vergessen zu sagen, als würde es da irgendeine eine Wahrheit daran geben. Und die Ursache des Leidens besteht daran, dass man sich nicht gewahr ist des eigenen offenen Urgrundes. The ground is the actual, it's what is. Und dieser ungeborene Urgrund ist das Tatsächliche, das, was ist. It's simple, it just is. Es ist einfach, es ist einfach. But when we don't allow ourselves access to this openness, because we are caught up in interpreting the world, making commentary on our experience, we create a film, a veil of narrative elaboration, which hides us from ourselves. Aber wenn wir uns selbst diesen Zugang zu dieser großen, ungeborenen Offenheit verwehren, indem wir die Welt da draußen interpretieren und ein Narrativ aufbauen und diese Art Film, der dadurch entsteht, versteckt uns selbst vor uns selbst. So, with regard to, with regard to meditation, the general guideline is don't talk to other people about your meditation experiences. Der grundlegende Ratschlag in der Meditation lautet, spreche nicht mit anderen über deine Erfahrungen während der Meditation. Don't turn it into a story. Verwandle es nicht in eine Geschichte. When you talk about something or think about something, you create the separation of subject and object. Wenn man über etwas spricht oder über etwas denkt, dann kreiert man eine Trennung zwischen Objekt und Subjekt. So, when you have meditation, sometimes it goes easily, sometimes it's very sticky and sinking, sometimes it's happy and light. Wenn man also sich in die Meditation begibt und manchmal ist diese Meditation sehr leicht, manchmal ist sie aber sehr klebrig und dicht oder manchmal ist es eine glückliche Erfahrung. However it is, that's how it is. Wie auch immer sie ist, so ist sie. In the view of Dzogchen, the great completion or the intrinsic whole, everything just is as it is. Im Dzogchen, der großen Vollkommenheit, heißt es, alles ist so, wie es ist. And then we simply open to how it is. Und dann öffnen wir uns einfach zu dem, wie es ist. This is not being persecuted by events. Das heißt nicht, dass man von bestimmten Ereignissen verfolgt oder niedergestreckt wird. The event isn't coming and landing on you. Es ist nicht so, dass dieses Ereignis plötzlich kommt und auf einen selbst drauf landet. Awareness is not a self. It doesn't have a position and a shape which is then battered by events. Gewahrsein ist kein Selbst. Es hat keine Form oder Position, das dann angeschlagen wird von diesem Ereignis, das stattfindet. It's the luminous presence which is here now for all of us in this moment, and life is passing through it. Es ist mehr eine leuchtende Präsenz, die hier ist für uns alle hier, für alles, was passiert. Und das Leben zieht durch diese Präsenz durch. Before we were using the image of a pot that fills and empties. Davor haben wir das Bild des Topfes verwendet, der aufgefüllt wird und wieder entleert wird. Awareness is not like a pot, it's like the sky. Gewahrsein ist nicht wie ein Topf, Gewahrsein ist wie der Himmel. A pot has an enduring shape, even if the content is shifting. Der Topf hat eine dauerhafte Form, selbst wenn der Inhalt sich ändert. But awareness, rigpa,
the fresh, illuminating power of our empty mind has no shape or color. Aber Gewahrsein, Rigpa, diese leuchtende Eigenschaft oder Potenzial des leeren Geistes hat keine Form, keine Farbe. All kinds of experiences come and go. Alle Arten von unterschiedlichen Erfahrungen kommen und gehen. What should we do with them? Und was sollen wir mit ihnen tun? Nothing. Nichts. Now, what the texts say about our life is sometimes very challenging. Was der Text über unser Leben sagt, ist manchmal sehr herausfordernd. If you're sick, be sick. Wenn du krank bist, sei krank. Don't go running off and seeking for some kind of intervention. Mach dich nicht auf den Weg und lauf herum, um versuchen, das irgendwie zu intervenieren. Because for meditators, the most important thing is to taste everything, including sickness. Denn für Meditierende ist das Wichtigste, alles zu schmecken, und da ist Krankheit auch inkludiert. Sometimes when I was sick in Nepal, and I had various fevers and I was shaking, I was living in a small retreat place. There were two monks who would come and look in on me. I had a tiny room. Als ich in Nepal lebte, da war ich zwischendurch immer wieder mal krank und hatte Fieber und hatte auch Schüttelfrost und ich war eben in so einem kleinen Retreatplatz, in einem kleinen Raum, und manchmal kamen zwei Mönche und haben nach mir gesehen. And I was, my whole body was shaking, so they went and they brought in an old tent and put it on top of me. Und mein Körper hat sich derartig geschüttelt, dass sie wieder gegangen sind und ein Zelt gebracht haben und es auf mich gestellt haben. And they said, "Oh yes, you're sick," Und sie sagten, ja, du bist krank. which was not very comforting. Was nicht sehr, sehr beruhigend war. But they just looked at me and said again, "Yeah, you're sick." Und sie schauten wieder zu mir hin und sagten, ja, du bist krank. And gradually, in my stupidity, I managed to see, oh, I am sick. Und nach in meiner Dummheit brachte ich es zusammenzusehen, ja, ich bin krank. This is being sick. So fühlt es sich an, krank zu sein. Sweating, vomiting, having diarrhea, this is being sick. Schwitzen, sich übergeben, Durchfall haben, das ist krank sein. We could say, oh, but health is good and right, and sickness, this is wrong and bad and shouldn't happen. Aber wir könnten auch sagen, oh, Gesundheit, das ist richtig und wichtig, und krank zu sein ist falsch und sollte nicht passieren. But when you experience, oh, this is sick, the text say, if you're dying, just die. Aber wenn man das erfährt und zu sich einfach sagt, aha, das ist krank sein, dann sagt der Text dann, und wenn du stirbst, dann stirbst du. But be present when you die. Aber sei präsent, wenn du stirbst. This is a big question for life in the West. Das ist eine sehr große Frage im Leben, im westlichen Leben. If you are a criminal, you get put in prison. Wenn du kriminell bist, dann wirst du ins Gefängnis gesteckt. If you get old and sick, you might be put in the intensive care ward. Wenn du alt und krank bist, dann wirst du in die Intensivstation gebracht. People you don't know will be injecting you with all kinds of chemicals. Menschen, die du gar nicht kennst, werden dir jede Menge Chemikalien injizieren. Putting all kinds of tubes into you. Und allerlei Schläuche in dich hineinstecken. This makes your experience quite complicated, if not artificial. Das macht deine Erfahrung sehr schwierig, wenn nicht sogar auch künstlich. They're not cruel people or bad people. Sie sind keine grausamen oder gemeinen Leute. But they believe something must be done.
Aber sie glauben, es muss etwas getan werden. But if you die when you're full of tubes, this is not so great. Aber wenn du stirbst, während du voll von Schläuchen bist, das ist nicht so toll. Being with pain, being with sadness, being with loneliness is also part of life. Mit Schmerz zu sein, mit Einsamkeit zu sein, mit Traurigkeit zu sein, ist Teil des Lebens. If you always bring in some management technique, some way of altering your situation, Wenn man dabei immer eine Art, Management-Technik mit hereinbringt und immer versucht, diese Erfahrung zu verändern, this can bring some helpful relief. also so eine Art Bewältigungsstrategie hineinbringt, das bringt einen dann vielleicht eine Art Erleichterung. We probably all know that having some painkiller is very nice when you're suffering a lot. Wir alle kennen das, wenn man Schmerztabletten nimmt, dann ist das angenehm, wenn man gerade sehr große Schmerzen hat. It is helping me. Es hilft mir. Well, your friends say, do you feel better? Und deine Freunde fragen dann, geht's dir besser? Yes, yes. Ja, ja. So they say, oh, that's good. Und dann sagen sie, oh, das ist gut. You're back to your old self. Und du bist zurück wieder in deinem ursprünglichen Selbst. This is not our highest ambition in Dharma. Das ist aber nicht unser größtes Anstreben im Dharma. I'm not suggesting you have to be some stoic hero. Ich schlage hier jetzt auch nicht vor, dass man irgendein stoischer Held sein soll. It's not about struggling to bear something intolerable. Es geht nicht darum, dass man sich abmüht, irgendetwas auszuhalten. But to rest in awareness which is present with how it is. Sondern vielmehr in Gewahrsein zu ruhen, das präsent ist mit dem, wie es ist. The ego self is the manager. Das Ego selbst ist der Manager. The one that moves internal and external factors around in order to maintain a sense of continuity of who I think I am. Derjenige, der äußerliche und innerliche Faktoren immer wieder verschiebt und versucht, in eine Art Konstrukt zu bringen, sodass man irgendein Gefühl hat von, ah ja, das bin ich, so bin ich. The busy subject manipulates the field of objects in order to allow the self-formation to be the way I want it to be. Das beschäftigte Subjekt manipuliert dieses Feld von Objekten und bringt sie in neue Ordnung, damit man ein Gefühl hat von, ah ja, diese Art von Selbst ist das, wie ich sein will, wie ich mich fühlen will. This is very busy. Das ist sehr beschäftigt. There is no end to this work. Und es gibt kein Ende für diese Arbeit. So this is the sad paradox of samsara. Und das ist dieses traurige Paradox in Samsara. The more you do to improve your situation, je mehr du tust, deine Situation zu verbessern, because you are acting inside the paradigm or the interpretive structure of duality, of a fundamental separation of self and other, weil du dich in dieser interpretativen Struktur befindest, in diesem Dualismus, wo du selbst und andere auseinanderhältst, every effort you make to improve your situation strengthens the basic disorder of the misperception of how it is. Dann ist es so, dass jede Anstrengung, die du ausübst, um irgendwie eine Verbesserung zu schaffen, in Wahrheit stärkt sie dieses grundlegende Missverständnis, das man hat von dem, wie die Dinge wirklich sind. But again, we follow the middle way.
Aber auch hier, wir folgen dem mittleren Pfad. We're not seeking mastery over all circumstances. Wir versuchen nicht, Herrschaft über alle Umstände zu werden oder Herr über alle Gegebenheiten zu werden. But neither do we want to be a helpless victim of events. Wir wollen aber auch kein hilfloses Opfer von Ereignissen sein. We're working with circumstances. Wir arbeiten mit Umständen. So, we are going to die. So, wir werden also sterben. Having been born, death is inevitable. Allein dadurch, dass man geboren wurde, ist der Tod unausweichlich. We don't know when, we don't know how, Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie. but given that death is an aspect of our embodiment, Aber der Fakt, der gegeben ist, dass Tod Teil unserer Verkörperung ist. there's a time to seek interventions and medication and so on. Gibt es Zeiten, wo es darum geht, zu intervenieren und Medikamente zu nehmen? And a time to die. Und es gibt eine Zeit zu sterben. And dying with minimal intervention is good. Und zu sterben mit so wenig Intervenieren wie möglich ist am besten. Because when you die, the elements of the body gradually dissolve one into the other. It's an experience of fading. It's like sunset. The light is going out, and gradually the outline of the trees gets more and more vague until everything is dark. Denn beim Sterben ist es so, dass sich die Elemente des Körpers immer mehr auflösen, ineinander verschmelzen und dann letztendlich auflösen. Es geht also um eine Art von Auflösen und Vergehen, genauso wie der Sonnenuntergang. Nach und nach wird die Linie, die Umrisse der Bäume werden immer unkenntlicher, es wird langsam immer dunkler, bis es dann ganz dunkel ist. So if you're out in the evening in a forest, you might want to have a torch. Und wenn man zum Beispiel am Abend in der Nacht draußen im Wald unterwegs ist, dann hat man gerne eine Taschenlampe mit sich. Because when the forest is really dark, you won't find your way. Denn wenn der Wald wirklich sehr dunkel ist, dann wirst du sonst nicht deinen Weg finden. So when you're dying, what is the torch? Wenn du stirbst, was ist also die Taschenlampe? You have the torch of consciousness, Du hast die Taschenlampe des Bewusstseins, the conceptual lamp of interpretation, die konzeptuelle Lampe von Interpretation. and we also have the unchanging lamp of awareness. Und wir haben das unveränderliche Licht von Gewahrsein. If someone is dying, it's not very helpful to ask them, how are you feeling? Wenn jemand stirbt, dann ist es nicht sehr hilfreich, ihn zu fragen, und wie geht's dir so? Because you're inviting them to conceptualize their experience. Denn du lädst sie dadurch nur ein, ihre Erfahrung zu konzeptualisieren. Which is to rest inside their ego construction. Was wiederum bedeutet, dass sie in ihrer Ego-Struktur ruhen. How are they? Wie es ihnen geht. If they are meditators, they relax and open and all kind of experiences are arising. Wenn sie Meditierende sind, dann sind sie entspannt und offen und alle möglichen Erfahrungen tauchen auf und vergehen. What are these experiences? Was sind denn das für Erfahrungen? How you understand them depends on the view. Wie du sie verstehst, hängt ganz von der Sichtweise ab. You might see it as the fading of the 5 skandhas. Man könnte es als das Auflösen der 5 Skandhas sehen. You might see it as the shift of the 5 elements. Oder das Verändern, sich drehen der 5 Elemente. You might be visualizing yourself as a deity and entering into the death process as you would in a meditation practice when you dissolve the form of the deity into emptiness.
Oder man visualisiert sich vielleicht als Gottheit, ganz genauso wie man in der Meditation sich während der Visualisation als Gottheit visualisiert, die sich dann nach und nach auflöst in Leerheit. Or you might simply rest in open awareness without any constructive intention at all. Oder du ruhst vielleicht einfach in offenem Gewahrsein, ohne irgendeine Absicht von konstruieren oder konzeptualisieren. When you practice Dharma, you learn to open yourself in different ways. Wenn du den Dharma lernst, dann beginnst du zu lernen, dich in jede Richtung zu öffnen. Western medical doctors don't know these things. Very often friends and family don't know these things. So they come towards you from their particular interpretive structure. Westliche Ärzte wissen von diesen Dingen nicht. Meistens auch Freunde und Verwandte haben davon noch nichts gehört. Und begegnen einem dann von ihren eigenen interpretativen Strukturen. So it's very important to explore for yourself when you are working with circumstances, making a minimal intervention that will help you stay present. Man muss also ganz für sich selbst erfahren, dass man, wenn man mit den Umständen arbeitet, dass man so wenig wie möglich interveniert, um präsent zu sein mit dem, was ist. And when you're taking up a position of strong duality, wenn man aber eine Position von starker Dualität einnimmt, there is life and there is its enemy, which is death. Dann gibt es da Leben und es gibt den Feind des Lebens, das ist der Tod. And we have to resist death as much as possible. Und wir müssen Tod so gut es geht widerstehen und uns sträuben. So we should use whatever techniques we have, putting some line into the throat, some blood transfusions, whatever is necessary will keep me alive. Und deswegen müssen wir uns aller Mittel bedienen, die uns irgendwie helfen, dass wir dem Tod entkommen. Irgendwelche Schläuche oder Medikamente oder was auch immer, damit wir ja am Leben bleiben. But to keep this me alive is to keep not just the body alive, but the ego. Aber sich selbst am Leben zu halten, bedeutet nicht nur den Körper am Leben zu halten, sondern auch das Ego. The ego is a role developed in the theater of ignorance. Das Ego ist eine Rolle, die im Theater von Unwissenheit kreiert wurde. And if we want to die into the open spaciousness of the Buddha's heart, und wenn wir in diese offene Raumhaftigkeit, Weite des Herzens des Buddhas sterben wollen, then we have to allow it to happen. Dann müssen wir es erlauben, dass es passiert. Not struggling, but being present and aware. Sich nicht abmühen, sondern ganz einfach gewahr und präsent sein. Not the strength of resistance. Nicht die Kraft von sich sträuben, von Widerstand. But the strength of acceptance, which is not a victim position. Sondern die Kraft des Akzeptierens, das keine Opferrolle ist. The root of suffering is to interpret things as happening to me. Die Wurzel des Leidens besteht darin, dass man glaubt, dass Dinge einem passieren. So, again and again in our practice, we want to take this pot, this reference point of our ego identity and allow it to dissolve so that the space of awareness is revealed. In unserer Praxis können wir das so machen, dass wir, wenn wir uns das Ego anschauen, uns diesen Topf wieder hernehmen als Anhaltspunkt und ihn langsam auflösen in diese Weite des Gewahrseins. Then this allows us to be closer to other people. Und das erlaubt uns, anderen Menschen näher zu sein. When somebody you know has difficulties, you don't smother them in your concepts. Wenn wir jemanden kennen, der irgendwelche Probleme hat, dann lullen wir den nicht in unsere eigenen Konzepte ein. You can just quietly be with them. Man kann ganz
leise und ruhig mit ihnen sein. You don't need to say anything Du musst überhaupt nichts sagen, because you're meeting them in the silence of the connection of sky to sky. denn du triffst sie in der Stille der Verbundenheit, des Aufeinandertreffens von Himmel und Himmel. When this is deep and open, this is exactly the direct transmission of the Buddha's mind. Wenn das tiefgründig, tief und offen ist, dann ist das die direkte Übertragung des Geistes Buddha. But if you give voice to sympathy and understanding and reassurance and so on, Aber wenn man dann eine Art Mitleid und irgendwie Trösten und dergleichen, wenn man dem Stimme verleiht, you're calling the other person into their ego self-presence. dann ruft man diese andere Person in deren eigene Ego, in ihr eigenes Ego-Konstrukt hinein. And this is not a good thing to do. Und das ist nicht ratsam, keine gute Sache zu tun. It's our socially approved way of relating. Es ist natürlich die kulturell, gesellschaftlich akzeptierte Form von sich zu begegnen. You say, I'm so sorry to hear this about you. Wir sagen dann, oh, das tut mir so leid, das von dir zu hören. What's my sorrow going to do? Ja, was werden meine Sorgen, mein Leid nun helfen? Neither sorrowful nor happy, just present, available. Weder voller Sorgen noch voll mit Glück und Freude, nichts, sondern einfach empfänglich. Profound availability, the inclusivity of the Dharma Dhatu as it manifests through our open mind is allowing events to be as they are. Und diese tiefgründige Verfügbarkeit, Offenheit, Empfänglichkeit erlaubt, dass der Dharma Dhatu, unser offener Geist, hier ist, empfänglich ist und Dinge geschehen lässt. So, wanting all beings to be free of suffering, Dass man also möchte, dass alle fühlenden Lebewesen frei von Leid sind. when we look at it from a meditator's point of view, Wenn wir das aus der Sicht eines Meditierenden betrachten, we're saying, may all beings rest in the presence which is undisturbed by the flow of self-arising, self-liberating experience. dann sagen wir, mögen alle fühlenden Lebewesen ruhen in dieser Offenheit und Präsenz, die ungestört ist von diesen selbstbefreienden Erfahrungen und Phänomenen, die auftauchen. Okay, so we take a break now, and I hope the translators have a good break. And we come back at in English time 13:30. I guess European time that's 14:30, and for other people you have to work it out. Also wir werden jetzt eine Mittagspause machen und James hofft, dass sich auch die Übersetzer sehr gut erholen werden und wir kommen dann zurück in der englischen Sommerzeit. Es ist 13:30 Uhr, für die anderen europäischen Länder ist es 14:30 Uhr und alle anderen Länder müssen das für sich selbst nochmal ausrechnen. So, have a good break. Habt eine schöne Pause. Bye. Bye. Okay, shall we continue? Wir setzen nun fort. So this next verse is speaking of the happiness which is free of all suffering. Der nächste Vers spricht von dem Glück, das frei von Leid ist. So,
In Tibetan Buddhism, there are many kinds of classifications and discussions of how you can think about things. Im tibetischen Buddhismus gibt es vielerlei Klassifizierungen und Gruppierungen, wie man über Dinge denken kann. They generally point to basic principles we've already touched on. Meistens deuten sie dann auf diese grundlegenden Prinzipien hin, die wir heute schon berührt haben. So, for example, there's Zakchegi Dewa and Zakmeki Dewa. Es gibt zum Beispiel Sakchiwedewa und Sakmedewa. The first speaks, Zakpa means to leak away, to be exhausted, to be lost. Das erste, Sakpa, bedeutet verloren zu gehen oder zu erlöschen oder auszugehen. So the happiness which leaks away, which we lose, is always based on causes and conditions. Jenes Glück, das quasi auslöscht, das verloren geht, basiert immer auf Ursache und Wirkung. Everything which has a beginning, which has a cause, will come to an end. Also auf Ursache und Bedingung. Alles, das einen Beginn hat, eine Ursache, wird auch ein Ende finden. That it is compounded. Various factors operate together to bring this into being. Es ist also zusammengesetzt. Mehrere Faktoren arbeiten zusammen, damit es überhaupt ins Leben gerufen wird. So for a child, if you take them to the park, Zum Beispiel, wenn man ein kleines Kind in den Park mitnimmt. part of their happiness is that they can run and jump. Teil ihres Glücks besteht darin, dass sie laufen können und springen. And then they say, I want to go on the swings. Und dann sagen sie, ich würde jetzt gern schaukeln gehen. And they're very excited and they're pulling your hand. Und sie sind sehr aufgeregt und zerren an deiner Hand. But when you get there, the other children are already on the swings. Aber wenn du dann dorthin kommst und die anderen Kinder sind schon auf den Schaukeln. And you say you have to wait. Und dann sagt man, du musst jetzt kurz warten. Then their level of happiness goes down. Dann geht ihr Level an Glück geht hinunter. And we can observe this for ourselves. Even very small variations from our hope or our intention can bring about suffering. Wir können das auch bei uns selbst erkennen. Jedwede kleine Variation oder kleine Verschiebung in unserer Hoffnung oder in unserer Intention kann schon Leid mit sich bringen. The second kind of happiness, the happiness that doesn't leak away, is not arising due to causes and conditions. Die zweite Art von Glück, jenes Glück, das sich nicht quasi davonschleicht, basiert nicht auf Ursache und Bedingung. This is the happiness which is intrinsic to awareness. Das ist jenes Glück, das inhärent im Gewahrsein ist. It's quite difficult to talk about this because we have terms like happiness, joy, bliss, fulfillment, satisfaction, and there's a shifting movement between these terms. Es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, denn wir haben sehr unterschiedliche Begriffe. Wir haben Glück, wir haben Freude, wir haben Glückseligkeit, wir haben Erfüllung oder Befriedigung und es gibt da immer wieder Verschiebungen zwischen all diesen Begriffen. So the happiness which doesn't leak away is more what we would call satisfaction. Dieses Glück, das sich nicht davonschleicht, das nicht vergeht, könnte man auch Befriedigung nennen. Oh, it's like the whole, it's the complete experience. Das ist dann nämlich das Ganze, die vollkommene Erfahrung. In fact, it is the happiness of the whole, of the infinite. Es ist nämlich tatsächlich das Glück des Ganzen, des Unendlichen. The infinite doesn't stand in relation to anything else. Das Unendliche steht zu nichts in Beziehung oder in Relation. Because everything is within the infinite, all finites.
Denn alles ist innerhalb dieses Unendlichen. Alles Endliche ist im Unendlichen erhalten. The shifting patterning of the finite moments doesn't alter the openness or completion of the whole. Diese sich verschiebenden Muster des Endlichen verändert das Unendliche des Ganzen nicht. So this links to what we looked at just before the break. Das steht nun in Bezug zu dem, was wir vor der Pause besprochen haben. The ego self is the mode of our participation in the dualized field, the field of separate entities. Das Ego selbst ist unsere Teilnahme an unserer dualistischen Erfahrung des Ego-Feldes. And it's drawn towards judgment, looking at options, choosing and creating patterns. Und es lehnt immer zu beurteilen und auswählen und Muster zusammenstellen und interpretieren. We can observe this very easily in ourselves. Das können wir sehr leicht an uns selbst beobachten. We walk down the street, we're checking things out. Wenn wir die Straße hinunterlaufen, dann checken wir so die Dinge um uns aus. Some people are checking out cars to see if they would like to buy that one. They're checking out dogs to see if they could get that kind of dog. Architecture. We look at things with our agenda. Manche checken dann vielleicht Autos aus und überlegen, ob sie sich so ein Auto zulegen möchten. Andere registrieren Hunde und überlegen sich, ob sie vielleicht mal gerne so einen Hund hätten. Oder sie schauen sich die Architektur an. Wir schauen uns die Dinge immer mit so einer Art Handlungsbefugnis an oder Intention. So whenever we find ourselves engaging with what is occurring from an evaluative matrix, that's a sign that we are in this ego constellation. Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir in Beziehung zu den Dingen treten, aber immer aus dieser Art evaluierenden Matrix heraus, dann können wir sehen, dass wir aus einer Ego-Position heraus agieren. But the happiness or the satisfaction that doesn't leak away is simply open. Aber das Glück oder diese Befriedigung, die nicht vergeht, die ist einfach nur offen. It's present with what is occurring. Sie ist präsent, gegenwärtig mit dem, was erscheint. And because it's not looking for anything in particular, it's not disappointed. Und weil sie nicht nach irgendetwas Bestimmten sucht, ist sie auch nicht enttäuscht. So, I would imagine most of you are familiar with the idea of the three kayas or the three bodies or aspect of the Buddha. Ich glaube, sehr viele von euch sind vertraut mit der Idee der 3 Kayas oder der 3 Körper oder der 3 Aspekte des Buddha. The Dharmakaya is the mind of the Buddha, which is inseparable from emptiness. Der Dharmakaya ist unzertrennbar mit dem Geist des Buddha, nämlich von Leerheit. On the basis of this, he manifests the Sambhogakaya, the body of enjoyment. Und auf dieser Basis manifestiert sich der Sambhogakaya, das ist der Freudenkörper. This body of enjoyment means he is able to enjoy everything. Und Freudenkörper bedeutet hier, dass er dazu in der Lage ist, alles zu genießen. He or she, the Buddha, is enjoying the unchanged. On you go. Er oder sie, also einfach Buddha, ist dazu in der Lage, einfach zu genießen. Is enjoying the rich display of the potential of the empty ground. Und sie sind dazu in der Lage, diese reiche Darstellung des Potenzials des leeren Urgrundes zu genießen. So wherever you're sitting, if you just look around you, some people can see outside, some people see inside. Wo auch immer ihr euch nun befindet, wenn ihr hier nun sitzt und um euch umherschaut, manche können vielleicht hinausschauen, manche sehen ins Innere hinein.
You might see walls, chairs, tables, cups, trees, whatever. Manche sehen da vielleicht Wände, Tische, Stühle oder Tassen oder Bäume, was auch immer. When we see the treeness of the tree for us is embedded in our concept of the tree. Wenn wir also zum Beispiel einen Baum sehen, dann ist die Baumhaftigkeit des Baumes in unserer Idee, in unserem Konzept eines Baumes eingebettet. Often we are 80-90% concerned with the conceptual structure that we use to identify the tree, which leaves only 10-20% available for simple perception. Meistens ist es so, dass wir 80 oder 90% darauf konzentrieren, dass wir konzeptuelle Strukturen aufbauen, um diesen Baum erkennen oder identifizieren zu können. Und es bleibt dann nur noch so 10 oder 20% übrig für einfach bloße Wahrnehmung. But for the Buddha, she sees everything as light. Aber bei Buddha ist es so, dass sie alles einfach als Licht sieht. We also see everything as light. Wir sehen auch alles als Licht. But we instantly think about what we see in terms of concept. Aber wir sehen dann sofort das, was wir sehen aufgrund unserer Konzepte. Because we want to make sense of what is happening. Denn wir wollen irgendwie Sinn daraus machen aus dem, was da gerade passiert. And so we pull the moments of experience into our interpretive matrix. Und so ziehen wir diese Momente der Erfahrung in unsere interpretative Matrix hinein. The Buddha does this very, very little, only in terms of compassion and connection with other people. Aber Buddha tut das nur ganz, ganz gering und wenn nur in Bezug auf Mitgefühl für andere Menschen. We are interested in comparing and contrasting. Wir sind daran interessiert, Gegensätze und Kontraste zu schaffen und zu vergleichen. For example, there are people who travel around in England to establish the oldest trees in England. Es gibt da zum Beispiel in England eine Gruppe an Menschen, die ziehen herum und würden gern diese uralten Bäume wieder anpflanzen. You can get little maps that show you how to visit the 100 oldest oak trees in England. Und man bekommt dann einen kleinen Plan, wo eingezeichnet ist, wo man jeweils die Jahrhunderte ältesten Eichen Englands sehen kann und besuchen kann. So you arrive at the tree and say, wow, this is a very old oak tree. Und dann kommt man da bei diesem Baum an und sagt, wow, das ist wirklich eine sehr alte Eiche. Just look at this old oak tree. Schau dir nur diese alte Eiche an. What do you see? Was siehst du? A very old oak tree. Eine sehr alte Eiche sehe ich. Oh, I'm so glad we came here. It's quite something. I mean, now we have photographs of this very old oak tree. Ich bin sehr froh, dass wir hierher gekommen sind. Das ist ja schon etwas. Und jetzt haben wir auch sogar Fotos von dieser sehr alten Eiche. Buddhas don't need this kind of hobby as a protection against boredom. Buddhas brauchen nicht diese Art von Hobbys, um sich selbst gegen Langeweile zu schützen. Something is there. Old tree, young tree. When you go? Irgendetwas ist da. Alter Baum, junger Baum. Does it matter? Ist das irgendwie wichtig? It matters inside our relative domain. Es ist bedeutsam innerhalb unseres relativen Bereiches. So when you walk through the forest to get to this very old oak tree, wenn man also durch den Wald geht, um zu dieser sehr alten Eiche hinzukommen, because you're looking for old oak trees, weil man ja nach einer sehr alten Eiche sucht, this orientation makes the young oak trees, of which there are many, not very interesting. Diese Art von Orientierung führt dazu, dass die jungen Eichen, von denen es
von denen es ja sehr viele gibt, plötzlich nicht mehr interessant sind. So you can observe this for yourself. Das kann man gut an sich selbst beobachten. Once you enter into selectivity, Sobald man einmal eintritt in diese Art von Aussuchen, selektive Auslese, based on a hierarchy of qualities that you use to evaluate whatever it is you come in contact with, die wiederum auf so eine Art Hierarchie beruft, nämlich Hierarchie von Qualitäten, die wir bestimmten Dingen, die auftauchen, anhaften oder zuschreiben. then it's very easy to say, this is the best oak tree, this is middling oak tree, this is not very interesting oak tree. Dann ist es sehr einfach zu sagen, also das ist hier eine sehr bedeutsame Eiche, die ist so eine gewöhnliche Eiche und das ist eine unbedeutsame Eiche. But the Sambhogakaya, this Sambhoga means with enjoyment. It means we find enjoyment with everything. Aber Sambhogakaya bedeutet mit Genuss, mit Freude. Man kann an allen Freude und ja, Genuss finden. We approach everything with an open availability, which allows the unique specificity of each moment to show itself in its richness. Wenn wir also mit einer offenen Verfügbarkeit, Empfänglichkeit an die Dinge herantreten, dann erlaubt es uns, dass dieser große Raum sich uns wirklich zeigt. So maybe at this point we look a little bit at the two truths, relative and absolute truth. An dieser Stelle schauen wir uns vielleicht die zwei Wahrheiten an, die relative und die absolute Wahrheit. Although it's called relative truth, it's more like a relative fiction. Obwohl es relative Wahrheit genannt wird, ist es mehr so wie relative Fiktion. Because it's concerned with what is made up, what is invented, what is imagined. Denn sie handelt von dem, was ausgedacht ist, ja, was erdacht ist. I suggested that you read this chapter by Patrul Rinpoche that's in Simply Being. Ich hatte euch vorgeschlagen, dass ihr das Kapitel 7 von Patrul Rinpoche in dem Buch Simply Being liest. It's very straightforward, I think. Es ist sehr direkt, meiner Meinung nach. So he's showing that when you take subject and object as separate, Es zeigt ganz genau, dass wenn man das Subjekt und das Objekt als etwas Getrenntes nimmt, the particularization of the subject of yourself is paralleled by the sense of the particularization of whatever you encounter. diese Art von Besonderheit oder Besondersmachung von dem, was man als selbst empfindet, ist ganz parallel zu dieser Besonderheit machend von allem anderen. So we are operating in a domain of reification of the perception or interpretation of whatever we see as being an example of something. Wir befinden uns hier also im Bereich der Verdinglichung, dass was auch immer wir wahrnehmen oder interpretieren, das tun wir immer als etwas interpretieren oder wahrnehmen. So many different names for different kinds of trees. Es gibt sehr viele unterschiedliche Namen für unterschiedliche Bäume. And a tree is not a bush. Ein Baum ist auch kein Busch. So we have qualities which we use in order to discriminate between the particular forms that we encounter. Es gibt also bestimmte Formen, die wir dafür verwenden, dass wir das, was uns so entgegentritt, was vor uns aufscheint, dass wir das irgendwie unterscheiden können. This looks as if it could be quite a neutral description. Das wirkt jetzt so, als wäre das eine sehr neutrale Beschreibung. However,
our minds are also permeated by the 5 poisons. Wie auch immer, es ist aber so, dass unser Geist von den 5 Geistesgiften durchdrungen ist. In this later Mahayana and early Tantra, we see that there are 8 consciousnesses which exist as a chakra in the heart. Im späten Mahayana und im frühen Tantra ist es so, dass man von 8 Bewusstseinsarten spricht, die sich alle im Chakra des Herzens befinden. So you had the 5 sense consciousnesses. Man spricht von den 5 Sinnesbewusstseinen. And the 6th consciousness, the mental consciousness, which is their kind of manager and the one that sorts out which aspects are to be privileged at any moment. Dann gibt es auch die 6 mentalen Bewusstseine, die fungieren wie eine Art Manager, der dann aussucht, was man bevorzugt, welche Aspekte zu bevorzugen sind. But the 7th consciousness is the consciousness of the consciousness permeated by the flavors of these 5 poisons. Aber das 7. Bewusstsein ist jenes, das durch den Geschmack dieser 5 Geistesgifte durchdrungen ist. Although we focus on 5, there are many, many subtle variations. Obwohl wir uns auf 5 konzentrieren, gibt es doch sehr, sehr viele subtile Variationen. So the first is called timuk, means mental dullness. Die erste davon nennt man Timuk und das bedeutet mentale Dumpfheit. Mental dullness means you don't get it. Mentale Dumpfheit bedeutet, dass man es nicht checkt. For example, I don't get football. Beispielsweise check ich Fußball einfach nicht. If I had to watch a football match on television, I would feel completely crazy. Wenn ich mir ein Fußballspiel im Fernsehen anschauen müsste, dann würde ich verrückt werden. I don't have any way of attuning with what is going on. Ich hab keine Art von Einfühlen, was dort dann sich abspielen würde. What arises in my mind is, what is this? Why are they doing it? Why are people there? What are they shouting about? Alles, was dann in meinem Geist auftauchen würde, wäre, was soll das überhaupt? Was tun die da und warum gibt es da Menschen und warum müssen die so schreien? Sometimes this term is translated as stupidity. Manchmal wird dieser Begriff als Dummheit übersetzt. But it's not a sign of an absence of intellectual power. Es ist aber nicht ein Zeichen von Abwesenheit irgendeiner intellektuellen Kraft oder Macht. It's more an indication of a limitation of sympathy or availability. Also es ist keine Abwesenheit von irgendeiner intellektuellen Fähigkeit, sondern es ist vielmehr ein Zeichen davon, dass die eigene Fähigkeit, empfänglich zu sein, eingegrenzt ist. I have no affinity with football. Ich habe keine Affinität zu Fußball. I have no way of entering into that domain. Ich habe keine Möglichkeit, da in diesen Bereich überhaupt einzutreten. And this applies for me personally, to motor cars and many, many things in the world. Und für mich persönlich ist es dasselbe mit Motorrädern und vielen anderen. I probably could intellectually understand them. Vermutlich könnte ich sie intellektuell erfassen. But I'm not open to them. Aber ich bin ihnen nicht offen gegenüber. So in that way, as I move towards the environment, I'm already predisposed to focusing more on some aspects than on others.
Und das soll wiederum bedeuten, dass sobald ich so eine Art Umgebung näher komme, dann bin ich bereits, ist meine Aufmerksamkeit, mein Fokus bereits auf bestimmte selektive Dinge ausgerichtet und eingeschränkt. We all have this quality. Wir alle haben diese Eigenschaft. I remember going with Sia Lama to a museum. Ich erinnere mich daran, als ich mit Sia Lama in ein Museum ging. We looked at all these glass cases, exhibitions, painting and pottery and so on. Ich erinnere mich daran, also wir hatten da allerlei so Vitrinen gesehen mit Malereien und Keramik und dergleichen. He looked completely bored. Und er sah komplett gelangweilt aus. Then we came to the end of a corridor and there was a glass case full of dolls in traditional Tibetan costume. Dann kamen wir zu einer Vitrine am Ende des Korridors, wo so Puppen in traditionell tibetischen Kostümen standen. And his mood completely changed. Und seine Stimmung veränderte sich sofort. He was talking in great detail about what that country, that area of Tibet was like, what they ate, why the women had their hair up in this particular shape. Und also seine Stimmung veränderte sich sofort und er begann sofort zu erzählen, in diese Gegend von Tibet, von diesem Land, was die Leute aßen oder warum die Frauen diese Art von Haarschmuck trugen und dergleichen. Sia Lama was in no way a stupid person. Und Sia Lama war in keinster Weise eine dumme Person. But when he looked at the other exhibits in the museum, there was no resonance for him. Aber als er da noch auf die anderen Objekte im Museum sah, da gab es keine Art von Resonanz für ihn. When we are in this world, we find that there are many objects, many pathways which are not for us. Wenn wir uns in dieser Welt bewegen, dann passiert es uns immer wieder, dass wir bestimmte Pfade oder Objekte sehen, wo wir merken, das ist es nicht für uns. This is a kind of implicit bias. Das ist eine Art eine implizierte Voreingenommenheit. It's not a bias based on a judgment saying this is rubbish. Keine Voreingenommenheit in Bezug auf eine Verurteilung oder Beurteilung wie, das ist kompletter Blödsinn. It's more like an energetic bias. Es ist vielmehr wie so eine energetische Voreingenommenheit. We easily find ourselves turning towards something, but not to others. Wir merken, dass sehr schnell wir uns auf manche Dinge hinzubewegen oder uns hinlehnen und andere Dinge eher nicht. So, from this sense of differential value and the seeming solidity of the items that we encounter, In Bezug auf diese sich unterscheidenden Wertvorstellungen und diese scheinbare Stabilität oder Solidität. we're drawn to some things, we feel desire or interest or a need to know more. Also Solidität der Dinge, denen wir begegnen. Manchen fühlen wir eine Art Begierde oder Interesse ihnen gegenüber. And towards other things, we feel distaste, no interest, aversion, maybe hostility, anger. Anderen Dingen gegenüber fühlen wir ein Desinteresse oder vielleicht sogar eine Abneigung oder eine Ablehnung gegenüber. Once this pulsation of desire and anger, of yes and no, is functioning in the mind, Sobald es in dem eigenen Geist so vor sich geht, dass diese Polarisation von Begierde und Hass zu pulsieren beginnt, then pride arises when we
assert for ourselves the meaning of certain qualities we take ourselves to have. Dann taucht langsam Stolz auf, dadurch, dass wir gewisse Qualitäten verorten, von denen wir glauben, dass wir sie selbst besitzen. And jealousy occurs when we feel that our entitlement to access with a person or a place or whatever is under attack by the competitive power of someone else. Und Eifersucht taucht auf, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Berechtigungsgefühl in Bezug auf verschiedene Orte oder Menschen oder was auch immer durch eine andere Macht attackiert wird. Now, these flavors or tilts or colorations pervade every moment of our life. Diese Art von Neigungen oder von Färbungen oder von Geschmack tauchen in unserem Leben immer und immer wieder auf. So we see something and an opinion about it arises almost simultaneously. Wir sehen etwas und eine Meinung darüber taucht fast gleichzeitig damit auf. This brings an emotional quality to our experience in life. Und das fügt dann eine emotionale Eigenschaft zu unserer Erfahrung im Leben hinzu. And this is what Patrul Rinpoche clearly describes in the text as impure relative truth. Und das ist ganz eindeutig, was Patrul Rinpoche in seinem Text als unreine relative Wahrheit bezeichnet. Because not only am I seeing individual phenomena seemingly existing in and out of themselves, denn es ist nicht nur so, dass ich einzelne Phänomene als für etwas unabhängig von sich selbst und für sich allein bestehend existent sehe, but I see them imbued with the qualities that I feel about them. aber auch noch zusätzlich schreibe ich ihnen Qualitäten oder Eigenschaften zu, die ich von ihnen glaube zu wissen. So I'm quite happy to say football is boring. Mir geht es ganz gut dabei zu sagen, dass Fußball langweilig ist. Clearly it's not boring for millions and millions and millions of people. Ganz offenbar ist es nicht langweilig für Millionen von Millionen von Millionen von Menschen. But when I have to watch it, I feel it's boring. It is boring. The boringness is outside. Aber wenn ich es mir anschauen muss, so ein Fußballspiel, dann finde ich es langweilig und diese Langeweile übertrage ich dann nach außen hin auf das Objekt. So it's very important you try to observe this process in yourself. Es ist also sehr wichtig, diesen Art von Prozess in sich selbst zu beobachten. That what you see as being inherent in the object is actually an attribution projected by you into the object. Nämlich, dass das, von dem man glaubt, dass es in diesem Objekt inhärent, innewohnend ist, dass es tatsächlich lediglich eine Zuschreibung ist von einem selbst auf dieses Objekt. There are two things here. There is the basic reification or belief that this object exists. Es gibt hier zweierlei Dinge. Zum einen diese ganz grundlegende Verdinglichung oder dieser Glaube, dass dieses Objekt tatsächlich existiert. And there's the qualities that we see as inherent in the object. Und dann gibt es noch die Eigenschaften, von denen wir glauben, dass sie in diesem Objekt innewohnend sind. So, in what is called impure relative truth, these two are merged together. Sorry, I couldn't hear it acoustically. So what we called it. And so in what is called impure relative truth, these two factors are merged together. Und was wir dann also als diese unreine relative Wahrheit benennen, dann fließen diese beiden Dinge zusammen. It's very helpful to
take a little time to listen to political discussion. Es ist sehr hilfreich, sich manchmal so politische Diskussionen anzuhören. Because there you can see this operating very directly. Denn hier kann man diese Vorgehensweise sehr direkt beobachten. And for example, Mr. Trump is extremely good at projecting value and qualities into other people. Beispielsweise ist Herr Trump irrsinnig begabt darin, bestimmte Qualitäten und Eigenschaften in Personen hineinzupflanzen oder ihnen zuzuschreiben. So again and again he says, Sleepy Joe Biden. Und so sagt er immer und immer wieder, schläfriger Joe Biden. And it comes to seem to be the truth about Joe Biden. Und nach wirkt es so, als ob dies die Wahrheit über Joe Biden wäre. This is a function of advertising in consumerist capitalism. Das ist die Art von Werbung in dieser konsumkapitalistischen Welt. To try to get the message that you want to make about the product seem to actually be an intrinsic quality of the object. Man versucht also, man versucht es also so hinzustellen, als ob gewisse Dinge eine intrinsische Qualität des Objektes wären, wenn man dieses Produkt anwirbt. So they advertise Coca-Cola, it's the real thing. Beispielsweise das angeworbene Coca-Cola, es ist das echte Ding, die echte Sache. Of course, it's a very good example of something which is not in the least real. Natürlich ist es ein sehr gutes Beispiel für etwas, das am wenigsten wahr oder echt ist. But if you tag it's the real thing onto it, it creates a kind of aura of meaning. Aber wenn man diesen Satz, es ist das echte Ding, auf das Produkt dran klebt, dann bekommt es langsam so eine Aura von Wahrheit. So in the practice, we want to recognize this affective perception of the object and see that the affect belongs to me. It's not arising on the basis of the true quality of the object, but it's my opinion about the object. Wenn wir also in der Praxis sind, dann ist es sehr wichtig zu sehen, dass diese empfindungsaufgeladene Wahrnehmung eines Objektes, dass diese Empfindungen oder Affekte tatsächlich zu mir gehören und nicht die wahrhaftig intrinsischen Qualitäten des Objektes wären, sondern lediglich eine Meinung von mir. It's very powerful. Und wenn man dies eben so hineinprojiziert, dann ist das sehr, sehr mächtig. Oh, for example, in kindergartens, small children often develop very strong sense of how other children are. Auch im Kindergarten ist es so, dass kleine Kinder sehr schnell eine Empfindung darüber entwickeln, wie andere Kinder sind. Why don't you play with Maria? Warum spielst du denn nicht mit Maria? She's horrible. Maria ist furchtbar. She's not horrible. Look, she's playing with the other children. Sie ist doch nicht furchtbar. Schau, sie spielt doch auch mit den anderen Kindern. Komm, spiel mit ihr. She's horrible and they're stupid. I'm not playing. Sie ist furchtbar und die anderen sind blöd. Ich spiele nicht. Children often understand this very directly. Kinder verstehen das oft sehr direkt. If I say I don't like her, wenn ich also sage, ich mag sie nicht, this points back to me and might indicate that there is a problem with me. What's wrong with you? You don't like Maria. Dann zeigt es, dass ich ein Problem mit ihr habe und das Problem bei mir liegt. Warum hast du ein Problem mit Maria? Much better to say she's horrible. Es ist viel leichter zu sagen, sie ist furchtbar. The problem is out there. Das Problem ist dort draußen. So when we start to reflect on ourselves,
generally in life, when we're studying or when we're doing our practice, we start to see how easily we project our own biases and feeling tone onto the world around us. Wenn wir den Dharma studieren oder wir uns in unserer Praxis befinden, dann ist es sehr wichtig zu sehen, wie schnell wir unsere eigene Voreingenommenheit auf die Welt da draußen projizieren. We want to arrive at pure relative truth, where although the phenomena of the world still seem to be separate and to have their own existence, we are aware of our response to them as our subjectivity and don't see it as present in the object. Wir möchten also zu dieser reinen relativen Wahrheit hingelangen. Und obwohl in dieser reinen relativen Wahrheit immer noch alle Phänomene getrennt sind und wir sie als wahrnehmen, als hätten sie eine eigene Existenz, sind wir uns dennoch bewusst, dass unsere Reaktion auf die Objekte draußen zu uns gehören. And then with absolute truth, the perception of truly existing objects dissolves. Und in der absoluten Wahrheit ist es so, dass die Wahrnehmung von absolut wahrhaftig existenten Objekten sich auflöst. There are no separate phenomena. Es gibt keine getrennten Phänomene. This doesn't mean that everything's homogenized. Das bedeutet nicht, dass alles homogenisiert wäre. There is the precise detail of everything which we perceive. Es gibt ganz präzise Details über alles, was wir wahrnehmen. But it has the clarity of the variety of light arising from the ground. Aber es hat die Klarheit der Vielfältigkeit des Lichtes, das aus dem Urgrund entsteht oder sich zeigt. So with this, maybe we see more clearly what is the meaning of the Sambhogakaya and its quality of enjoyment. Und damit erkennen wir vielleicht nun noch deutlicher, was die Bedeutung von Sambhogakaya bedeutet und die Bedeutung von Freude oder Freudenkörper. When our rough prejudice has been released, wenn unser großes Vorurteil losgelassen wird, we're not arriving at each moment already positioned in terms of what I like and what I don't like. Wenn wir jeden Moment aufs Neue in diesem Moment nicht begegnen mit schon einer Voreingenommenheit und einer bereits etablierten Position von diese Dinge mag ich und diese Dinge mag ich nicht, We're open to what is coming. Dann sind wir offen gegenüber dem, was kommt. What is coming is this. Was kommt, ist dies. What is it? Was ist es? It's this. Es ist dies. When you see the thisness of things, the thusness of life, it's just, absolute clarity without need of further conceptual interpretation or the addition of an emotional reaction. Wenn wir dieser Diesheit, dieser Soheit der Dinge oder des Lebens begegnen, dann ist es jedes Mal, es ist eine absolute Klarheit und nicht diese konzeptuelle Interpretation. So this maybe gives us a sense of what the text means when it says, may all beings never be separated from the happiness which is not touched or mixed with any kind of suffering. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir vielleicht umso besser diese Textzeile, wo es heißt, mögen alle fühlenden Lebewesen nicht getrennt sein von dem Glück, das nicht vermischt ist mit Leid. When we see that, the difficulty is my own mind. Wenn wir sehen, dass, die Schwierigkeit ist mein eigener Geist. It's not in the object out there. Die Schwierigkeit ist nicht in dem Objekt da draußen. But it rests on my belief that things are real.
really existing in and of themselves. Sondern vielmehr beruht es auf meinem eigenen Glauben daran, dass Dinge real wären, dass sie für sich allein existieren. Secondly, my belief that some things are truly good and others are truly bad. Und zweitens beruht es auf meinem Glauben, dass manche Dinge wahrhaftig gut und andere Dinge wahrhaftig schlecht wären. And then thirdly, my sense that the good things will make me happy and the bad things will make me unhappy. And so I feel desire and aversion. Und drittens beruht es darauf, auf meinem Glaube, dass manche Dinge mich wahrhaftig glücklich machen werden und andere werden mich wahrhaftig unglücklich machen. Und das führt dann wiederum zu Begierde oder Ablehnung. Now we're in like as if we're walking in the Himalayas. We've got very high peaks and deep valleys. Es ist ein wenig so, als würden wir in den Himalaya-Gebirgen umherwandern. Es gibt sehr hohe Gipfel und sehr tiefe Täler. This is wonderful. That is terrible. Das hier ist wunderbar und das hier ist furchtbar. And when we experience things in this way, we have this emotional turmoil turning around inside us. Und wenn wir die Dinge so sehen, dann haben wir ständig diese emotionalen Turbulenzen in uns. And it seems true and honest to say, I am upset because of that. Und es wirkt so, als wäre das total legitim und richtig, wenn man sagt, ich bin durcheinander oder wütend wegen diesem hier. I was fine until you said that to me. Mir ging's gut, bevor du dann das zu mir gesagt hast. Look how unhappy you've made me. Jetzt schau dir an, wie unglücklich du mich gemacht hast. And this is how we experience our suffering in samsara. Und das ist, wie wir unser Leiden in Samsara erfahren. Someone is doing this to me. Jemand tut mir das an. So I have to try to manage how other people are near me. Also muss ich versuchen, das irgendwie zu kontrollieren, wie sich die Menschen um mich herum verhalten. But this is very hard to do. Das ist aber ziemlich schwierig zu tun. People suddenly say things. Leute sagen plötzlich irgendetwas. Why did you say that? Warum hast du das jetzt gesagt? So, when self and other are strongly real, Wenn selbst und andere ganz stark real wären, it is the band of pure relative truth. dann redet man von reiner relativen Wahrheit. It very easily tumbles down into impure relative truth because how you are impacts me and my feelings go up and down. Dann ist es so, dass quasi die reine relative Wahrheit sich sehr schnell in unreine relative Wahrheit verwandelt, denn es gibt immer wieder dieses Auf und Ab von, so wie du dich verhältst, hat das einen Einfluss auf mich. Although you are not me Obwohl du nicht ich bist and I'm just me, und ich einfach ich bin, the way you look at me makes me happy or sad. ist die Art und Weise, wie du mich anschaust, macht mich dann glücklich oder unglücklich. The tone of your voice makes me happy or sad. Deine Stimmfärbung macht mich glücklich oder unglücklich. The words you use make me happy or sad. Die Worte, die du verwendest, machen mich glücklich oder unglücklich. Oh, I don't have any real independence from you. Ich habe keine tatsächliche Unabhängigkeit von dir. And this is why in Dharma, again and again, we look at this issue of separate ego identity. Deswegen haben wir es im Dharma, beschäftigen wir uns immer und immer wieder mit diesen separaten Ego-Gedanken, Identität. As long as I feel I am someone, somewhere, Solange ich das Gefühl habe, ich bin jemand irgendwo, that I am different from you,
dass ich anders von dir bin, then whatever happiness I get can easily be turned into suffering. dann ist es so, dass was auch immer für eine Art von Glück ich bekomme, dieses Glück kann sehr schnell wieder in Leid verfallen. So then we come to the fourth aspect, equanimity. Dann kommen wir nun zum vierten Aspekt, und nämlich Gleichmut. So we say, may all sentient beings have the equanimity which is free of bias. Und zwar lautet der, mögen alle fühlenden Lebewesen Gleichmut verspüren, der frei von Voreingenommenheit ist. Bias in favor of friends and relatives, and bias against enemies and strangers. Und zwar Voreingenommenheit in Bezug, also das soll heißen, positiv voreingenommen in Bezug auf Freunde und Verwandte und negativ Voreingenommenheit in Bezug auf Fremde oder Feinde. These are my friends. Das sind meine Freunde. I impute to them certain positive qualities. Ich hafte ihnen bestimmte positive Eigenschaften an. These are my enemies. I impute certain negative qualities. Das wiederum sind meine Feinde und ich schreibe ihnen bestimmte negative Eigenschaften zu. These enemies of mine are horrible people. Meine Feinde, das sind ganz furchtbare Menschen. I don't like them. I don't trust them. I don't want anything to do with them. Ich mag sie nicht, ich vertraue ihnen nicht und ich möchte nichts mit ihnen zu tun haben. This sounds like my relation to football. Hört sich ein bisschen wie meine Beziehung zu Fußball an. I'm sure that the quality belongs out there in the object. Ich bin mir ganz sicher, dass die Eigenschaft dort draußen, zu dem Objekt dort draußen gehört. But my enemies have friends. Aber meine Feinde haben Freunde. How is this possible? Wie ist das überhaupt möglich? Because what I experience in my enemy is not definitive of my enemy. Denn das, was ich als meinen Feind empfinde, ist nicht definierend oder definitiv in meinem Feind. I think it is definitive of the object. Ich glaube, dass es definitiv das Objekt ist oder definierend ist. But in fact, it is descriptive of the relationship. Aber tatsächlich ist es einfach die Beziehung beschreibend. I believe this person is my enemy because I don't like what they do to me. Ich denke, dass diese Menschen meine Feinde sind, da ich nicht mag, was sie mir tun oder mir antun. I am making them my enemy by how I think about it. Ich mache sie zu meinen Feinden durch die Art, wie ich über sie denke. So when we read the Mahayana Sutras and we reflect on, for example, this functional belief, all beings have been my mother in a previous life. Wenn wir uns die Mahayana Sutras anschauen und reflektieren, dann kommen wir immer wieder zu dem Gedanken, dass alle fühlenden Lebewesen mal unsere Mütter waren. You see, oh, this person has negative qualities. Wir sagen, oh, okay, diese Person hat negative Eigenschaften. But the reason they have negative qualities is because when they were my mother in a previous life, in order to feed me, they had to steal and they had to cheat other people. Aber der Grund, warum sie diese negativen Eigenschaften in sich tragen, ist deshalb, weil als sie in früheren Leben meine Mütter waren, mussten sie, um mich füttern zu können oder ernähren zu können, stehlen und vielleicht andere Menschen betrügen. And now there is the ripening of these bad actions that were committed for my benefit, and they appear as someone horrible. Aber nun ist es so, dass diese schlechten Taten, die für meinen Nutzen waren, nun reifen und zu diesen schlechten Qualitäten mutieren.
whether you are able to believe in the truth of this or not, ob man nun dem Glauben schenken möchte oder nicht. it's important to see the function. Es geht vor allem darum, die Funktion davon zu erkennen. It's about derealizing the other. Es geht vor allem darum, den anderen zu derealisieren. When we see the other as real and truly what we think they are, we are prisoners of our own projection. Wenn wir den anderen als real und als tatsächlich das, für wen wir sie halten, sehen, dann sind wir tatsächlich die Gefangenen unserer eigenen Projektionen. So it's very helpful to become aware of your own bias and prejudice. Es ist also sehr hilfreich, der eigenen Voreingenommenheit und den eigenen Vorurteilen gewahr zu werden. To see that there are many things that you don't like that other people like. Man erkennt, dass man selbst vielleicht viele Dinge nicht mag, die aber andere Menschen gerne mögen. Being embodied, you are going to have these tendencies. Dadurch, dass du einen Körper hast, wirst du unterschiedliche Tendenzen haben. It's not so much about stopping having these projections. Es geht nicht so sehr darum, zu versuchen, diese eigenen Projektionen aufzuhalten, but about recognizing how that they operate and what the consequence of their operation is. sondern vielmehr zu erkennen, dass diese Vorurteile eben operieren oder handeln und was dann die folgenden Konsequenzen davon sein werden. So when I'm being very stupid, I might say, I don't like the Chinese. Wenn ich vielleicht sehr blöd wäre, dann würde ich vielleicht sagen, also ich mag die Chinesen nicht. I don't like them because of what they did in Tibet. Ich mag sie nicht wegen dem, was sie in Tibet angerichtet haben. Tibet for me is important and the Chinese not so important. Tibet ist für mich sehr wichtig und die Chinesen sind für mich nicht so wichtig. If I am particularly stupid, I then think, oh, Tibetan Buddhism is really important and Han Chinese culture is worthless. Und wenn ich vielleicht besonders blöd bin, dann würde ich auch vielleicht sagen, oh, also tibetischer Buddhismus ist sehr bedeutsam, aber chinesische Kultur ist nicht wichtig. They are terrible people, the Chinese. Also die Chinesen sind furchtbare Menschen. They went to Tibet. Sie gingen nach Tibet. They believed that Tibetan Buddhism was very bad. Sie dachten, dass tibetischer Buddhismus sehr schlecht ist. Because of that, they destroyed the monasteries. Und aufgrund dessen haben sie die Klöster zerstört. They burned the books. They destroyed the sculpture. Sie haben die Bücher verbrannt. Sie haben die Statuen zerstört. They are very prejudiced. Sie haben sehr viele Vorurteile. Me, I'm not prejudiced. I'm just giving you an honest description of the truth. Ich bin nicht voreingenommen. Ich gebe euch einfach jetzt nur eine total klare Beschreibung der Wahrheit. The best place for prejudice to hide is in a wrapper of truth. Die beste Art und Weise, Vorurteile zu verstecken, ist in der Verpackung von Wahrheit. So I am biased against the Chinese. Ich bin also den Chinesen gegenüber voreingenommen. At that time, certain aspects of the Chinese government was very prejudiced against Tibetan culture. Zu jener Zeit waren bestimmte Aspekte der chinesischen Regierung sehr voreingenommen gegenüber tibetischer Kultur. But mine is a holy prejudice. Aber meine sind heilige Vorurteile. And they have a materialistic prejudice. Und sie aber haben materialistische Vorurteile. These are very good ways to be stupid. Das sind wunderbare Arten, um blöd zu sein. So we have to see clearly how prejudice operates in our mind. Wir müssen also sehr klar erkennen, wie Vorurteile in unserem Geist operieren.
and again, not push it away, but observe how prejudice distorts your perception of the world. Und immer wieder versucht nicht die Vorurteile wegzuschieben, sondern lediglich beobachtet, wie Vorurteile die eigene Sicht der Welt verdunkeln und vernebeln. Equanimity means that we have an even, open attitude to everything. Gleichmut bedeutet, dass man eine ruhige, eine ebene, gleichmäßige Einstellung gegenüber allem gegenüber hat. So when we are infected with unrecognized prejudice, wenn wir also durch unerkanntes Vorurteil beeinflusst werden, then it's very easy to imagine that we are being balanced and even when we are really quite tilted. Dann ist es sehr einfach zu glauben, dass man selbst sehr gleichmütig und gleichmäßig ist, wenn eigentlich man sehr in eine bestimmte Richtung geneigt ist. So this kind of reflection is a sort of spring cleaning, that you really look at what has been accumulating dust inside yourself, which has not been moved around for a while, which seems to be a fixed belief. Diese Art von Reflexion ist wie so eine Art Frühjahrsputz. Und zwar schaut man, welche Dinge schon Staub gefangen haben und nicht nur das schon zu einem sehr fixierten Glauben herangewachsen sind. Okay, we'll take a break there for 20 minutes. Okay, jetzt machen wir wieder eine Pause für 20 Minuten. Okay, bye. Okay, are we about ready? Sind alle bereit? Good. So the general title for today was or is Dissolving the Enemies of Love. Der grundlegende Titel unseres heutigen Teachings lautet die Feinde der Liebe aufzugeben. We find ourselves living in our body, pursuing the various things we have to do to earn some money or to maintain the structure of our life. Wir finden uns alle in einem Körper wieder, in bestimmten Strukturen, in denen wir versuchen, Geld zu verdienen, um unser Leben erhalten zu können. We try to make and maintain connections with various people. Wir versuchen, Verbindungen zu bestimmten Menschen aufrechtzuerhalten. We know that maintaining relationships over time is quite difficult. Wir kennen, dass Beziehungen über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten recht schwierig ist. As we get older, we may well lose connection with the people we were at school with. Wenn wir älter werden, verlieren wir vielleicht die Verbundenheit oder die Verbindung zu Leuten, mit denen wir in der Schule waren. People who were once very important fade out of our lives. Menschen, die ursprünglich sehr wichtig für uns waren, beginnen aus unserem Leben zu verblassen. So this is embedded in the structure of duality, of the seeming inherent difference between and separation of subject and object. Das alles ist eingebildet in der Dualität, in der scheinbaren Unterschiedlichkeit oder Trennung von Subjekt und Objekt. We seek connectivity. Wir suchen nach Verbundenheit. We try to make connections and maintain them. Wir versuchen, Verbundenheit aufzubauen und sie zu erhalten. In Britain, because of the atrocious management of the virus issue, we have had a very long lockdown. In Großbritannien ist es so, dass aufgrund der schlechten Handlung oder
ja, Verwaltung der Situation des Virus wir sehr lange oder viel zu lange uns im Lockdown befinden. People have been separated from those near to them for a long time. Menschen waren getrennt von Menschen, die ihnen nahestehen, für eine sehr lange Zeit. And this gives rise to all kinds of mental health problems. Und das wiederum führt zu sehr vielerlei Arten von mentalen Krankheiten. Connectivity is the basis of our health and survival. Verbundenheit ist die Grundlage für unsere mentale Gesundheit und für unser Überleben. We live in cultures where there's interconnection between all the different kinds of occupation, the growers of food, the suppliers of food, the people who make the pans in which we cook the food, and so on. Wir leben in einer Kultur, wo all die verschiedenen Instanzen miteinander verbunden sind, ob es jetzt diejenigen sind, die unsere Nahrung anbauen oder diejenigen, die dann diese Nahrung zur Verfügung stellen oder ausliefern und dann vielleicht andere, die überhaupt mal Pfannen herstellen, in denen wir unser Essen kochen. So that means we develop patterns of connectivity around different kinds of products and so on. Das bedeutet, dass wir Muster an Konnektivität, an Verbundenheit um verschiedene Produkte herum überhaupt konstruieren. But because modern consumerist capitalism requires a rapid turnover of stock of the supplies in shops and warehouses, Aber da wir in einer Konsumgesellschaft, in einer kapitalistischen Konsumgesellschaft leben, ist es so, dass die Nachfrage nach den Gütern immer größer wird, um all die verschiedenen Warenhäuser überhaupt beliefern zu können. So, for example, I might buy a pair of shoes and I wear them for some years. They become more and more comfortable, but at a certain point, I need new shoes. Es ist vielleicht so, dass ich mir Schuhe kaufe und ich trage sie dann für mehrere Jahre und nach werden es immer gemütlicher, aber nach einer bestimmten Zeit muss ich mir neue Schuhe kaufen. I go back to the shop and say, I'd like another pair of these shoes. Ich gehe zurück zum Geschäft und sage, ich hätte gern noch so ein paar von diesen Schuhen. They say, oh, we don't make these anymore. Und sie sagen dann, die machen wir gar nicht mehr. But they're very good. Aber die sind doch sehr gut. Oh, but we don't sell them. Aber die verkaufen wir nicht mehr. Find this with many kind of items, especially with technology, which keeps shifting every few years. Man kennt das sehr gut von vielen unterschiedlichen Produkten, vor allem jeder Art von technologischen Produkten, die jedes Jahr aufs Neue aktualisiert und verändert werden. So here we see a structural conflict. Wir sehen hier also einen strukturellen Konflikt. The fact of impermanence, which manifests through the shifting patterns of interdependence. Die Tatsache der Vergänglichkeit, der enthalten ist in diesem Gefüge von gegenseitiger Abhängigkeit. And or our desire for secure, stable connectivity. Und unser eigenes Sehnen nach einer stabilen, sicheren Verbundenheit. Until the beginning of this year, I was flying a lot. Bis zu Beginn dieses Jahres bin ich tatsächlich sehr oft geflogen. I felt a connection with different airlines, airports, and so on. I knew how to get there, how long it would take, and so on. Ich hatte bestimmte Verbindungen zu unterschiedlichen Fluglinien oder Flughäfen oder eben Verbindungen. Ich wusste ganz genau, wie lange derjenige Flug dauert oder wie ich dorthin kommen muss. Now with the virus, this tiny thing that I can never see with my own eyes, I don't really want to go on an airplane. Und nun, wo wir die Situation des Virus haben, dieses kleine Ding, das ich nicht mal mit meinen bloßen Augen sehen kann, möchte ich eigentlich in kein Flugzeug mehr steigen.
Sorry, I was lost for a moment. Okay. Could you repeat it again? Okay, so I was saying that, but now with the virus, so small I can never see it, I don't really fancy going to the airport. Aber nun haben wir die Situation des Virus und jetzt also etwas, das ich sogar mit meinem bloßen Auge überhaupt nicht sehen kann. Und jetzt habe ich keine Lust, überhaupt ein Flugzeug zu betreten. And so what felt like pathways of my being in the world turn into walls in front of me. Und nun ist es so, dass all diese Pfade, die meines Seins in dieser Welt werden, plötzlich zu Wänden um mich herum. Relative connectivity is always vulnerable. Relative Verbundenheit ist immer verletzlich. So we want something which will be more reliable, and intrinsic connectivity which is not influenced by the shifting patterns of like and dislike, available, unavailable, and so on. Wir sehnen uns also nach etwas mehr Verlässlichem, einer Art, also etwas, das nicht einer Art innewohnenden Verbundenheit, die nicht beeinflusst werden kann von diesen sich verändernden, manövrierenden Mustern von mögen oder nicht mögen, verfügbar oder nicht verfügbar und so weiter. There are many practices and paths in Buddhism to increase our felt sense of belonging, inclusion and connection. Es gibt sehr viele Praktiken im Buddhismus, die einem dafür helfen, dass man sich mehr und mehr verbunden fühlt oder mehr und mehr das Gefühl vergrößert, dass man wohin gehört. We looked a little bit at the Bodhisattva orientation. Wir hatten uns bereits die Bodhisattva-Orientierung angesehen. Then we also have the understanding of emptiness through Madhyamika analysis. Dann gibt es auch noch das Verständnis von Leerheit in der Analyse von Madhyamika. That we see that because there is no inherent existence in phenomena, not only do they lack a true essence inside them, but the seeming skin that they have around them is not dividing this from that. Und darin lautet es, dass weil es eben keine inhärente Existenz in den Phänomenen gibt, das soll heißen, dass eine wahre Essenz fehlt, abwesend ist, ist es außerdem auch so, dass diese dünne Haut darüber auch nicht wirklich die Phänomene voneinander trennt. I am drawing these outlines onto the world. Ich selbst zeichne diese Außenlinien auf die Welt auf. And when I relax my reliance on my idea about what is there, und wenn ich meine Abhängigkeit meiner eigenen Idee, was da draußen wäre, mal entspanne und loslasse, and directly attend to the actuality of how this is, sondern vielmehr direkt der Aktualität der Gegebenheit, wie etwas ist, beiwohne, then we see, as the text says, it's like writing on water. dann sehen wir, so wie es in den Texten davon handelt, es ist wie Schreiben auf Wasser. As experience is arising moment by moment, there is no stable surface. Genauso wie Erfahrungen Moment für Moment immer wieder auftauchen, gibt es hier keine Oberfläche. If I look out my window, I can see, or I think I can see, the pavement, cars that are parked on the road. Wenn ich aus meinem Fenster blicke, dann denke ich, dass ich sehe, dass ich den Gehsteig und Autos sehe. What arises is that light is coming from these various surfaces into my eye. Was auftaucht, was tatsächlich erscheint, ist, dass Licht auftritt und in mein Auge hineintritt. What I see is light. Was ich sehe, ist Licht. On the level of light, all of these seeming objects are the same. They are just light. Auf der Ebene des Lichts
sind all diese, was wie Objekte wirken, einfach Licht. But I formulate my interpretive idea. Aber meine Gestaltung gebende konzepthafte Idee. And on that basis, I say, this is a new expensive car. This is an old, not very expensive car, not very valuable car. Und auf Basis dieser Idee, die ich hege, sage ich dann so etwas wie, das hier ist ein sehr teures Auto und das wiederum ist ein gewöhnliches, nicht so teures Auto. But this is like taking your finger and writing your name in a bowl of water. Aber das ist genauso, als würdest du deinen Finger nehmen und in einer Schüssel Wasser deinen Namen schreiben. As your finger moves along, the first letters are dissolving and dissolving. Während dein Finger immer weiter gleitet, lösen sich schon die ersten Buchstaben auf. So I might have a thought, that's an expensive car. Ich habe also vielleicht den Gedanken, das ist ein teures Auto. Then the thought arises, but it's very ugly. Und dann kommt der Gedanke, aber es ist ziemlich hässlich. Then I think, it's putting all these diesel fumes in the air. Und dann denke ich, und dann bläst es auch noch all diese Dieselabgase in die Luft. So with this first thought, it's an expensive car, this has a particular feeling tone to it. Und schon mit dem ersten Gedanken, das ist ein teures Auto, schwingt schon so eine gewisse Gefühlslage mit. But then by the time I decide, it's polluting the air, the feeling tone is very different. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mir dann denke, dieses Auto verschmutzt die Umwelt oder die Luft, hat sich diese Gefühlslage, dieser Gefühlston schon wieder verändert. The car is being reformed in the quality of my interpretation. Das Auto wurde neu geformt in seiner Qualität, die ich selbst interpretiere. And the more we see that there is no objective basis of truly existing entities, und je mehr wir erkennen, dass es keine Grundlage für aus sich heraus existente Entitäten gibt, and that how I interpret the cars is arising from my memories, my thoughts, my moods, maybe something I read in the newspaper, all kind of little patterns of energy arise and formulate interpretations of the car. Und dann erkenne ich, dass meine Interpretation vor allem aus vielleicht Erinnerungen oder Gefühlen oder vielleicht etwas, das ich mal in der Zeitung über Autos gelesen habe, formuliert wird und dann ausgestaltet wird. So if my mind is always changing and my opinions about the object don't actually stick on to something, wenn sich mein Geist oder meine Gedanken sich immer wieder ändern und meine eigene Meinung über Objekte da draußen nicht am Objekt selbst kleben bleiben, why am I spending so much time talking about a world that doesn't really exist? Warum verbringe ich dann so viel Zeit damit, über eine Welt zu sprechen, die gar nicht tatsächlich existiert? The more I rely on my interpretive thoughts, the more I create these waves of hopes and fears, like and dislike. Und je mehr ich mich selbst auf meine eigenen interpretativen Gedanken oder Bewertungen stütze, desto mehr kreiere ich Hoffnung und Angst und weiteres. So, once we start to see, although it feels important, and socially it may feel necessary, actually developing a lot of thoughts about the world is divisive. Und sobald wir dann erkennen, okay, es fühlt sich vielleicht sehr wichtig an und aus der Sicht der Gesellschaft vielleicht sogar notwendig an, aber all diese Gedanken über die Welt zu haben, ist eigentlich nur trennend. Okay, so what will I do with these thoughts? Okay, aber was fange ich jetzt mit all diesen Gedanken an? Maybe I need to get rid of them. Vielleicht muss ich die ja loswerden.
That's how it can feel. I don't want to be persecuted by my judgmental thoughts. So kann es sich vielleicht anfühlen. Ich möchte nicht von meinen eigenen beurteilenden Gedanken verfolgt werden. But the thoughts themselves are vanishing, Aber die Gedanken selbst verschwinden ja. just like writing on the water. Genauso wie das Schreiben auf Wasser. The thought is there and then it dissolves. Der Gedanke ist da und dann löst er sich auf. It doesn't need to be dissolved by some activity. Sie müssen nicht durch irgendeine Art Aktivität erst aufgelöst werden. It is self-dissolving. Es ist selbstauflösend. Interpretations, appearances, ideas about things arise and then pass. Gedanken oder Interpretationen über Erscheinungen, die auftreten, tauchen auf und vergehen wieder. And as these thoughts and interpretations are arising, they seem to generate patterns which indicate inherent difference. Und wenn diese Interpretationen und Gedanken auftauchen, dann wirkt es so, als würden sie eine Art inhärente Unterschiedlichkeit beweisen. But there is no inherent difference. Aber da gibt es keinen inhärenten Unterschied. Because the fabricator, the maker of the felt sense of difference has already dissolved. Denn der Macher dieses Gefühls von inhärenter Unterschiedlichkeit ist schon wieder aufgelöst. Vanishing, moment by moment. Thoughts arise, feelings arise, arising and vanishing. Die verschwinden wieder. Moment für Moment tauchen Gedanken auf und vergehen wieder. They are self-arising and self-vanishing. Sie sind selbst aufscheinend und selbst vergehend. Now, we have to be clear what this means. Wir müssen uns klar darüber sein, was das nun bedeutet. I can look across the street and see the bricks in the wall of the house on the opposite side. Ich kann aus dem Fenster schauen und dann sehe ich die Ziegel vom Gebäude, das gegenübersteht. The house is about 140 years old. Das Haus, dieses Gebäude ist so circa 140 Jahre alt. The bricks have been stacked on each other for a long time. Und das heißt, diese Ziegel wurden schon seit geräumiger Zeit aufeinander gelegt. They don't change. Die ändern sich nicht. That is a level of description. Das ist eine Ebene von Beschreibung. According to a certain level of magnitude, we say these bricks don't change. Bezüglich auf dieser Art von Ebene könnten wir eben vielleicht sagen, diese Ziegel verändern sich nicht. We don't want the bricks to change, otherwise the house will fall down. Wir möchten diese Ziegel ja auch nicht verändern, denn sonst würde das Haus hinunterfallen, zusammenstürzen. We seem to be directly seeing an inherent stability in the bricks. Wir scheinen so eine inhärente Stabilität in den Ziegeln erkennen zu können. But I don't see bricks. Aber ich sehe keine Ziegel. I see light. Ich sehe Licht. I imagine bricks. Ich stelle mir Ziegel vor. In this road that I live in, there are many foxes. In der Straße, in der ich lebe, gibt es sehr viele Füchse. When the foxes run up and down the road, they're not counting bricks. Wenn die Füchse die Straße hoch und runter laufen, dann zählen sie keine Ziegel. The birds that fly by are not commenting on the quality of the bricks. Auch die Vögel, die vorbeifliegen, kommentieren nicht den Zustand der Ziegel. Bricks are human thought items. Ziegel gehören zum menschlichen Gedankengut. That is to say, we learn the word brick when we are small. Das soll heißen, dass wir das Wort Ziegel lernen, wenn wir klein sind. Our parents buy us little colored bricks of wood and we pile them up on top of each other. Unsere Eltern kaufen uns vielfarbige Ziegel aus Holz und wir stapeln sie so übereinander.
each time you pile up the red on top of the yellow, then the green, Jedes Mal, wenn man das Rote auf den gelben Ziegel und dann auf den grünen Ziegel legt, what you see is a pattern, was wir sehen, ist ein Muster, a display of color. ein Schauspiel von Farbe. You lift the brick, you have sensation in your fingers. Wenn man einen Ziegel aufhebt, dann hat man eine Empfindung in den eigenen Fingern. You build the bricks up, Man baut die Ziegel aufeinander, and then you knock them down and they make a noise and you laugh. und dann stößt man sie um und sie machen ein lautes Geräusch und man muss lachen. You don't need a concept of bricks. Man braucht dafür kein Konzept eines Ziegels. There was color, noise, shape, sensation. Es This gibt is da, what was. Sorry. es gibt da Farbe, Empfindung, Geruch. The perceptual world shows color next to color. Die Welt der Wahrnehmung zeigt einem Farbe neben Farbe. We see the color as indicating the green brick is not the same as the yellow brick. Wir sehen Farbe als etwas, der grüne Ziegel ist etwas anderes als der rote Ziegel. But this is how we have been taught to speak. We merge the concept in the perception. Und das ist, wie von uns verlangt wird, zu sprechen. Wir schmelzen das Konzept in unsere Wahrnehmung hinein. We see green. Wir sehen grün When there is a shape. und da gibt es eine Form. Once you start to name the shape as square, rectangular, cubic, and so on, Und sobald man dann damit anfängt, diese Form als quadratisch, rechteckig und so weiter zu benennen, you're taking an interpretive notion as somehow giving more meaning to what is there. dann ist es so, dass man glaubt, dass dieser interpretative Begriff oder Vorstellung diesem Objekt noch mehr Wert zuschreibt oder gibt. But all the little colored bricks lying on the carpet are there at once. Aber all diese unterschiedlich gefärbten Ziegel am Boden sind alle gleichzeitig da. You turn the box upside down, they roll about in a chaotic pattern, you make little towers and so on. Man dreht den Kübel um und sie befinden sich alle in einem chaotischen Muster und Reihenfolge und man beginnt, die Ziegel wieder aufeinander aufzubauen. We interpret separate entities. Wir interpretieren getrennte Entitäten. But all of these phenomena are being displayed within the field of experience. Aber all diese Phänomene, die wir wahrnehmen, werden in unserem Feld der Erfahrung dargestellt oder manifestiert. They arise as our experience. Sie erscheinen als unsere Erfahrung. They are within the sphere or the tigli of our experience. Sie sind innerhalb unserer Sphäre, unseres Tigli, unserer Erfahrung. This is their intrinsic connectivity. Das ist ihre innewohnende Verbundenheit. They are moments within this big moment of what is displayed. Sie sind Momente innerhalb dieses großen Moments, der zur Schau gestellt wird. When I put my hand out to take hold of the little brick, Wenn ich also meine Hand ausstrecke, um so einen kleinen Ziegel aufzuheben, if I'm a small child, I don't even need to know the word for hand. wenn ich ein kleines Kind bin, brauche ich nicht mal das Wort für Hand zu wissen. I just take this and bang it and maybe chew it a little bit. Ich nehme es einfach und klopfe so drauf und vielleicht knabber ich auch ein bisschen drauf. The tension in my hand, the color of the brick, taking it to my mouth, this is a flow of experience. Die Spannung meiner Muskeln in meiner Hand, die Farbe des Ziegels, der Geschmack in meinem Mund, das ist alles eine Reihe an Erfahrungen.
big people then say, oh, what are you doing? Don't try to eat that. Und dann sagen die großen Menschen, oh, was machst du denn da? Hör auf, das zu essen. The small child is not trying to do anything. Aber das kleine Kind versucht gar nicht irgendetwas zu tun. They are doing something. Sie tun etwas. They are participating in the field of experience. Sie nehmen am Feld der Erfahrung teil. This is the intrinsic connectivity of everything. Und das ist diese innewohnende Verbundenheit von allem. Our body is part of the environment. Unser Körper ist Teil der Umgebung. Sound is coming into our ears. Our hands are going out and touching. There is a pulsation with these factors of the field of experience. Beispielsweise gelangt Klang in unsere Ohren oder es gibt Bewegung von unseren Händen nach draußen. Es ist wie so eine Art Pulsation in zwischen diesen Faktoren von dem Erfahrungsfeld. So there is a belonging. Es gibt hier also eine Art Zugehörigkeit. And inclusivity, we are on the inside of what is occurring. Eine Inklusivität, wir sind innerhalb von dem, was auftritt. But we have a lot of karmic potential that pulls us easily into the socialization of talking about things. Aber wir haben durch karmische Ursachen, entwickeln wir sehr leicht die Tendenz, dass wir in diese soziale Verhaltensweise hineinfallen, dass wir Dinge benennen. So, the field of love, which, as we looked at the very beginning today, means the field of inclusion. May all beings be happy. May everything be seen as it is, as an aspect of the Buddha mind. Das Feld der Liebe, das wir uns zu Beginn des heutigen Teachings angesehen haben, ist Inklusion, ist hereinnehmen, einschließen. Und zwar mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein und so sein, wie sie sind, nämlich der Buddha-Geist. This inclusion comes under attack. Diese Inklusion wird attackiert. There are enemies or forces which act against the whole, which act against the seamless integrity of every aspect of what is occurring. Es gibt da bestimmte Kräfte, die diese Inklusion attackieren, die das Gesamte, dieses integrative Gesamte attackieren. So traditionally we look at this in Buddhism in terms of the relation between the ground or the source or the openness, it's impossible to express in language, but this vastness within which we exist. Im Buddhismus ist es so, dass wir uns das ansehen, und zwar die Relation von dem, was man den Urgrund nennen könnte, oder die Quelle oder die große Offenheit. Es ist ein wenig schwierig, das wirklich in Worte zu fassen. This source or field or ground has no beginning and end. Diese Quelle oder dieses Feld oder dieser Urgrund hat keinen Anfang und kein Ende. It is infinite. Es ist unendlich. Not finite, meaning it has no handle on it. It has no basis for apprehending it. Das soll wiederum heißen, es hat keinen Griff, man kann es nicht ergreifen oder halten oder anhaften daran. This is the basis of our presence at the moment. Und das wiederum ist die Grundlage für uns, für den gegenwärtigen Moment. When you turn your head and you look around, moment by moment, new fields of experience show themselves. Wenn wir uns umdrehen, hin und her drehen und uns umsehen, dann merken wir, dass immer wieder neue Felder von Erfahrung auftauchen. Now I look out the window again and I see the bricks. Jetzt schaue ich wieder aus dem Fenster raus und sehe diese Ziegel.
Well, I think I see the bricks. Also ich glaube, dass ich die Ziegel sehe. I think the bricks I see. Ich glaube, die Ziegel, die ich sehe, What I see is not what I saw before. was ich sehe, ist nicht das, was ich davor gesehen habe. The sun has gone behind a cloud. Die Sonne versteckt sich nun hinter den Wolken. So the light that I take to be coming off the brick is different in color. Und das Licht, von dem ich nun glaube, dass es von den Ziegeln kommt, unterscheidet sich nun in seiner Farbe. What is has changed. Was ist, hat sich verändert. What is the perceptual field is always changing. Das, was ist, dieses Feld der Wahrnehmung, verändert sich immer. But I stabilize myself by apprehending, by taking hold of it through the projection of the concept as being the truth of the phenomena. Aber ich versuche es zu ergreifen und anzuhalten, indem ich Konzepte projiziere und diese dann als wahr empfinde oder halte. This happens every moment. Und das passiert jeden Moment. Each moment of our life, we stand in front of two swing doors. In jedem Moment unseres Lebens stehen wir vor so einem Fenster. One is the door to reification, enclosure, solidification. Also vor zwei Fenstern. Das eine Fenster ist das Fenster von Verdinglichung und Verdichtung und Verfestigung. And the other is the door to openness, the door which is always open. Und die andere Türe ist die Türe zur Offenheit, die Türe, die immer offen ist. When we look through the open door, we see this open display. Wenn wir durch die offene Tür hindurchblicken, dann sehen wir diesen offenen Schauplatz. Color, sound, this basic potential which then displays itself in many forms. Farbe, Klang, all dieses offene Potenzial, das sich dann in unterschiedlichen Formen zur Schau stellt. The sound solidifies or thickens itself into words. Der Klang verfestigt sich in Wörter. The sound is thickening by the addition of fine powder of concepts. Der Klang wird bearbeitet oder verdickt sich dadurch, indem so dieser Feinstaub von Konzepten sich verfestigt. So I hear Taïsha saying clang. Ich höre also, wie Taïsha Klang sagt. This is a wonderful sound. Das ist ein schöner Klang. Clang, clang. Klang, Klang. So in German it means something, but for me it's just a nice sound. Im Deutschen bedeutet das auch etwas, aber für James ist es einfach ein angenehmes Geräusch. Because I don't have my German powder to thicken the soup. Weil ich gerade nicht mein deutsches Pulver habe, um die Suppe zu verfestigen. I have this light, delicious consommé of clang. Also verdicke ich es nicht, sondern habe dieses leichte, angenehme Konsumé von Klang. Light, refreshing soup. Eine leichte, erfrischende Suppe. And if you add your German powder, und wenn du aber dein deutsches Pulver hinzufügst, then it becomes like a thick potato soup. Dann wird es eher so eine dicke Tomatensuppe. Kartoffelsuppe. Yeah. Oh, it's like that. It becomes more heavy. Es wird also schwerer. But just as sound, there is something there.
Aber nur der Klang, da ist etwas da. So in our practice, again and again, we release our impulse, our energetic, charged up impulse to add value. In unserer Praxis lösen wir uns von unserem energetischen Impuls, energetisch aufgeladenen Impuls, dass wir versuchen, Wert zuzuschreiben. Less is more. Weniger ist mehr. When the text says pure from the very beginning, Wenn der Text sagt, rein von Anfang an, if it's pure, if it's simple, it's complete just as it is. wenn es rein ist, wenn es einfach ist es vollkommen so, wie es ist. It doesn't need anything added to it. Es braucht nicht irgendetwas, das noch hinzugefügt werden müsste. It has its own particular flavor. Es hat seinen ganz eigenen speziellen Geschmack. That particular flavor. Dieser besondere Geschmack. This is the clarity of the mind that stays with the freshness of how it is. Ist die Klarheit des Geistes, die mit der Frische bleibt, die Frische davon, wie es ist. When I lived in India, I was often surprised that when people were eating different kinds of fruit, sometimes guavas and so on, they would add some masala powder, some spices and particularly pepper onto the fruit. Als ich eine Zeit lang in Indien lebte, war ich oftmals sehr überrascht, wenn Menschen diverse Früchte essen, zum Beispiel Guaven oder so, dann gaben sie oft noch Masala dazu oder irgendeine Art von Gewürz oder Pfeffer. And some people, even though the food has been cooked with some salt, when the plate is put in front of them, they always add salt. Und manche, obwohl das Essen bereits salzig gekocht wurde, sobald das Essen kam, haben sie sofort wieder Salz hinzugefügt. Because they're used to the taste of salt. Salt is the medium of taste for them. Da sie an den Geschmack von Salz so sehr gewöhnt sind, für sie ist Salz das Medium für Geschmack. Salty lets them know, this is food. Salzig lässt sie wissen, das hier ist Essen. So we do the same. We add concept. Wir machen genau dasselbe. Wir fügen Konzepte hinzu. Now we recognize what it is. Jetzt erkennen wir, was es ist. By relying on the concept, we have our interpretation. Indem wir uns auf unsere Konzepte verlassen, beginnen wir zu interpretieren. But what we actually have is a kind of untidy or disorderly co-emergence. Aber was wir tatsächlich haben, ist eine unordentliche Art von gleichzeitigem Auftreten. When you walk down the street, so many different colors, shapes, sounds are arising and passing moment by moment. Wenn man die Straße hinunterläuft, dann gibt es da so viele Arten von Formen, Farben, Klängen, die gleichzeitig auftreten und wieder vergehen, Moment für Moment. If you don't edit it into its familiar patterning, wenn man nicht versucht, es in so die gewohnte Muster hinein zu verarbeiten, you have something you can't make sense of. Dann hat man da etwas, wo man keinen Sinn herauslesen kann. It's too much. Es ist zu viel. It's too much for the ego consciousness, this interaction of the 8 consciousnesses, to apprehend and create shapes. Es ist zu viel für dieses Ego-Bewusstsein oder diese 8 Bewusstseinsarten, um irgendwie etwas anzuhalten oder zu ergreifen. So in Dzogchen, our interest is to love the raw, love the uncooked. Im Dzogchen geht es darum, dass wir das Ungekochte, das Rohe lieben. When you open yourself to the rawness of immediate sensation, wenn man sich selbst der Rohheit, der unmittelbaren Empfindung öffnet, you're in touch with the potential
of the ground. Dann ist man mit dem Potenzial des Urgrundes in Berührung. This can then be directed in infinite pathways. Das kann dann wiederum in unendlich viele Pfade führen. Because it is, if you like, the raw, it's not material, but the raw potential of all the possibilities of samsara and nirvana. Denn es ist das rohe Potenzial aller Möglichkeiten von Nirvana und Samsara. If you already add salt, it will taste of salt. Wenn du sofort Salz hinzufügst, wird es auch nach Salz schmecken. So when you add, I like it, I don't like it, this is expensive, this is cheap, you are putting masala onto it, you're putting some flavoring into the world, so you never taste the raw. Wenn man also sofort hinzufügt, wie das mag ich nicht, das ist teuer, das ist nicht teuer, dann fügt man immer sofort Masala hinzu und sieht nicht die Rohheit der Welt. Then you follow the flavors that you got to know and like. Und dann folgt man den Geschmacksrichtungen, die man schon kennt und die man mag. I know what I like and I like what I know. Ich weiß, was ich mag und ich mag, was ich kenne. This way you seal yourself into a reassuring familiarity. Und so schließt du dich ein in so eine Art tröstende Vertrautheit. In this forms a kind of film over the world. Und so entsteht so eine Art Film, der sich über die Welt legt. Which seems to give it a kind of reliable surface. Und das gibt dem so eine Art Oberfläche, die so scheint, als wäre sie irgendwie verlässlich. Because if you rely on concepts, denn wenn man sich auf Konzepte verlässt, every time you repeat the concept, you seem to stabilize the phenomena. denn jedes Mal, wenn du an das Konzept glaubst, scheint es so, als würdest du das Phänomen stabilisieren. So if I say it's a brick, wenn du also wiederholst und sagst, das ist ein Ziegel, the same brick, der gleiche Ziegel, the sameness of the brick is reassuring. Die Gleichheit des Ziegels ist irgendwie tröstend. I seem to know something definite. Denn es wirkt so, als wüsste ich etwas ganz Definitives. But this is very, very important for meditators. Aber das ist sehr wichtig für Meditierende. Is the sameness of the brick in the brick or in your mind? Ist die Gleichheit des Ziegels im Ziegel oder in deinem Geist? When you observe the brick, you find it is an experience in your mind. Wenn du den Ziegel beobachtest, merkst du, es ist eine Erfahrung in deinem Geist. You are telling the brick, it's a brick. Du erzählst oder sagst dem Ziegel, du bist ein Ziegel. The brickness of the brick is your concept. Die Ziegelheit des Ziegels ist dein Konzept. How is this reassuring? Aber wie ist das irgendwie bestärkend? My thoughts, memories, plans, likes regarding the brick change. Meine Gedanken, Erinnerungen und dergleichen verändern sich jetzt zum Ziegel hin. This is not to say that it's an idealistic view or everything is just imagined by the mind. Das soll nicht heißen, dass es eine Art idealisierte Sicht oder idealisierende Sichtweise, idealistische Sichtweise ist, die Welt ist einfach nur vorgestellt vom Geist. That would be an extreme view on the other side of a stable, objective materialism. Das wäre eine extreme Ansicht in Opposition zu einer materialistischen, stabilisierenden Sicht. In the middle way, we see, my access to the brick is through experience.
Am mittleren Pfad erkennen wir, mein Zugang zum Ziegel geschieht durch Wahrnehmung. I have the immediate perception of the brick. Ich habe die unmittelbare Wahrnehmung des Ziegels. But even if I take the brick to a laboratory, aber selbst wenn ich den Ziegel in ein Labor mitnehme and I grind a bit off the end and start to examine it in various ways, und ein bisschen davon abreibe und versuche es auf unterschiedliche Weise zu untersuchen, each of these steps is an experience that I have. all diese Arbeitsschritte sind einfach eine Erfahrung, die ich habe. My access to what I take as the object is through the subject. Mein Zugang, den ich zum Objekt habe, geschieht durch das Subjekt. The subject and the object can't be separated. Das Subjekt und das Objekt können nicht voneinander getrennt werden. They are born together, ever moving in a linked syncopation. Sie werden zusammengeboren, untrennbar in einer Art verbundenen Synchronisation. There are no things. Es gibt keine Dinge. Things are thoughts. Dinge sind Gedanken. If you think in a particular way, you live in a world of things. Wenn du auf eine bestimmte Art und Weise denkst, dann lebst du in einer Welt von Dingen. The conceptual powder thickens the light, immediate, direct experience into the conceptualization of the thing. Diese Konzeptualisierung verdickt sofort die eigentlich direkte Erfahrung eines Dings, einer Sache und verdickt sie zu einer Art Konzeptualisierung. Now, this might sound all very abstract and not very useful. Das hört sich jetzt vielleicht alles ein wenig abstrakt und nicht sehr hilfreich an. But I'm trying to point out the basis by which we have the lived experience that there are real other separate people. Aber was ich versuche darauf hinzuweisen, ist diese Grundlage, wo wir zum einen glauben, dass es da eigenständig existente Menschen gäbe. And because we see people as separate with their own separate qualities, und weil wir Menschen als getrennt sehen mit ihren getrennten Emotionen, Qualitäten, we inevitably come into liking and not liking. Führt das unweigerlich dazu, dass wir sie mögen oder nicht mögen. And in that way, infinite inclusivity, infinite welcome, infinite love that is appreciative of whatever is occurring becomes hidden for us. Und auf diese Weise wird diese unendliche Inklusivität, dieses Einschließen, dieses unendliche Willkommenheißen, diese unendliche Liebe wird plötzlich und diese Art und Weise, alles wertzuschätzen, wird plötzlich vor uns selbst versteckt. So when we do the meditation practice, wenn wir uns in Meditationspraxis befinden, our main focus is to stay relaxed and uninvolved. Dann liegt unser Grundfokus darauf, dass wir entspannt bleiben. We're not uninvolved by turning away from what is happening. Es ist nicht so, dass wir uns absichtlich nicht involvieren, indem wir uns abkehren von dem, was passiert. We are uninvolved because of the clarity of our presence. Wir sind deshalb nicht involviert durch die Klarheit unserer Präsenz. The ego self is dependent for its continued sense of existence
on its fusion with phenomena. Das Ego selbst basiert oder hängt ab von der Fusion oder dem Vermengen mit Phänomenen, um sich selbst und seine Existenz irgendwie erhalten zu können. Just as a painting is dependent on the patterning of the colors. Genauso wie ein Gemälde abhängig von der unterschiedlichen Musterhaftigkeit von Farben ist. Sometimes you read that a disturbed person has gone to an art gallery and poured paint over a Rembrandt. Manchmal liest man davon, dass irgendeine, wie soll man sagen, gestörte Person in ein Museum gegangen ist und über einen Rembrandt einen Kübel Farbe geworfen hat. How could they do that? Can't they see how wonderful it is? Wie konnten sie dies nur tun? Hatten sie nicht gesehen, wie wunderbar dieser Rembrandt war? The value of the painting is in the patterning and the provenance. Der Wert des Gemäldes liegt in dieser Musterhaftigkeit. But when we look in a mirror, the reflections in the mirror arise and go, arise and go. Aber wenn wir in einen Spiegel blicken, dann ist es so, dass die Spiegelbilder im Spiegel auftauchen und wieder vergehen, auftauchen und wieder vergehen. The clarity of the mirror is its showing of the reflection. Die Klarheit des Spiegels besteht darin, dass es diese Spiegelbilder zeigt. There is no particular pattern of reflection which is more true to the mirror than any other. Es gibt kein Muster von Spiegelbilder, das irgendwie wahrhaftiger oder näher der Essenz des Spiegelwehrs als eine andere Musterung von Spiegelbildern. The ego is like a painting. Das Ego ist wie ein Gemälde. It's always trying to maintain and develop particular shapes. Es versucht immer, bestimmte Formen zu entwickeln und zu erhalten. Whereas our awareness is open and receptive and welcoming to many, many possible shapes. Aber unser Gewahrsein hingegen ist offen und verfügbar und aufnehmend von aller Arten von Formen, die Möglichkeiten an Formen, die auftauchen können. When we say, may all beings be happy, happy in their way, on their terms, and we will be with them in our plasticity. Wenn wir also sagen, mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein, und zwar glücklich auf ihre Art, unter ihren Bedingungen oder ihren Vorstellungen, dann begegnen wir ihnen mit einer Wandelbarkeit. In that moment, we start to see, I am a showing. In diesem Moment beginnen wir zu sehen, ich bin ein sich zeigen. I'm not a thing. Ich bin kein Ding. Sometimes I show happy, sometimes I show sad. Manchmal zeige ich glücklich sein, manchmal zeige ich traurig sein. If we describe ourselves in this way, it is as if there is an enduring Jamesness, a kind of noun of James, and then there are adjectives and adverbs describing the different moods which James might show. Auf die Art und Weise, also man könnte vielleicht glauben, dass wir uns selbst als wie so ein Nomen beschreiben, zum Beispiel das Nomen James, und dann könnte man dieses Nomen noch mit Adjektiven oder Adverbien näher beschreiben, um seine Stimmung näher zu beschreiben. We want there to be a noun. Wir wollen das als Nomen haben. A thing. Ein Ding. Because that gives us the continuing point of reference. Denn das würde uns einen kontinuierlichen Anhaltspunkt bieten. Ah, yes, James, sometimes he's like this, sometimes he's like that. Ah, ich James, oder ich kenne James, manchmal ist er so oder manchmal ist er so. The fact that James is Jamesing is showing many, many different moods, attitudes, and so on.
Die Tatsache, dass James also quasi James, er zeigt sich, er zeigt eine gewisse Art von Gemütslage, Gefühlstönen und so weiter. Oh, these are all the qualities of James. Das sind all die Eigenschaften von James. So the expansive range is bound back onto some personal essence. Also diese weitläufige Bandbreite wird plötzlich komprimiert zu etwas ganz Kleinem. But when you relax and you experience yourself walking, talking, being with other people, aber wenn du dich entspannst und dich selbst erfährst, wie du mit anderen Menschen sprichst oder gehst oder sprichst, are you doing yourself? bist du gerade dabei, dich selbst zu tun? Who is making you you? Wer macht dich zu dich? If you are yourself, how are you maintaining yourself? Wenn du bist, wie erhältst du dich als du? Because surely it's true that you find yourself saying things that you didn't know you were going to say. Denn natürlich, es ist ja so, dass du bemerkst, dass du dich selbst dabei ertappst, wie du Dinge sagst, die du nicht lange davor geplant hast zu sagen. So actually, I'm not the factory manufacturing me. Aber tatsächlich ist es so, dass ich nicht die Fabrik bin, die mich selbst herstellt. But I am the space within which the potential of the ground displays itself. Ich bin vielmehr der Raum, worin sich das Potenzial des Urgrundes zeigen kann. That the qualities which manifest are not signs of some essential Jamesness. Dass die Qualitäten oder Eigenschaften, die sich manifestieren, nicht bestimmte Zeichen für Jamesheit sind, but are the energy of the connectivity between how we are and the ground. sondern vielmehr ein Zeichen für diese Verbundenheit sind von dem, wie wir sind und wie der Urgrund ist. So I'm sitting here in London looking at a computer screen. Ich sitze also hier in London und starre in einen Computer hinein. I don't like computers very much, so it's not my highest pleasure. Ich mag Computer nicht so gerne, deswegen ist es jetzt nicht das höchste aller Gefühle für mich. But I see some lovely faces and I remember actually meeting you and I feel happy. Aber ich sehe da hier sehr, sehr nette, liebe Gesichter und dann erinnere ich mich daran, dass ich euch schon mal getroffen habe und das macht mich dann glücklich. Nice as your representation is, it's not as alive as meeting you in person. So nett und liebenswürdig diese Repräsentation hier von euch ist, es ist nicht das Gleiche, als würde ich euch wahrhaft in Person treffen. Nonetheless, I'm speaking, I'm trying to connect through this little green light in front of me. Dennoch spreche ich zu euch und versuche ich eine Verbindung herzustellen durch dieses grüne Licht, was da zu mir herscheint. Who is speaking? Wer spricht da? Maybe my throat is speaking. Ist es mein Hals, der da gerade spricht? Some wobbling occurs that makes the sound come out. Dass diese Bewegung meiner Stimmbänder und dann kommt ein Ton heraus. A vibration of air. Eine Vibration der Luft. The thought comes through the mind. Der Gedanke kommt durch den Geist. Thought is passing through the space of the mind. The sound is passing through the space of the throat. Der Gedanke reist durch den Raum meines Geistes. Der Klang reist durch den Raum meiner Stimmbänder, meines Halses. I find myself doing it, yet I am not the doer of the doing. Ich bemerke oder finde mich selbst, wie ich es tue, und dennoch bin ich nicht der Ausübende der Handlung. In this way, if you look in the tradition, it is wisdom gives rise to compassion.
Auf diese Art und Weise, wenn man in die Tradition hineinblickt, heißt es, Weisheit führt zu Mitgefühl. Wisdom means the wisdom of emptiness, to see that the open, empty ground has no division of self and other. Weisheit bedeutet Leerheit, und zwar, dass der offene, leere Urgrund keine Trennung macht zwischen selbst und anderen. Self and other arise together in this field as the play of communication. Selbst und andere erscheinen gleichzeitig in diesem Feld von Kommunikation. So, on one level, it's true that I'm talking. Auf einer Ebene stimmt es, dass ich gerade spreche, But I'm not talking. Talking is talking me. aber ich spreche nicht. Das Sprechen spricht mich. Talking is talking me. Das Sprechen spricht mich. Just as walking is walking me. Das Gehen geht mich. The verb is primary. The noun is like a kind of virus. Das Verb kommt an erster Stelle und das Nomen ist mehr wie so ein Virus. Movement is the quality of energy. Bewegung ist die Qualität von Energie. Stillness is the quality of emptiness. Ruhe ist die Qualität von Leerheit. Entities and really existing things is the quality of stupidity. Entitäten und die wahrhafte Existenz von Dingen ist die Qualität oder Eigenschaft von Dummheit. So this is what we have to live moment by moment. Und das ist, was wir leben müssen, Moment für Moment. Don't comment on your experience. Kommentiere deine Erfahrung nicht. Don't interpret it. Interpretiere sie nicht. Don't try to make sense of your life. Versuche nicht, Sinn aus deinem Leben herauszulesen. Allow the ever fresh revelation of life as it comes. Erlaube diese immer frische Offenbarung deines Lebens zu erscheinen. Then you start to be able to trust that you don't have to think so much. Und dann beginnst du zu vertrauen, dass du gar nicht so viel denken musst. So this is something to really keep close to you and observe your own life. Das ist etwas, das man wirklich nahe zu sich selbst halten sollte und sein eigenes Leben beobachten sollte. It's not something to believe. Es ist nicht etwas, woran man glauben sollte. It's the truth of your own life, which will be revealed to you if you don't tell yourself in advance how you are. Es ist die Wahrheit deines Lebens, die dir selbst offenbart wird, wenn du dir nicht ständig erzählst, wie du selbst bist. Okay, we take a break now, the last break, and then we have our final time together. So another 20-minute break. Wir machen jetzt wieder eine 20-minütige Pause und dann unsere letzte Pause und dann kommen wir wieder zusammen. So in a brief, the enemies of love are any positions which are exclusive. Um es kurz zu fassen, ist es so, dass alle Feinde der Liebe jene Positionen sind, die ausschließend sind. Love is the universal embrace. Liebe ist das universelle Umarmen oder Hereinnehmen. So in the tradition we say love is wanting all beings to be happy, to be well, and kindness or compassion is wanting them to be free of suffering. In der Tradition wird gesagt, dass Liebe der Wunsch ist, dass alle fühlenden Lebewesen glücklich sind und Mitgefühl oder Güte bedeutet, dass man möchte, dass alle fühlenden Lebewesen frei von Leid sind.
So the basis of exclusivity is forgetfulness of the ground. Die Grundlage für Exklusivität, also für Ausschließen, ist, dass man den Urgrund vergisst. All phenomena arise from and in and as the energy of the ground. Alle Phänomene erscheinen durch und in und als Energie des Urgrundes. When the ground is not attended to, when we are momentarily distracted into the delusion that there are truly separate existing entities, Wenn man für einen Moment abgelenkt ist durch die Illusion, dass man glaubt, dass es wahrhaftig getrennte Phänomene oder Existenzen gäbe, then confusion begins. dann beginnt die Verwirrung. It's not even as if there are two stages. First you forget the ground and then you have entities. The arising of the sense of separation is the forgetfulness of the ground. Es ist nicht so, dass es zwei Phasen gäbe, dass es zum einen diese Vergesslichkeit des Urgrundes gäbe oder dann der Glaube, es gäbe getrennt existente Entitäten. This, as it were, first moment of ignorance is referred to as the singular self or the singular entity. Der erste Moment von Unwissenheit wird als singuläres Selbst bezeichnet oder singuläre Entität. In Tibetan is Dagni Chikpo. Dagni means the, if you like, the essence of I. That means this kind of density or thingness. Im Tibetischen spricht man von Dagni Chipu. Dagni ist die Essenz des Ich, eine Art Verdichtung. And Chikpo means soul or solitary. Und Chikpu bedeutet einzig oder allein. Stands alone. Es steht für sich allein. Dagni is also used sometimes to refer to the leader or the boss. Dagni wird auch teilweise dafür verwendet, um den Führenden oder den Boss zu beschreiben. As soon as there is a separation, then there is a context for the separation. The self doesn't stay alone for very much. Why is this? Because the ground is ceaselessly displaying itself. Sobald es eine Trennung gibt, gibt es auch einen Kontext für diese Trennung. The mind is unborn, it's not a thing. Der Geist ist ungeboren, er ist kein Ding. But it's also unceasing. Aber es ist auch außerdem nicht endend. Means moment by moment, from the very beginning, there is this and this and this. Das bedeutet, Moment für Moment, von Anfang an gibt es das und das und das. How this will be cannot be predicted in advance. Wie dies sein wird, kann nicht im Vorhinein vorausgesagt werden. It is the fresh breath of the ground. Es ist der frische Atem des Urgrundes. And so when there is this condensation or densification into a seeming separation, Wenn es diese Verdichtung einer scheinbaren Trennung, Getrenntheit gibt, it doesn't stand alone. es steht nicht so allein für sich. It is within the flow of experience. Es ist innerhalb dieses Flusses an Erfahrungen. Before we looked at this familiar image of writing on water. Davor haben wir uns bereits dieses traditionelle Beispiel von Schreiben auf Wasser angesehen. So the same, if you had a bowl of water and you put your finger in it and turn it quickly to make a circle,
Das Gleiche hat man, wenn man seinen Finger in eine Schale Wasser steckt und schnell umherdreht und es beginnt so ein Zirkel an Wasser. It's already dissolving. Und dieser Zirkel beginnt bereits sich aufzulösen. So you have to do it again. Also muss man es wieder machen. Or in another traditional example, if you are outside at night and you have a fire, Oder besser einen Wirbel könnte man das nennen. Ein anderes traditionelles Beispiel ist, wenn man draußen im Dunkeln ist und es gibt ein Feuer. and you take a stick from the fire Und man nimmt ein Stück Holz von diesem Feuer and turn it around your head. und man kreist so um seinen Kopf herum. It gives the illusion of a circle of fire. Dann führt dies zu einer Illusion eines Feuerzirkels, Feuerkreises. There is no circle, but as long as your hand is turning at the right speed, it will appear to you that there is a circle of fire. Da ist kein Feuerkreis, aber solange man mit einer gleichmäßigen, rechtmäßigen Geschwindigkeit umherschwingt, erscheint es so, erscheint diese Illusion, als ob es einen Feuerkreis gäbe. So the illusion or the delusion of separation is movement. Diese Illusion oder die Verblendung ist von Getrenntheit ist Bewegung. It is an ongoing movement of separation. Es ist also eine weiterführende Bewegung von Getrenntheit. Sometimes we have the experience of being at one with the world. Manchmal haben wir eine Erfahrung, die sich so anfühlt, als wären wir im Einklang in einem mit der Welt. Maybe swimming in the sea or lying on a beach, you just not many thoughts in your head, and it's just as if it's all there together, including you. Vielleicht schwimmst du im Ozean oder du liegst am Strand und es ist dieses Gefühl einfach, es sind nicht so viele Gedanken, sondern einfach dieses Gefühl von Einheit von dir und der Welt. In that moment, you're not separating yourself. In diesem Moment trennst du dich nicht von dir selbst. It's not that you're joining yourself to what is there. Es ist nicht so, als würdest du dem, was hier gerade ist, beitreten oder dich anschließen. It's that you've stopped the unnecessary tormenting process of separating yourself. Es ist vielmehr so, dass man diesen unnötigen Prozess des sich Trennens stoppt. It's not that we have to find our Buddha nature. Es ist nicht so, dass wir unsere Buddha-Natur finden müssen. Or that we have to integrate with the pure Buddha nature. Oder dass wir uns in dieser reinen Buddha-Natur einfinden müssten. When we talk in that way, it still centralizes the ego as the hero. Wenn wir auf diese Art und Weise sprechen, dann zentralisiert es das Ego als wie so eine Art Held. I will overcome all obstacles and realize my true nature. Ich werde allen Hindernissen trotzen und meine wahrhaftige Natur realisieren. But Mr. Ego, surely you are the obstacle to the revelation of the Buddha. Aber sehr geehrter Herr Ego, es sind ja tatsächlich Sie, die das Hindernis sind, damit ich meine Buddha-Natur erkennen kann. So please don't try to make it better. Also versuch bitte nicht irgendwas hier besser zu machen. It is your effort that makes it worse. Es ist deine Anstrengung, die alles nur noch schlimmer macht. You're not the doctor, you're not the medicine, you're the poison. Du bist nicht der Arzt oder der Doktor, du bist das Gift. So that's what we have to see, which is why in Dzogchen we're not trying very hard. Und das ist das, was wir erkennen müssen. Das ist der Grund, warum wir im Dzogchen uns nicht versuchen, uns sehr anzustrengen. Samsara is a sign of excessive effort. Samsara ist ein Zeichen für exzessives Bemühen. The effort of maintaining a delusion. Das Bemühen von Erhalten und Illusion. Everything has its season and its time. Alles hat seine eigene
Jahreszeit und seine eigene Zeit. When we resist that, Wenn wir dem widerstehen, we have a lot of trouble. dann führt es zu einigen Problemen für uns. It's quite difficult for us to realize that arising and passing is the truth of life. Es ist sehr schwierig für uns anzuerkennen, dass das Kommen und Gehen eine Realität des Lebens ist. We see in Belarus at the moment that many people are protesting against the government. Wir sehen, dass in Belarus einige Menschen gegen die Politiker demonstrieren, die Regierung. The dictator has been in power a long, long time. Ein Diktator war für sehr lange Zeit in Macht And he doesn't want to go. und er möchte nicht gehen. More money goes to the secret police. Mehr Geld fließt zur Geheimpolizei. This was the same in Zimbabwe under Mugabe. Dasselbe war in Zimbabwe unter Mugabe. The dictator says, I am the father of the people. I am the savior of the people. And while they say that, they're building more torture camps and underground prisons. Der Diktator sagt, ich bin der Vater des Volkes, ich bin der Retter des Volkes. Und während er das sagt, baut er noch mehr Folterzellen. It's difficult when you are so committed to being the special one to let go and just be ordinary again. Es ist schwierig, wenn man für so lange Zeit sich dem hingegeben hat, der Besondere zu sein. Und dann muss man davon loslassen und man wird nur noch gewöhnlich. This is the same for us. Das Gleiche gilt für uns. Our ego is very active, doing things, worrying, making plans, arranging, managing. Unser Ego ist sehr aktiv. Es sorgt sich, es plant, es versucht alles so zu kontrollieren. The instructions say from the very beginning, everything has been perfect. It's fine as it is. In der Unterweisung heißt es, dass alles war von Anfang an, ist von Anfang an perfekt. Es muss nicht geändert werden. But we don't see that perfection. Aber wir sehen diese Perfektion nicht. Just as a person who suffers from obsessive compulsive disorder, genauso wie eine Person, die so unter unter so Zwangsimpulsen leidet. cleans the bath, Diese Person putzt das Bad, sees that the bath is clean, sieht, dass das Badezimmer sauber ist, but believes that the bath is dirty, aber glaubt, dass das Badezimmer schmutzig ist, and so they clean the bath again. und so putzen sie das Bad wieder. So the ego, in its love affair with ideas, with imagination, with concepts, doesn't see the simple perfection of life as it is. Das Ego, das sich in diese Arten von Ideen und Vorstellungen und Konzepten verliebt, sieht diese einfache Perfektheit des Lebens nicht. We could make it better. Wir könnten es ja noch verbessern. Surely something can be done. Ich bin mir sicher, es gibt noch irgendwas zu tun. This is the voice of judgment. Das ist die Stimme des Beurteilens. I look at the situation, I see how it is according to my criteria, I make a report, I make a plan for change. Ich schaue mir die Situation an, ich betrachte die Situation nach meinen eigenen Kriterien, dann werde ich einen Bericht darüber erstatten und dann einen Plan aufstellen, wie ich die Situation verbessern kann. If you think how busy you have been in your life, doing so many things, were they really necessary? Wenn man darüber nachdenkt, über sich selbst im eigenen Leben, wie viele Dinge man schon getan hat, waren sie wirklich notwendig? We get older, our life energy goes down. Where did life go? Wir werden älter und unsere Lebensenergie vermindert sich. Wo ist das Leben bloß hingegangen?
We traveled around, we went to different places, talked to people, slept with people, and so on. Wir sind herumgereist, haben Leute getroffen, haben mit Leuten geschlafen und so weiter. This is movement. Das ist Bewegung. The movement was there and then gone. Die Bewegung war da und ist gegangen. Are we just movement? Sind wir bloß Bewegung? The ego, it manifests as patterning of movement. Das Ego manifestiert sich als Struktur des Egos, Isolating itself from the field of movement that it is actually an inalienable part of. und man entfernt sich davon, von diesem Feld der Bewegung, von dem es ja eigentlich Teil wäre. And so it doesn't see. Und so erkennt es nicht. I already belong. Ich gehöre bereits wohin. It's fine. Es ist It's alles in okay. Ordnung. Es ist okay. Instead, the ego projects into the future to make plans of what have to be done. Das Ego projiziert in die Zukunft hinein irgendwelche Pläne, die einem sagen, was man tun müsste. So essentially, the key enemies of love are ignoring of the open ground, and consequent with that, but almost simultaneous with it, is identification as a separate ego. Das Schlüsselfeindbild von Liebe ist zum einen diese Unwissenheit, dieses Vergessen des offenen Urgrundes und schlussfolgerlich auch und ganz simultan auch die Identifikation mit einem als separates Ego. If you're swimming in the sea and you're a reasonably good swimmer, if you collaborate with the water, you can swim a long distance. Wenn man im Ozean schwimmt und man ein Schwimmer ist, der recht gut schwimmen kann, und wenn man dann mit der Bewegung des Wassers zusammenarbeitet, dann kann man für längere Zeit im Ozean schwimmen. But if you suddenly get a moment of shock, think, oh my God, this sea is so big. Aber wenn man plötzlich einen Schockmoment erlebt und realisiert, puh, dieser Ozean, der ist ziemlich groß. I am separate from the water. Ich bin vom Wasser separat. Then our actions become more struggling. Dann werden unsere Aktionen, unsere Handlungen immer mehr so bemühend. And then swimming becomes more exhausting. Und dann wird das Schwimmen immer anstrengender. In the same way, the ego is part of the water. It's like a wave from the ocean. Und das Ego ist tatsächlich Teil des Wassers. Es ist eine Welle im Ozean. But in the anxiety of recognizing your own real separation, you cling on to something. Aber in der eigenen Angst, die dadurch entsteht, dass man eine vermeintlich reale Getrenntheit empfindet, hängt man sich an etwas dran. Just as an infant, as they gradually separate from their mother, often will hang on to some soft toy or piece of cloth as a companion to see them through this process of separation. Genauso wie ein Kleinkind, das von seiner Mutter getrennt wird. Das wird dann an einem Spielzeug oder einem Stück Stoff festhalten, der für dieses Kleinkind als Art Begleiter dient in diesem Prozess der Trennung. This is standing in the place of the mother. Das steht für die Mutter. So we do the same. We attach ourselves to people. Wir tun genau dasselbe. Wir haften uns an Menschen an. As if this one special person could somehow be everything. So als ob diese eine besondere Person plötzlich alles sein könnte. In English, we say things like, you mean the world to me. Im Englischen sagen wir so etwas wie, du bedeutest die Welt für mich. You are my world.
Du bist meine Welt. This is, of course, madness. Natürlich ist das vollkommen verrückt. But it shows exactly the power of wanting to hang on. Aber es zeigt ganz eindeutig diese Kraft, die man entwickelt, weil man sich wo anhalten möchte. Save me from the isolation of myself. Rette mich aus der Isolation von meiner selbst. But no one can save us from the isolation of ourselves, because the isolation of the self is not based on the loss of one special person like the mother. It's based on forgetfulness of our own infinite ground. Aber niemand kann uns aus der Isolation unserer selbst herausholen, denn die Isolation von uns selbst ist nicht der Verlust einer ganz besonderen Person, wie vielleicht der eigenen Mutter, sondern es ist das Vergessen des natürlichen Urgrundes. Emptiness is our ground. Leerheit ist unser Urgrund. It doesn't mean that we are nothing at all. Das bedeutet nicht, dass wir überhaupt nichts sind. Emptiness is the plenum void, the full void. Leerheit ist das Plenum. So emptiness is always full. Leerheit ist also die volle Leere. Leerheit ist immer voll. So in the Dzogchen tradition, we talk of this by saying the mind is pure from the very beginning. Means it's empty of any kind of taint or substance or fixed mark. Im Dzogchen sprechen wir davon, dass unser Geist von Anfang an rein ist. Das soll heißen, dass er leer von jedweder Färbung oder Befleckung ist. And simultaneously, it's filling with everything which occurs moment by moment. Und gleichzeitig füllt es sich mit allem, was Moment für Moment auftaucht. It's just this. Es ist einfach. Ceaselessly filling and filling and filling. Es ist einfach das, endlos sich auffüllend und auffüllend und auffüllend. And because filling and emptying is simultaneous and instant, it's invisible. Und weil sich auffüllen und sich leeren simultan ist, ist es unsichtbar. Here and gone. Hier und gegangen. Except it didn't come here from anywhere and it's not going anywhere. Außer dass es nicht von irgendwo herkommt oder irgendwo hingehen würde. We are this instant display. Wir sind dieses unmittelbare Schauspiel. We don't find any enduring aspect to our seeming individual identity. Wir finden keinerlei anhaltenden Aspekt zu unserer individuellen Identität. So, with these enemies of love, we have individual identity and attachment to the special one who will make me safe. Wenn wir also von den Feinden der Liebe sprechen, dann haben wir zum einen das Anhalten an individueller Identität und dann auch das Anhaften an einer bestimmten, für einen selbst besonderen Person. So, for example, in Tantra, we have many different methods for dealing with this problem. Im Tantra gibt es viele verschiedene Methoden, um mit diesem Problem umzugehen. I, this solitary person, needs someone special, someone who can make my life complete. Ich, diese alleinige einzelne Person, brauche jemand Besonderes, eine besondere Person, die mich vollkommen macht. This is the Yidam, the meditation deity, towards which I offer all my devotion.
Und das ist dieser Yidam, diese Gottheit, zu der ich all meine Hingabe widme. Say, I need you. Ich sage, ich brauche dich. We should remember the Yidam first thing in the morning and last thing at night. Den Yidam sollten wir als erstes am Morgen uns erinnern und als letztes am Abend. And offer your food and drink to the Yidam. Wir sollten unser Essen und Trinken dem Yidam widmen, anbieten. And the structure of the practice is we say, you are the wonderful one. Und die Struktur dieser Praxis liegt darin, dass wir sagen, du bist der Wunderbare oder die Wunderbare. You have every good quality. Du hast jede positive Qualität. I have nothing. Ich habe nichts. I am small and lost and confused. Ich bin klein und verloren und verwirrt. You must save me. Du musst mich retten. So then we recite the mantras many, many times, or special prayers many, many times, imagining that from the deity, rays of light are coming to our forehead, our throat, and our heart, purifying all obscurations. Und dann rezitieren wir ein bestimmtes Mantra oder bestimmte Gebete immer und immer wieder und wir stellen uns vor, wie Lichtstrahlen von der Gottheit zuerst in unseren Kopf, in unseren Hals und dann in unser Herz eindringt und uns reinigt. And then at the end of this recitation, we're imagining our body is full of light and the deity comes to the top of our head and dissolves into us. So there is only a ball of light, which then dissolves into spacious emptiness. Und am Ende der Rezitation, dann stellen wir uns vor, dass wir voll von Licht sind und die Gottheit begibt sich auf unseren Oberkopf, auf unseren Oberkopf und verschmilzt mit uns. Und wir verschmelzen zusammen zu diesem Lichtball, der sich dann nach und nach auflöst in der offenen Leerheit. Now, even if you love a human being very, very much and you have a lot of sex with them, after the sex is over, you end up stuck in yourself, in your own separate body. Selbst wenn man eine Person irrsinnig liebt und sehr oft Sex hat, am Ende des Sex wird man doch wieder in sich selbst drinnen stecken als getrennter Körper. You had hoped for a fusion, but you end up back in separation. Du hattest diese Hoffnung für Verbindung oder Vermischung, aber man endet letztendlich wieder als getrennter Körper. Which is what we find with all the objects of attachment in samsara. Und das Gleiche bemerken wir bei allen Objekten, denen wir anhaften in Samsara. Whereas when we do the practice and we really open into this form of light, which could be a peaceful dakini, it could be padmasambhava, a heruka, however it is your own Buddha potential, which is purifying you and dissolving into you. Aber in unserer Praxis, wenn wir uns wirklich diesem offenen Licht hingeben, das kann dann sein, diese Form von Licht, das kann dann vielleicht eine friedliche Gottheit sein, Padmasambhava oder Heruka. Und es ist letztendlich dieses Licht ist unser Buddha-Potenzial, das uns selbst reinigt. Then you arise from this infinite openness as the deity. Dann erscheinst du aus dieser unendlichen Weite als die Gottheit. And everything is your mandala. Und alles ist dein Mandala. Everything you see is the form of the deity. Alles, was du siehst, ist die Form der Gottheit. Every sound you hear is mantra. Jeden Klang, den du hörst, ist der Klang eines Mantras. Every thought, sensation, feeling that arises is the movement of the infinite, compassionate mind of the Buddha. Und jeder Gedanke, jede Empfindung, die auftaucht, ist die Bewegung des
unendlichen Mitgefühls des Buddhas. Now you are in the field of love. Everyone you meet is already inside the Buddha mandala. Jetzt befindest du dich im Feld der Liebe. Jeden, den du triffst, ist innerhalb dieses Buddha-Mandalas. That's the tantric way of opening yourself to the fact of intrinsic connectivity. Das ist die tantrische Art und Weise, dass man sich selbst öffnet zu dieser innewohnenden, inhärenten Verbundenheit oder Verbindung. By letting the deity wash yourself out of yourself, you become the spacious presence that is open to everything. Indem du der Gottheit erlaubst, dass sie dich selbst aus dir selbst herauswäscht in diese weite Präsenz von allem. And in Dzogchen, we do something very similar with this Guru Yoga, except here we relax directly into space. In Dzogchen machen wir etwas sehr Ähnliches, wenn wir Guru Yoga praktizieren, nur dass wir direkt uns in den offenen Raum entspannen. That our mind is inseparable from space. Dass unser Geist untrennbar vom Raum ist. Everything is arising in space. Alles erscheint im offenen Raum. So there is an infinite welcome to whatever is occurring. Da ist also ein unendliches Willkommenheißen zu allem, was auftaucht. But we have no need of any of these thoughts or feelings or sensations. Aber es gibt keinen Bedarf für jedwede Art von Gedanke, diese Art von Gedanken oder Empfindungen. This is the key point, and this is how you can know whether you are settled in the true openness when you do the practice. Und das ist der Schlüsselpunkt, worin man erkennt, ob man wirklich sich in dieser wahrhaftigen Offenheit niederlässt oder ruht in der Praxis. Awareness is intrinsic, it's not a construct. Gewahrsein ist innewohnend, es ist kein Konstrukt. The ego is contingent and is always constructing itself. Das Ego allerdings muss sich ständig selbst konstruieren. So when you're sitting in the meditation and you become involved with what is arising, thinking about it, reacting to it, Wenn du dich also in der Meditation befindest und du bemerkst, dass du dich selbst involvierst mit dem, was auftaucht, du denkst darüber nach oder interpretierst es, this is a sign that you are settled inside the ego skin, the ego cocoon, which seems to separate you from what is around. das ist ein Zeichen dafür, dass du dich innerhalb dieser Ego-Haut befindest, in diesem Ego-Kokon, der dich von allem, was um dich herum erscheint, trennt. So when we were looking at these four immeasurables, the fourth was equanimity, impartiality, being without bias. Wenn wir uns also, als wir uns die 4 unermesslichen Gedanken angesehen haben und der 4. davon war Gleichmütigkeit, Gleichmut, das bedeutet, dass man keine Voreingenommenheit hat. This is the quality we want in the practice. Das ist genau die Qualität, die wir uns für unsere Praxis wünschen. Not perceiving some arising as friends or desirable factors and others as enemies or useless factors. Nämlich, dass wir nicht bestimmte Dinge, die auftauchen, als dann Freunde empfinden oder Faktoren, die wir uns wünschen und andererseits auch nicht andere Dinge, die aufscheinen, als Feinde empfinden oder Dinge, die wir lieber wegstoßen möchten. We don't need to add or subtract. From the very beginning, the mind is complete, like a circle. If the circle is complete, you don't add anything or take anything away. Wir müssen nichts hinzufügen oder wegnehmen. Von Anfang an ist unser Geist vollkommen, wie ein Kreis. Wenn etwas vollkommen ist, muss man nichts hinzufügen oder wegnehmen.
But once you start trying to use the environment to shift your mood, just as on an outer level, you might feel a bit unhappy in yourself. So you go to the kitchen and you get some chocolate. Aber sobald man versucht, äußerliche Faktoren zu verwenden, um das Gemüt, um die Stimmung zu verändern, auf einer äußeren Ebene wäre das vielleicht, dass man in die Küche geht, um sich ein Stück Schokolade zu nehmen. You're using the chocolate, the object, to shift the state of the subject. Man verwendet das Objekt, hier die Schokolade, um den Zustand des Subjektes zu verändern. And we do that with tea and coffee, with listening to music, with phoning a friend, and so on. Und wir tun das mit Schokolade, aber auch mit Kaffee oder Tee oder dass wir uns Musik anhören oder einen Freund anrufen. Subject and object are like two waves in the ocean. They are always going to be an interaction. Subjekt und Objekt sind wie zwei Wellen im Ozean. Da wird es immer ein Zusammenspiel geben. They are playing together. Sie treten zusammen auf, sie spielen zusammen. The problem with the ego formation is that it tries to control the patterning of the subject by manipulating the object. Das Problem mit dieser Ego-Formation liegt darin, dass es versucht, die Struktur des Subjektes zu kontrollieren, indem es die Struktur des Objekts manipuliert. But there are so many objects which influence us. Aber da gibt es so viele Objekte, die uns beeinflussen. So there is no end to the invitation to do a bit of this and a bit of that. Es gibt also kein Ende für diese Einladung von ein bisschen dem oder ein bisschen dem anderen. Now, if we're doing this all day long, it's not surprising that when the time comes for us to sit, the habit of involvement in the stream of what is arising is still very strong. Wenn wir das tun, ein bisschen dieses tun, ein bisschen jenes tun, wenn wir das den ganzen Tag über ausüben, ist es kein Wunder, dass sobald wir uns hinsetzen, dass wir immer noch diese starke Gewohnheit haben, dass wir uns selbst involvieren mit dem, was auftaucht. So we have to relax and release ourselves out of this busy activity. Wir müssen uns also aus dieser Beschäftigung, dieser beschäftigten Aktivität heraus entspannen und diese loslassen. The ego always needs something. Das Ego braucht immer irgendetwas. Awareness never needs something. Gewahrsein braucht nie irgendetwas. Awareness is free of need. It's like the mirror. Gewahrsein ist frei von einem Bedürfnis. Es ist wie der Spiegel. The mirror doesn't need reflections. Der Spiegel braucht kein Spiegelbild. And it doesn't need particular kinds of reflections. Er braucht auch nicht irgendwelche bestimmten Arten von Spiegelbildern. It's just open. Er ist einfach offen. It is non-selective. Er ist nicht selektierend. It is welcoming. Er ist willkommen heißend. Whereas the ego is always selective, always exclusive, entering into judgment. Wohingegen das Ego immer selektieren ist. Es fällt immer in Beurteilung und es heißt nicht willkommen. So you might think, okay, James, if I follow what you are saying, it's better if I'm relaxed in awareness than very busy inside the ego. Und dann könnte man sich jetzt denken, okay, alles klar, James, dann ist es wohl jetzt besser, wenn ich mich in diese Offenheit hinein entspanne, anstatt dass ich so beschäftigt mit meinem Ego bin. So how do I get out of the ego? Wie komme ich jetzt raus aus diesem Ego? Well, you're not in the ego. Du bist ja gar nicht in dem Ego drinnen. The ego is an illusion. Das Ego ist eine Illusion. The very idea that you have to get out of the bad place in order to get into the good place is the dualistic work of the ego itself.
Genau diese Vorstellung, dass man aus einem schlechten Ort heraus sich in einen guten Platz oder Ort hinbegeben müsste, das genau ist die dualistische Arbeit des Egos. If you want to be free of the ego, don't do anything. Wenn du frei vom Ego sein willst, dann tu überhaupt nichts. You cannot free yourself from the ego, Du kannst dich nicht vom Ego befreien, but the ego will bother you less and less if you don't feed it. aber das Ego wird dich weniger und weniger belästigen, wenn du es nicht fütterst. Now, when you feel that you are the ego and the ego is hungry, you feel hungry. Wenn du dich aber so fühlst, als wärst du das Ego und sich das Ego hungrig fühlst, dann fühlst du dich auch hungrig. Time for chocolate. Es ist Zeit für Schokolade. Who is eating the chocolate? Wer isst die Schokolade? I am eating the chocolate. Ich esse die Schokolade. But who is this one who says, I am the one who is eating the chocolate? Aber wer ist derjenige, der sagt, ich bin derjenige, der die Schokolade isst? Oh, this is empty awareness. Das ist leeres Gewahrsein. Hey, awareness, what are you doing eating chocolate? Hey, Gewahrsein, was machst du jetzt? Warum isst du jetzt die Schokolade? I eat the chocolate because I enjoy it. I don't need it. Ich esse die Schokolade, weil ich sie genieße. Ich brauche sie gar nicht. Awareness also enjoys eating dry biscuits. Gewahrsein genießt es auch, trockene Kekse zu essen. Awareness eats everything. Gewahrsein isst alles. The mirror is open to everything. Der Spiegel ist allem gegenüber offen. The ego says, I need chocolate. I don't want potatoes. Das Ego sagt, ich möchte Schokolade, ich mag keine Kartoffeln. But awareness always says, whatever comes, comes. Aber Gewahrsein sagt, was auch immer kommt, das kommt. So we're about at the limit of what language can say. Wir sind hier also schon an der Grenze zu dem, was Sprache ausdrücken kann. You have to be kind to yourself. Du musst dir gegenüber liebevoll sein. Tender to yourself. Sanft, zart. This is not some crude activity that you mobilize by the will to power. Das ist keine rohe Aktivität, die du selbst mobilisierst durch deine Willenskraft. Rather, you are settling yourself into where you are. Es ist mehr, dass du dich selbst dahin begibst, wo du bist. You have been displacing yourself from where you are by imagining worlds which don't exist. Du hattest dich selbst weggegeben von dem Ort, wo du bereits bist, dadurch, dass du dir Welten vorgestellt hast. Less is more. Weniger ist mehr. Don't try so hard. Streng dich nicht so sehr an. There are many Buddhist paths of effort. Es gibt sehr viele buddhistische Pfade von Anstrengung. The things you can do with your body, your voice, your mind. Dinge, die du mit deinem Körper, mit deiner Sprache und mit deinem Geist tun kannst. But we have to remember that the basic view in Dzogchen is that from the very beginning, the whole, the complete, the integral is already present. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass im Dzogchen die grundlegende Sicht darin liegt, dass von Anfang an das Ganze, das Integrale, das Vollkommene bereits präsent da ist. Ignorance hasn't actually separated you from anything. Unwissenheit hat dich tatsächlich nicht von irgendetwas getrennt. What the whole encompasses everything. Das Ganze umschließt alles. If the whole is ignored, something doesn't come into true existence. Wenn das Gesamte ignoriert wird, dann kann etwas nicht in seine
wahrhaftige Existenz eintreten. We have to open to the whole. Wir müssen uns selbst dem Ganzen öffnen. Otherwise, our attention is always on maintaining the small domain we seem to inhabit. Sonst beruht unsere Aufmerksamkeit immer darauf, dass wir versuchen, diese kleinen Teile, von denen wir glauben, dass wir sie bewohnen, immer zu erhalten und beizubehalten. So, in the tantric practice I was describing, when you merge with the deity, light dissolves into nothingness. In dieser tantrischen Praxis, die ich vorhin beschrieben habe, ist es so, dass die Gottheit sich in Licht auflöst, in nichts. And in this empty nothingness, which is infinite, without any limit, everything starts to arise. Und in dieser leeren Nichtheit, die unendlich ist und die nicht beschränkt ist, erscheint alles. But hopefully you can see it is my own fixation on the particular as being special that separates this particular from the whole. Hoffentlich könnt ihr hier erkennen, dass es meine eigene Fixierung auf etwas ist, das ich als speziell oder besonders wahrnehme, dass dieses Bestimmte vom Ganzen trennt. When we are sitting, we just sit. Wenn wir sitzen, dann sitzen wir einfach. We don't have any ambition. Wir haben da keine Anstrengung oder kein Ziel. We're not trying to achieve something. Wir versuchen nicht irgendetwas zu erreichen. We're allowing our mind to relax. Wir erlauben unserem Geist, sich zu entspannen. If we are here, why are we moving? Wenn wir hier sind, warum bewegen wir uns dann? We move to go from here to somewhere else. Wir bewegen uns von hier zu irgendwo anders hin zu bewegen. But we want to be here. Aber wir wollen ja hier sein. Here is always the central point of the ground. Hier ist immer der zentrale Ausgangspunkt des Urgrundes. The ground is here and now. Der Urgrund ist hier und jetzt. This is where the whole is, where it shows itself. Das ist, wo das Ganze ist, wo sich das Ganze zeigt. But if you imagine somewhere else is better, Aber wenn man sich vorstellt, dass es irgendwo anders besser sein könnte, that your mind would be improved if you had a better kind of thought, dass dein Geist verbessert wäre, wenn du einen besseren, anderen Gedanken hättest, then you will never see how your mind is. dann wirst du nie sehen oder erkennen, wie dein Geist ist. Because you imagine that the patterns of experience which are revealed by awareness are more important than awareness. Weil du glaubst, dass diese Strukturierung von Erfahrungen, die durch dein Gewahrsein gezeigt werden, dass diese wichtiger wären als dein Gewahrsein selbst. But just look. If you look, you will see all these moments of movement, of patterning vanish. Schau einfach hin. Wenn du einfach nur schaust, dann merkst du, dass all diese Momente dieser Strukturierung sich auflösen. They will cheat you. Sie werden dich betrügen. They will promise you now you get what you need, and then they're gone. Sie werden dir vorgaukeln, jetzt wirst du gleich das bekommen, was du brauchst. Und dann sind sie schon weg. What we need is to be where we are. Was wir brauchen, ist, da zu sein, wo wir sind. And we are where we are. Und wir sind, wo wir sind. So maybe we don't have to do too much. Vielleicht müssen wir also gar nicht so viel tun. So we sit, Wir and sitzen, life goes on. das Leben geht weiter.
Life is moving through the space of the mind. Das Leben fließt durch die Bewegung des Geistes. Each of these movements is a phenomena. Jede dieser Bewegungen sind Phänomene. These kind of phenomena are called dharmas also in Sanskrit. Und diese Art von Phänomenen werden in Sanskrit Dharmas genannt. The Dharma Dhatu is the sphere or the openness in which all dharmas are. Der Dharma Dhatu ist die Sphäre oder die Offenheit, worin alle Dharmas sich befinden. The Dharma Dhatu is your own awareness. Der Dharma Dhatu ist dein eigenes Gewahrsein. Everything is welcome. Alles ist willkommen. But the ego doesn't agree. Aber das Ego stimmt da nicht überein. The ego is the judge. Das Ego stimmt nicht zu. Das Ego ist der Richter. Everyone is not welcome. Jeder ist nicht willkommen. May my friends be enlightened and my enemies go to hell. Also ich und meine Freunde, wir werden erleuchtet, aber all meine Feinde, die sollen zur Hölle gehen. Now you get the taste of the enemies of love. Und jetzt bekommt man den Geschmack von den Feinden der Liebe. May all beings be happy. Mögen alle Lebewesen glücklich sein. Everything is the display of the unborn ground. Alles ist das Schauspiel des ungeborenen Urgrundes. If you look, you will see this is true. It's not a belief or a dogma. Wenn You du, just have to be with yourself. Sorry. wenn du wirklich hinsiehst, dann wirst du sehen, dass das kein bloßer Glaube oder Dogma ist. So when you sit, sometimes you're depressed, sometimes you're anxious, sometimes you're bored, sometimes you're happy. Wenn du dich hinsetzt und sitzt, dann bist du manchmal depressiv oder manchmal ängstlich oder manchmal gelangweilt oder manchmal glücklich. Keep sitting. Sitz weiterhin. Then it becomes clearer, oh, I'm not happy, I'm not depressed. There is depression, there is happiness. Dann, wenn du weiterhin sitzt, dann wird immer klarer, oh, ich bin nicht depressiv oder ich bin nicht gelangweilt, sondern es gibt depressiv sein und es gibt gelangweilt sein. So earlier today, when we were looking at may all beings be happy, we were seeing that one sense of happiness is satisfaction. Heute, als wir uns Zeile angesehen haben, mögen alle fühlenden Lebewesen glücklich sein, haben wir uns angesehen, dass es eine Art von Glücklichsein gibt, und zwar befriedigt sein. So this is a quality of the Dharmakaya, which is the mind, the aspect of the mind that is at home or inseparable from the Dharma Dhatu. Und diese Qualität ist der Dharmakaya, das ist ein Aspekt des Geistes, und zwar ist es ein Zuhause-Sein, ein Nicht-Getrennt-Sein von Dharma Dhatu. So if we are satisfied, we don't need more. Wenn wir zufrieden sind, dann brauchen wir nicht noch mehr. So you sit in the practice Wir sitzen also in der Praxis, and thoughts are coming and going. Gedanken kommen und gehen. They're like in a modern Japanese restaurant where the dishes are going round and round on a automated movement. Das ist dann so wie in so modernen japanischen Restaurants, wo die Tische quasi am Schleifband sich fortbewegen. You see dish after dish. Man sieht ein Gericht nach einem Gericht, das vorbeizieht. But you're satisfied. Aber du bist zufrieden. Du bist befriedigt. Some dishes look delicious, others you don't really like. Manche Gerichte schauen sehr lecker aus, andere mag man nicht so sehr. Whether they seem positive or negative, you're satisfied. Ob sie nun positiv oder negativ wirken, du bist zufriedengestellt.
This is the central point. Das ist ein zentraler Punkt. Relax into awareness, rigpa, which is inseparable from the empty ground, and allow the free movement of experience without interfering. Entspanne dich in Gewahrsein, in Rigpa, das ungetrennt ist von dem offenen Urgrund, und sei frei davon, dass du irgendwie intervenieren müsstest. Of course, you have to make choices. If you go to the supermarket, there's so many things. You can't buy everything. Natürlich musst du eine Wahl treffen. Du kannst auch nicht in den Supermarkt gehen und irgendwas kaufen. But you have discernment. Aber du hast Unterscheidungskraft. You know, you have a sense of the time of year, the state of your body, what is an authentic hunger. Aber du hast ein Gefühl dafür, für die Zeit des Jahres, für deinen Zustand deines eigenen Körpers und was authentischer Hunger wäre. We know that there are many disorders of hunger. That you, you have emotional hungers that cause you to eat what you don't need. Wir wissen, dass es vielerlei an Störungen gibt in Bezug auf Hunger. Es gibt auch emotionalen Hunger, der einen dazu veranlasst, Dinge zu essen, die man gar nicht braucht. So by releasing the tensions of body, voice and mind, Indem man die Anspannung von Körper, Rede und Geist entspannt, by not accumulating a charge of stress in your interactions in the day, indem man nicht eine Ladung an Stress, die man so während seines eigenen Alltags auflädt, irgendwie zusammensammelt, remaining loose and pliable, just rolling with life without taking it too seriously. sondern man verbleibt entspannt und locker und man rollt so mit dem Leben mit, ohne dass man es zu ernst nehmen würde. Then when you come to sit in the practice, you don't have unmet needs from other aspects of life which get projected onto grasping at thoughts and feelings. Dann ist es so, dass wenn man sich dann hinsetzt in die Meditation, dann nimmt man nicht irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse des Alltags mit und projiziert sie dann auf die eigenen Gedanken und fängt an, ihnen nachzugreifen. Like a mirror, you're open to everything. Wie ein Spiegel bist du allem offen gegenüber. And when you get up from the meditation and you go into the field of movement, you are moving in the field of movement. Und wenn du dann aufstehst aus deiner Meditation und dich in das Feld der Bewegung begibst, dann bewegst du dich innerhalb dieses Feldes von Bewegung. You are movement in the space of the mind. Du bist Bewegung im Raum des Geistes. You are moving in awareness. Du bewegst dich in Gewahrsein. Awareness is not a possession. Gewahrsein ist kein Besitz. Awareness is the light of the field, the illumination whereby everything is available. Gewahrsein ist das Licht, eine Erhellung, die alles verfügbar, empfänglich macht. So this allows us to gradually ease our way out of the heaviness of being this body, being this personality, being this person with our history and our likes and dislikes, until we are just a wave of energy interacting moment by moment. Und unser Gewahrsein erlaubt uns nach und nach uns zu entspannen und leicht werden zu lassen von einer Schwere, die vielleicht entstehen könnte, der Schwere des eigenen Körpers oder der eigenen Person mit der eigenen Geschichte, sondern man entspannt sich und wird vielmehr wie zu einer Welle von Energie. And when we see that everything arises from the same ground, und wenn wir erkennen, dass alles von demselben Urgrund erscheint, we see there is no real basis for discrimination, for saying self and other good and bad.
dann sehen wir, dass es keine wahrhaftige Grundlage gibt, irgendwelche Unterscheidungen zu treffen zwischen selbst und anderen, gut und schlecht. And then there is no boundary to love. Und dann gibt es keine Grenzen zu Liebe. That is to say, we are aware of everything we encounter. Das soll heißen, dass wir allem, dem wir begegnen, gewahr sind. We don't have a selective attention. Wir haben keine selektive Aufmerksamkeit. So we can welcome our limitations as well. Wir heißen unsere eigenen Begrenzungen willkommen. I give a warm welcome to my disregard for football. Ich heiße meine Achtlosigkeit Fußball gegenüber, heiße ich sehr warm willkommen. We are as we are, Wir sind, wie wir sind. not trying to be other than how we are, Wir versuchen nicht anders zu sein, als wie wir sind. but not being limited inside this formation. Aber auch nicht begrenzt zu sein innerhalb dieser Gestaltung, dieser Formierung. So this is how we can proceed day by day So können wir vorangehen, Tag für Tag, until one day we turn into a rainbow. bis wir eines Tages uns in einen Regenbogen verwandeln. So now we come to the end for today. Jetzt sind wir zum Ende von heute gelangt. Thank you for your attention to this strange kind of event. Danke für eure Aufmerksamkeit für diese merkwürdige Art von Event. Thank you to our translators, Juan, Taïsha, Milton, and Joe. Danke an alle Übersetzer, an Juan, Milton, Joao und Taïsha. And thank you to Pedro, who will be managing the Zoom recording of the event, so it will be available. Danke auch an Pedro, der sich um die Aufnahme des Zoom-Events kümmert, damit sie auch auf YouTube aufscheinen wird. And through the autumn, there will be some other teachings that will be available. If you're interested, and the details will be on the Simply Being website. Und im Herbst wird es dann noch weitere Teachings geben, die verfügbar sind, und die Details dazu findet ihr auf der Simply Being Webseite. So, have a good evening and pleasure being with you for some time. Habt einen schönen Abend, und es war eine Freude, mit euch für eine gewisse Zeit zu sein. Tschüss. Thank you, James. Thanks. Bye, everyone. Thank you. Thanks. Thank you, James. James. Bye. James. Bye. Good rest. See you. Bye-bye. Bye bye. Thank you. Bye. Good evening. Bye. Bye, everyone. Bye.